Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. Kapitel 1: Der Kampf um Persiens Zukunft. Die rivalisierenden Söhne des Dareios. Xerxes ist als einer der prachtvollsten und mächtigsten Monarchen der Geschichte bekannt. Er herrschte über das Persische Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht, mit unermesslichem Reichtum und Ressourcen. Dennoch erreichen uns Xerxes' Geschichte vor allem durch griechische Überlieferungen. Da die Griechen Xerxes besiegten, übertrieben sie in ihren Berichten häufig die Größe und Macht seines Reiches, um ihren Sieg noch bedeutender erscheinen zu lassen. Xerxes' Mutter war Atossa, die Tochter von Kyros dem Großen, dem Gründer des Persischen Reiches. Kyros wurde in Skythien getötet, einem wilden und abgelegenen Gebiet nördlich des Schwarzen und des Kaspischen Meeres. Nach seinem Tod bestieg sein Sohn Kambyses den Thron. In der Antike betrachtete man Königreiche als den persönlichen Besitz des Monarchen. Könige regierten hauptsächlich zu ihrem eigenen Vorteil und Vergnügen. Sie konnten mehr Paläste, Geld und Frauen haben als gewöhnliche Menschen. Wenn ein König ehrgeizig war, konnte er seine Nachbarn überfallen, Schlachten schlagen und Abenteuer erleben. Und wenn er erfolgreich war, ihre Länder, ihren Reichtum und ihre Schätze an sich reißen. Trotz ihrer egoistischen Motive trugen diese Könige jedoch auch zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Regierung bei. Sie brauchten gut organisierte Gesellschaften, um Steuern zu erheben, Armeen zu versammeln und ihre Feldzüge zu unterstützen. Selbst die ehrgeizigsten und selbstsüchtigsten Herrscher mussten also Recht und Ordnung schaffen. Je geordneter und friedlicher ihr Reich war, desto mehr Geld und Soldaten konnten sie einziehen, was ihnen die Erweiterung ihrer Macht erleichterte. Ihr Streben nach Reichtum und Kontrolle führte somit oft zur Einführung von Regeln und Gerechtigkeit in ihren Gebieten. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Handlungen großer Herrscher und Eroberer in der Geschichte üblicherweise zu Chaos und Unordnung geführt hätten. Zwar verursachten ihre Eroberungen, Schlachten und anderen Gewalttaten oft unmittelbare Zerstörungen, doch waren diese eher die Ausnahme als die Regel. Eine große Armee zu unterhalten, erfordert in der Regel ein viel höheres Maß an sozialer Organisation, Produktivität und Frieden als die Zerstörung, die sie möglicherweise anrichten kann. Die Infrastruktur, die für das dauerhafte Bestehen einer Armee notwendig ist, übertrifft meist ihre Fähigkeit zur Verwüstung. Die spektakulären Akte der Zerstörung durch berühmte Eroberer ziehen zwar mehr Aufmerksamkeit auf sich und bleiben stärker in Erinnerung als ihre stetige, stille Arbeit an der Organisation und Stärkung von Gesellschaften. Doch diese organisatorischen Bemühungen nahmen in der Regel viel mehr von ihrer Energie in Anspruch als ihre militärischen Unternehmungen. Zum Beispiel liegt Caesars wahres Vermächtnis in Europa nicht nur in seinen Eroberungen, sondern in den Straßen, Brücken, Rechtssystemen, Währungen und dem Kalender, die er einführte, um Frieden und Handel zu fördern. Ebenso war Darius als Organisator Asiens bekannt und Wilhelm der Eroberer prägte die gesellschaftliche Struktur Englands. Selbst Napoleons dauerhafteste Beiträge sind die von ihm geschaffenen Institutionen, Systeme und Gesetze und nicht die Denkmäler, die zu Ehren seiner militärischen Siege errichtet wurden. Obwohl diese Beobachtungen zutreffen, machen sie die Herrscher nicht automatisch moralisch besser oder schlechter. Das meiste von dem, was sie taten, ob beim Aufbau von Gesellschaften oder bei rücksichtslosen Eroberungen, war von selbstsüchtigem Ehrgeiz getrieben. Sie organisierten die Gesellschaft, um ein stabiles Fundament für ihre Macht zu schaffen. Sie hielten Frieden und Ordnung unter ihren Untertanen aufrecht, wie ein Gutsherr seine Arbeiter im Zaum hält, weil Frieden für produktive Ergebnisse unverzichtbar ist. Diese Herrscher erließen Gesetze, richteten Gerichte ein, schützten Eigentum, zählten und klassifizierten ihre Untertanen,
bauten Straßen und bekämpften Verbrechen. All dies führten sie vor allem ein, um den Steuereinzug zu optimieren und ihre Armeen zu stärken. Manche dieser Herrscher mögen Stolz empfunden haben, wenn ihr Reich wohlhabend und erfolgreich war, ähnlich wie ein Grundbesitzer auf seinen gut bewirtschafteten Besitz stolz ist. Einige wenige, wie Alfred der Große, kümmerten sich vielleicht aufrichtig um das Wohlergehen ihres Volkes und versuchten, das Glück der Menschen zu fördern. Doch bei den meisten Eroberern war der Hauptantrieb eigennütziger Ehrgeiz. Kehren wir nun zu Atossa zurück. Ihr Vater, Kyros, der das Persische Reich gegründet hatte, war für einen Eroberer verhältnismäßig fair und gerecht. Vermutlich wollte er das Wohlergehen und das Glück seiner Millionen von Untertanen fördern. Sein Sohn Kambyses, Atossas Bruder, wuchs jedoch ganz anders auf. Wie viele Söhne wohlhabender und mächtiger Familien in der Geschichte wurde Kambyses in dem Bewusstsein erzogen, einmal einen enormen Reichtum und große Macht zu erben. Leider wurde er von seinem Vater in seiner Kindheit weitgehend vernachlässigt und erhielt kaum Disziplin oder Anleitung. So entwickelte er sich zu einem wilden, arroganten, selbstsüchtigen und schwer kontrollierbaren Menschen. Als Kyros plötzlich in einer Schlacht starb, übernahm Kambyses als König die Macht. Seine Herrschaft war kurz, chaotisch und endete tragisch. Er ging als einer der grausamsten und brutalsten Herrscher in die Geschichte ein. Zu jener Zeit hatten die persischen Könige viele Frauen, und noch ungewöhnlicher war, dass der Nachfolger eines verstorbenen Königs nicht nur den Thron erbte, sondern auch dessen Familie. Kyros hatte mehrere Kinder mit verschiedenen Frauen. Kambyses und Smerdis waren seine einzigen Söhne, daneben gab es Töchter, von denen Atossa die bekannteste war. Die Frauen des königlichen Hofes lebten in unterschiedlichen Palästen oder in separaten Bereichen desselben Palastes, sodass sie weitgehend voneinander isoliert waren. Als Kambyses König wurde und die Paläste seines Vaters übernahm, bemerkte er eine der Töchter seines Vaters und verliebte sich in sie. Er wollte sie zu einer seiner Frauen machen. Kambyses war es gewohnt, alles zu bekommen, was er wollte, aber in diesem speziellen Fall zögerte er. Er fragte die persischen Richter, ob es erlaubt sei, seine Schwester zu heiraten. Nach ihren Beratungen erklärten sie, dass sie zwar kein Gesetz fänden, das einem Mann die Heirat mit seiner Schwester ausdrücklich gestatte, es aber viele Gesetze gebe, die einem persischen König grundsätzlich jedes Vorhaben erlaubten. Kambyses setzte seinen Wunsch durch und heiratete die Prinzessin, indem er sie seiner Liste von Frauen hinzufügte. Kurz darauf tat er dasselbe mit einer weiteren Tochter seines Vaters. Eine dieser Prinzessinnen war Atossa. Kambyses fiel in Ägypten ein, und während seiner unbesonnenen und gewalttätigen Kampagne tötete er seinen Bruder Smerdis und eine seiner Schwestern. Schließlich kam auch Kambyses selbst ums Leben. Zum Glück überstand Atossa diese chaotische und gefährliche Zeit und kehrte nach Kambyses Tod sicher nach Susa, der Hauptstadt des Persischen Reiches, zurück. Wäre Smerdis, der Bruder von Kambyses, am Leben geblieben, wäre er der nächste König geworden. Doch Kambyses hatte heimlich angeordnet, Smerdis umzubringen, und der Tod des Prinzen wurde streng geheim gehalten. Währenddessen lebte in Susa ein anderer Mann namens Smerdis, ein Magier, Priester. Kambyses hatte diesen Magier Smerdis mit der Regierungsgeschäfte betraut, während er selbst auf Feldzug war. Dieser Magier Smerdis fasste den Plan, selbst den Thron an sich zu reißen, indem er sich als Smerdis, der Prinz, ausgab. Um diesen Betrug umzusetzen, täuschte er viele Menschen und versteckte seine wahre Identität. Eine seiner Taktiken war, sich gänzlich von der Öffentlichkeit fernzuhalten und sich nur mit Leuten zu umgeben, die den echten Prinzen nie gekannt hatten. Außerdem sorgte er dafür, dass diejenigen, die den wahren Smerdis kannten, voneinander getrennt blieben und keinen Verdacht äußern konnten. Es war üblich, die königliche Familie nach dem Tod eines Königs abzuschirmen.
Smerdis hielt sich an diese Tradition, verschärfte sie aber, indem er die Prinzessinnen und Königinnen strikt isolierte, so dass jeglicher Austausch unterbunden wurde. Dadurch konnte er seinen Betrug mehrere Monate aufrechterhalten und in Luxus und Prunk leben, allerdings stets im Verborgenen und in permanenter Angst. Seine größte Sorge war, anhand seiner Ohren entlarvt zu werden. Jahre zuvor, als er in einer niedrigeren Position war, hatte er den König verärgert und war dafür mit dem Abschneiden seiner Ohren bestraft worden. Dies versuchte er zu verbergen, indem er sein Haar und eine Kopfbedeckung trug. Trotzdem fürchtete er ständig, entdeckt zu werden. Schließlich begann ein Adliger am Hof, ein kluger und aufmerksamer Mann, zu vermuten, dass dieser Smerdis ein Hochstapler sei. Zwar hatte er selbst keinen direkten Zugang zu Smerdis, aber seine Tochter, Phaedyma, war eine von Smerdis Frauen. Der Adlige durfte weder mit Smerdis noch mit seiner Tochter in Kontakt treten, es gelang ihm jedoch, Phaedyma eine Botschaft zukommen zu lassen, in der er sie fragte, ob ihr Ehemann wirklich der echte Smerdis sei. Sie antwortete, sie wisse es nicht, da sie keinen anderen Smerdis gekannt habe, falls es überhaupt einen anderen gab. Der Adlige versuchte daraufhin, Atossa zu erreichen, doch das erwies sich als unmöglich. Da Atossa ihren Bruder gut gekannt hatte, sorgte der Magier dafür, dass sie in strenger Isolation lebte, um keine Enthüllung seiner Identität zu riskieren. Als letzten Ausweg schickte der Adlige eine weitere Nachricht an seine Tochter und bat sie, bei einer Gelegenheit heimlich nachzusehen, ob ihr Ehemann Ohren hatte, solange er schlief. Er räumte ein, dass dies gefährlich sei, betonte jedoch, dass auch sie als Ehefrau in großer Gefahr sei, sollte ihr Ehemann ein Betrüger sein. Zunächst fürchtete sich Phaedyma vor diesem riskanten Vorhaben, erklärte sich aber schließlich bereit, es zu versuchen. Eines Nachts, als Smerdis auf seinem Lager schlief, tastete sie vorsichtig unter seinen Turban und entdeckte, dass ihm die Ohren fehlten. Diese Enthüllung löste eine Verschwörung aus, um den Hochstapler zu stürzen und zu beseitigen. Der Plan gelang, Smerdis wurde getötet, die eingesperrten Königinnen befreit und Darius auf den Thron gesetzt. Aufgrund der ungewöhnlichen Nachfolgeregeln wurde Atossa daraufhin Darius' Ehefrau. Während seiner langen und erfolgreichen Regierungszeit sollte sie eine bedeutende und einflussreiche Rolle in der Geschichte spielen. Atossas Name wurde auf bemerkenswerte Weise bekannt, in Verbindung mit einer Expedition, die Darius nach Griechenland und Italien schickte. Sie war maßgeblich daran beteiligt, diese Expedition in Gang zu setzen. Atossa war erkrankt und hatte versucht, ihre Leiden still zu ertragen. Schließlich jedoch entschied sie sich, Hilfe zu suchen, obwohl ihr die Art ihrer Krankheit sehr unangenehm war. Sie ging zu einem griechischen Arzt, der als Kriegsgefangener nach Persien gebracht worden war und sich in Susa durch seine medizinischen Fähigkeiten einen Namen gemacht hatte. Der Arzt erklärte sich bereit, sie zu behandeln, stellte jedoch eine Bedingung. Er verlangte, dass Atossa ihm vorab zusicherte, später eine Bitte zu erfüllen. Atossa wollte wissen, welche Bitte das sei, doch der Arzt lehnte es ab, sie vorher zu nennen. Er versicherte ihr lediglich, es werde nichts Unehrenhaftes sein. Schweren Herzens stimmte Atossa seinen Bedingungen zu. Sie gab ihm ein feierliches Versprechen, dass sie, falls er sie heilen könne, seine Bitte erfüllen würde, solange sie ehrenhaft sei. Der Arzt behandelte sie, und nach einiger Zeit war Atossa geheilt. Als sie wieder gesund war, offenbarte er ihr seinen Wunsch. Sie solle Darius dazu bringen, ihn in seine Heimat zurückzuschicken. Getreu ihrem Wort machte Atossa sich an die Erfüllung ihres Versprechens. Sie nutzte einen privaten Moment mit Darius, um ihm einen Vorschlag zu unterbreiten, eine neue Eroberungskampagne zu beginnen. Atossa sagte: Mein Geliebter und Kaiser, ich wollte mit dir unter 4 Augen sprechen. Warum denkst du nicht über einen Eroberungsfeldzug nach? Du verfügst über enorme militärische Kräfte und könntest dein Reich mühelos erweitern. Du bist klug und tatkräftig.
Du solltest diese Stärken nutzen, um etwas Bleibendes zu erreichen. Ich bin überzeugt, dass du mit deinen jetzigen Fähigkeiten etwas Unvergessliches vollbringen kannst. Darius hörte Atossas Ausführungen mit großem Interesse und offensichtlicher Begeisterung. Er erzählte ihr, er habe bereits über eine ähnliche Idee nachgedacht. Er plane, eine Brücke über den Hellespont oder den Bosporus zu bauen, um Europa und Asien zu verbinden. Außerdem wolle er die Skythen angreifen, jenes Volk, das Kyros, seinen großen Vorgänger, besiegt und getötet hatte. Es wäre ein bedeutender Triumph, sie zu unterwerfen und damit zu erreichen, woran Kyros gescheitert war. Doch Atossa hatte ein anderes Ziel vor Augen. Atossa sagte: Mein Geliebter, ich habe ein anderes Vorhaben für dich. Ich bitte dich, den Feldzug gegen die Skythen noch aufzuschieben und stattdessen Griechenland zu erobern. Die Skythen sind nichts als Wilde, und ihr Land ist die Mühe nicht wert. Griechenland hingegen wäre eine äußerst wertvolle Erweiterung deines Reiches. Und offen gesagt, ich wünsche mir schon lange griechische Sklavinnen, Frauen aus Sparta, Korinth und Athen, von deren Anmut und Fähigkeiten ich so viel gehört habe. Darius schmeichelte Atossas Bitte. Die Vorstellung, einen Feldzug auf einen anderen Kontinent allein zum Zweck der Gefangennahme tüchtiger Frauen für seine Königin zu führen, reizte seinen militärischen Stolz. Während Atossa weiter insistierte, wurde Darius zunehmend unruhig und begeistert, und schließlich stimmte er ihrem Vorschlag zu. Er beschloss, eine Expedition nach Griechenland zu schicken, um das Land zu erkunden und einen Bericht zu liefern. Als Anführer sollte der griechische Arzt dienen, sodass Atossa ihr eigentliches Ziel erreichte. Die Expedition nach Griechenland erlebte zahlreiche Abenteuer, wie in der Geschichte von Darius überliefert ist. Allerdings sei hier nur vermerkt, dass es dem Arzt gelang, seinen Plan zur Flucht umzusetzen. Zunächst tat er so, als wolle er nur widerwillig aufbrechen und traf lediglich provisorische Vorkehrungen für seine Abwesenheit, um Darius über seine wahren Absichten zu täuschen. Darius, der dem Arzt misstraute, versuchte wiederholt, dessen echte Motive aufzudecken, hatte jedoch keinen Erfolg. Schließlich brach die Gruppe auf und der Arzt kehrte nie zurück. Atossa hatte 4 Söhne, wobei Xerxes der älteste unter ihnen war. Allerdings war Xerxes nicht der älteste Sohn von Darius. Dieser hatte noch andere Söhne mit einer Ehefrau, die er geheiratet hatte, bevor er König wurde, und der älteste dieser Söhne hieß Artobazanes. Artobazanes galt als gütig und tugendhaft, nicht allzu ehrgeizig. Dennoch beanspruchte er als ältester Sohn sein Recht auf die Thronfolge. Atossa hingegen bestand darauf, dass ihr ältester Sohn Xerxes den Thron verdiene. Diese Frage musste geklärt werden, bevor Darius zu einem Feldzug nach Griechenland aufbrach. Nach persischem Brauch war er verpflichtet, noch vor seiner Abreise eindeutig festzulegen, wer sein Nachfolger werden sollte. Dies führte zu einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen den Unterstützern von Artobazanes und jenen von Xerxes. Auf Artobazanes Seite argumentierte man, er sei nun einmal der Erstgeborene und deshalb der natürliche Thronfolger. Atossa hingegen trat dafür ein, dass Xerxes das stärkere Anrecht habe, da er ein Enkel von Kyros sei. Aus ihrer Sicht verschaffte ihm diese Abstammung den höchsten möglichen Erbanspruch auf den persischen Thron. Atossa erklärte: Mein Argument ist nicht ohne Grundlage. Denk daran, dass Kyros der Begründer des Persischen Reiches und dessen rechtmäßiger Herrscher war. Darius dagegen hat kein ererbtes Anrecht. Er ist zwar ein hochrangiger Adliger, gehört aber nicht zur königlichen Linie. Er wurde König in einer Zeit der Wirren, als kein Angehöriger der Königsfamilie verfügbar war, um den Thron zu übernehmen. Wer an eine echte erbliche Nachfolge glaubt, könnte sagen, dass er das Reich eher als Regent führt, als legitimer König. Doch bei meinem Sohn Xerxes ist das anders. Als ältester Sohn von Kyros' Tochter steht ihm das Erbe zu.
Selbst wenn es nicht zweckmäßig ist, Darius' Herrschaft zu seinen Lebzeiten anzufechten, ist nach seinem Tod klar, wem die Krone zustehen muss, nämlich Xerxes. In diesem Argument steckte viel Wahres, doch war es kaum ein Gedanke, der Darius gefallen konnte. Die Idee implizierte, dass er selbst keinen legitimen Anspruch auf den Thron habe. Sie besagte sinngemäß, dass die Krone nach seinem Tod an den Enkel seines Vorgängers gehen solle, nicht an seinen eigenen Sohn. Zwar war Xerxes sowohl Darius' Sohn als auch Kyros' Enkel, aber die Begründung für Xerxes Thronrecht betonte vor allem seine Verbindung zu Kyros. Genau dieser Gedanke gefiel Atossa außerordentlich gut, weil Xerxes damit als ihr Sohn und Erbe den Thron erhalten würde, nicht als Sohn ihres Mannes Darius. Für Darius hingegen war dies schwer zu akzeptieren. Obwohl Atossa im persischen Hof großen Einfluss hatte, wollte er den Thron nicht eher dem ältesten Enkel von Kyros zusprechen als seinem eigenen ältesten Sohn. Das wäre, als würde er indirekt einräumen, dass er selbst nie einen legitimen Anspruch gehabt habe. Während dieser Streit andauerte, erschien ein Grieche namens Demaratus in Susa. Er war ein entthronter Prinz aus Sparta, der vor den politischen Wirren seiner Heimat an Darius' Hof geflohen war. Demaratus bot einen Weg, der sowohl Darius' Stolz als König als auch seine persönlichen Vatergefühle berücksichtigte. Demaratus erklärte: Großer König Darius, ich habe einen Vorschlag, der diesen Konflikt lösen könnte. Nach unseren griechischen Gebräuchen steht Xerxes rechtmäßig die Nachfolge zu. Bei uns kann ein Sohn nur den Status erben, den sein Vater zum Zeitpunkt seiner Geburt innehatte. Da Xerxes geboren wurde, als du bereits König warst, gebührt ihm dein königlicher Rang. Artabazanes hingegen, obwohl er dein Ältester ist, kam auf die Welt, als du noch ein Adliger warst. Nach unserer Tradition ist somit Xerxes dein rechtmäßiger Thronfolger. Schließlich akzeptierte Darius diese Argumentation und ernannte Xerxes zu seinem Nachfolger für den Fall, dass er nicht von seinem bevorstehenden Feldzug zurückkehren sollte. Tatsächlich begann Darius die Expedition jedoch nie. Er starb, bevor er sie antreten konnte. Es ist möglich, dass die Thronfrage zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig geklärt war und sich nach Darius' Tod erneut stellte. Wie sie am Ende entschieden wurde, wird im nächsten Kapitel erläutert. Hallo! Wenn euch unser Hörbuch gefallen hat, vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich brauche eure Unterstützung, um euch weitere Hörbücher zu bringen. Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung. Kapitel 2: Der ägyptische Aufstand, Xerxes früher Sieg. Die Vorkehrungen, die Darius zur Regelung der Thronfolge getroffen hatte, konnten Streitigkeiten nach seinem Tod nicht vollständig verhindern. Xerxes war bei Darius' Tod zugegen und nahm sofort die Rolle des Königs ein. Sein Bruder Artabazanes war abwesend. Xerxes schickte einen Boten zu Artabazanes, um ihm vom Tod ihres Vaters zu berichten und ihm mitzuteilen, dass er nun den Thron beanspruchte. Gleichzeitig ließ Xerxes verlauten, dass er, sollte er König werden, Artabazanes den zweithöchsten Rang verleihen und ihn in Macht und Ehre direkt nach sich einordnen würde. Er übersandte außerdem zahlreiche kostbare Geschenke, um seine Wertschätzung auszudrücken und die Gunst seines Bruders zu gewinnen. Artabazanes antwortete, bedankte sich für die Geschenke, die er gerne annahm, beharrte jedoch weiterhin auf seinem Recht am Thron. Er versicherte Xerxes, dass er, sollte er selbst König werden, alle seine Brüder und insbesondere Xerxes mit höchstem Respekt behandeln würde. Kurz darauf kam Artabazanes nach Medien, wo Xerxes sich aufhielt. Die Frage, wer König werden solle, wurde erneut unter den Adligen des Hofes diskutiert und schließlich vor Artabanos gebracht, den Bruder von Darius und Onkel beider Prinzen. Entweder hatte Artabanos ein öffentliches Amt, das ihm die Befugnis verlieh, solche Entscheidungen zu treffen, oder er war eigens für diesen Fall als Richter bestimmt worden.
Xerxes war anfangs zögerlich, die Entscheidung über sein Thronrecht auf diese Weise zu treffen. Er war überzeugt, dass die Krone ihm rechtmäßig zustand und glaubte, auch die öffentliche Meinung stehe größtenteils auf seiner Seite. Zudem handelte er ja bereits als König, so dass er befürchtete, sich durch die Zustimmung zu dieser Gerichtsverhandlung einen Nachteil zu verschaffen und das Urteil seines Onkels über sein Schicksal bestimmen zu lassen. Doch Atossa riet ihm, sich auf Artabanos Urteil einzulassen. Sie war überzeugt, dass dieser gerecht und unvoreingenommen sei und Xerxes vermutlich den Vorzug geben würde. Atossa sagte: Und selbst wenn er nicht zu deinen Gunsten entscheidet, bleibst du dennoch einer der einflussreichsten Männer im gesamten Reich. Der Unterschied zwischen dem Herrscher und dem zweitmächtigsten ist nicht so groß, wie du vielleicht denkst, vor allem angesichts der riesigen Ausdehnung unseres Reiches. Du wirst dennoch enorme Macht besitzen und die Zukunft Persiens entscheidend mitgestalten können. Die Pflichten und Privilegien beider Positionen sind sich in vielerlei Hinsicht erstaunlich ähnlich. Möglicherweise wusste Atossa bereits, wie Artabanos entscheiden würde. Aus welchen Gründen auch immer stimmte Xerxes schließlich zu, Artabanos als Schiedsrichter anzuerkennen. Ein offizielles Gerichtsverfahren fand statt, bei dem alle adligen und hohen Beamten anwesend waren. Neben ihnen stand ein Thron bereit, den der Sieger sofort nach Verkündung des Urteils besteigen sollte. Nachdem die Argumente beider Seiten angehört worden waren, entschied Artabanos zugunsten von Xerxes. Artabazanes akzeptierte dieses Urteil ohne Widerstand und bewies Respekt, indem er als erster vor Xerxes niederkniete. Er begleitete ihn sogar persönlich zum Thron. Xerxes hielt sein Versprechen, Artabazanes zum zweithöchsten Mann im Reich zu machen, und übertrug ihm ein hohes Kommando in der Armee. Artabazanes diente seinem Bruder treu, bis er später in einer Schlacht fiel. Eine Geschichte, die noch erzählt werden wird. Nachdem seine Herrschaft nun gesichert war, sah Xerxes sich einer entscheidenden Frage gegenüber. Welche der beiden großen Kriege, die sein Vater ihm hinterlassen hatte, sollte er zuerst führen? Den Krieg in Ägypten oder den Krieg gegen Griechenland? Wenn man einen Blick auf die Landkarte wirft, erkennt man, dass sich das Persische Reich nach Westen bis nach Kleinasien und entlang der Mittelmeerküste erstreckte. Im Norden lag Griechenland, das sich auf dem europäischen Kontinent befand, im Süden Ägypten, das zu Afrika gehört. Beide Länder waren reich und mächtig und galten als von herausragender Schönheit. Doch sie unterschieden sich stark in ihren Besonderheiten und ihrem Wesen. Ägypten bestand aus einem langen, schmalen Tal, das von Wüsten umgeben war. Griechenland hingegen schien in den Armen des Meeres zu ruhen, mit unzähligen Inseln, Halbinseln und verwinkelten Küsten, die vom blauen Mittelmeer umspült wurden. In Ägypten war die Landschaft flach und wurde lediglich von Feldern, Städten, Dörfern und den gewaltigen, von Menschenhand geschaffenen Bauwerken unterbrochen. Griechenland hingegen bestand aus Bergen, Tälern, Klippen, Stränden und felsigen Landvorsprüngen, eine Landschaft voller Kontraste und Dramaturgie. Diese unterschiedlichen Umgebungen prägten die Menschen. Die Ägypter waren ein ruhiges, friedliches Volk, das sich dem Ackerbau widmete und am Fluss Wasser schöpfte, Saatgut ausbrachte und Getreide erntete. Die Griechen dagegen trieben Vieh in den Bergen, gingen in Wäldern auf die Jagd und bauten Schiffe, um die Meere zu befahren. Sie förderten Metalle, errichteten Zitadellen und Tempel und fertigten aus Marmor kunstvolle Statuen an. Erstaunlich, welchen Einfluss ein paar tausend Fuß Höhenunterschied auf den Charakter und die Kreativität der Bewohner haben können. Auch die architektonischen Wunderwerke Ägyptens und Griechenlands waren so verschieden wie ihre Landschaften. Beide Baustile harmonierten hervorragend mit der jeweiligen Umgebung. Doch diese Harmonie resultierte eher aus Kontrast als aus Ähnlichkeit. In Griechenland, wo die Szenerie mit Bergen, Klippen und Meeresküsten bereits imposant war,
konzentrierten sich die Baumeister auf Schönheit und Eleganz. Riesige Bauwerke hätten in der natürlichen Erhabenheit der Landschaft lächerlich gewirkt. Geführt von ihrem künstlerischen Gespür errichteten die Griechen daher schlanke Tempel mit weißen Säulen, die malerisch an Berghängen thronten. Sie schufen Statuen für Gärten und Haine, bauten Brunnen, Brücken und Aquädukte und verwandelten schroffe Felsen in Türme und Mauern. In Ägypten hingegen, wo die weiten, gleichförmigen Ebenen dem Auge kaum Höhenunterschiede boten, setzten die Menschen auf gigantische Monumentalbauten. Enorme Säulen, gewaltige Statuen, hoch aufragende Obelisken und Pyramiden erhoben sich wie künstliche Berge aus dem grünen Tal. Während die Natur hier für die optische Weite sorgte, steuerte die menschliche Hand das Maß an Großartigkeit und Erhabenheit bei. Wollte man Ägypten in einem Modell darstellen, könnte man sich einen etwa 1 Meter langen und wenige Zentimeter breiten grünen Streifen vorstellen, der sich kurvenförmig über dem Boden schlängelt. In der Mitte dieses Streifens würde eine silberne Linie verlaufen, die den Nil symbolisiert. In Wirklichkeit ist das fruchtbare Tal nicht überall gleich schmal. Je näher es dem Meer kommt, desto breiter dehnt es sich aus und bildet eine Art Golf, den der Flussschlamm mit der Zeit immer weiter auffüllt. Durch das nährstoffreiche Wasser des Nils ist Ägypten im Lauf der Jahrhunderte ins Meer hinausgewachsen. Ungefähr 100 Meilen vor seiner Mündung teilt sich der Fluss in 3 Hauptarme, die sich fächerförmig verteilen und das große Dreieck des sogenannten Deltas formen, das nach dem griechischen Buchstaben Delta benannt ist. Hinter diesem Delta, stromaufwärts, ist die fruchtbare Ebene anfangs rund 25 bis 30 Meilen breit. Sie wird jedoch immer schmaler, je näher die umliegenden Hügel und Wüsten an den Fluss heranrücken. So bilden schließlich 2 schmale Streifen, einer auf jeder Seite des Nils, das Land. Zur Zeit von Xerxes war Ägypten dicht besiedelt, und Dörfer sowie Städte erhoben sich auf jedem kleinen Hügel, während die Menschen das fruchtbare Land bestellten und große Mengen an Getreide erzeugten. Ein Teil dieses Getreides wurde flussabwärts zum Nildelta transportiert, wo Handelsschiffe die Ware übers Mittelmeer in viele Gebiete Europas und Asiens verschifften. Mitunter überquerten auch Karawanen die umliegenden Wüsten, um ägyptisches Getreide zu kaufen, ähnlich wie es die Söhne Jakobs bei Hungersnot in Kanaan taten, wie es die Bibel berichtet. Schon in der Antike, wie auch heute noch, gab es in Ägypten 2 bemerkenswerte Naturphänomene. Das erste war das Fehlen von Regen. Es regnete in Ägypten so gut wie nie, und wenn doch, dann war dies ein seltenes und befremdliches Ereignis, das die Menschen mit demselben Erstaunen betrachteten wie einen ungewöhnlichen Erdstoß in England oder Amerika. Der Gedanke, dass Wasser in Tropfen vom Himmel fiel, war etwas derart Ungewöhnliches, dass man es mit Ehrfurcht und Verwunderung registrierte. Abgesehen von diesen seltenen Vorkommnissen gab es in Ägypten keinen Regen, keinen Schnee, keinen Hagel und meist auch keine Wolken. Die Sonne schien ununterbrochen und der Himmel blieb stets klar. Dieses Klima hat sich im Laufe der Jahrhunderte kaum verändert. Das zweite Naturphänomen war die jährliche Nilflut. Etwa um die Mitte des Sommers bemerkten die Anwohner an den Ufern, wie der Flusspegel allmählich stieg. Sein Wasser wurde trüber, während es anschwoll. Das war umso rätselhafter, als der Himmel klar blieb und die Sonne beinahe senkrecht über dem Land stand, ihre Strahlen noch intensiver als sonst. Doch die Ägypter wunderten sich nicht, sie kannten das Phänomen seit ihrer Kindheit. Es war ein natürlicher Zyklus, der sich jedes Jahr zur gleichen Zeit wiederholte. Dies war Ägypten, ein vom Rest der Welt abgeschirmtes, aber äußerst fruchtbares und wohlhabendes Land. Ein offensichtliches Ziel für Eroberer. Das lange grüne Band des Niltals, gesäumt von riesigen Bauwerken und von höchst ungewöhnlichen Naturerscheinungen geprägt, zog durch die Geschichte hindurch die Begehrlichkeiten vieler Helden und Eroberer auf sich. Kyros,
der Begründer des Persischen Reiches, hatte geplant, Ägypten zu erobern, setzte diesen Vorsatz aber nie in die Tat um und überließ die Aufgabe seinem Sohn Kambyses. Während Darius' Herrschaft wurde Ägypten Teil des Persischen Reiches, doch am Ende seiner Regierung kam es dort zum Aufstand. Zu dieser Zeit stand Darius kurz vor einem großen Angriff auf Griechenland und war hin und her gerissen zwischen der Niederschlagung der ägyptischen Rebellion oder seinem geplanten Feldzug gegen die Griechen. Noch bevor er entscheiden konnte, starb er und überließ Xerxes sowohl die Kriege als auch die Entscheidung. Xerxes beschloss, sich zunächst um den Aufstand in Ägypten zu kümmern, bevor er seinen Feldzug gegen Griechenland fortsetzte. Er hielt es für zu gefährlich, in eine neue Eroberung aufzubrechen, während eine der Provinzen seines Vaters sich offen gegen das Reich auflehnte. Madonios, der Oberbefehlshaber des Heeres und Xerxes wichtigster militärischer Berater, war mit diesem Entschluss nicht einverstanden. Er wollte unbedingt Griechenland erobern und sah in der bloßen Niederschlagung eines Aufstandes in einem bereits einmal unterworfenen Land keinen Ruhm. Er sehnte sich nach einer neuen Herausforderung, doch Xerxes beharrte auf seiner Entscheidung und das Heer machte sich auf den Weg nach Ägypten. Auf ihrem Marsch zogen sie durch Judäa, wo die Nachkommen jener Gefangenen, die aus Babylon heimgekehrt waren, gerade dabei waren, ihre Städte wieder aufzubauen. Xerxes bestätigte die von Kyros und Darius gewährten Privilegien und unterstützte ihre Arbeiten. Danach setzte die Armee ihren Weg Richtung Nil fort. Der Aufstand in Ägypten wurde rasch niedergeschlagen. Innerhalb weniger Monate hatte Xerxes das Land zurückerobert, die Anführer des Aufstandes bestraft, seinen Bruder als neuen Statthalter eingesetzt und war wohlbehalten nach Susa zurückgekehrt. All dies geschah im 2. Jahr von Xerxes Regierungszeit. Kapitel 3 – Die prophetischen Träume von Xerxes: Nach Griechenland oder nicht? Xerxes hatte 2 Hauptberater: Artabanos, der Onkel, der ihm zur Erlangung des Throns verholfen hatte, und Mardonios, den Oberbefehlshaber seiner Armee. Xerxes war jung, stolz und zuversichtlich, nahm aber hin und wieder den Rat dieser beiden Männer in Anspruch. Mardonios, älter und ein Berufssoldat, brannte darauf, sich in einem großen Feldzug zu beweisen. In Monarchien und Despotien hatten Menschen, die nicht von Geburt an in eine hohe Stellung hineingeboren wurden, oft nur einen Weg, um Größe zu erlangen: über den Krieg. Zwar haben manche Einzelpersonen durch geistige oder moralische Leistungen bleibenden Ruhm erlangt, doch die schnellsten und höchsten Ehren wurden meist entweder durch adlige Abstammung oder durch gewaltige Kriegstaten erreicht. Um Anerkennung zu erhalten, so schien es, musste man entweder vornehmes Blut erben oder es vergießen. Wer große Zerstörungen anrichtete, genoss hohen Respekt und stand in der gesellschaftlichen Rangfolge direkt hinter jenen, die ihren Einfluss durch die gewalttätigen Taten ihrer Ahnen geerbt hatten. Mardonios sah im Einmarsch in Griechenland die perfekte Gelegenheit, sich auszuzeichnen, da er überzeugt war, dass sein Ruhm umso größer sein würde, je wohlhabender und friedlicher das Land war, das er besiegte. Deshalb trieb er die Invasion mit aller Kraft voran. Artabanos, Xerxes Onkel, war älter und hatte eine ruhige, vorsichtige Natur. Er hatte die Wechselfälle des Krieges erlebt und war eher geneigt, die Ambitionen seines Neffen zu bremsen, statt sie zu befeuern. Xerxes hatte seinen Feldzug in Ägypten damit gerechtfertigt, dass es sich um eine Rebellion handelte. Doch für Griechenland gab es keinen solchen Vorwand. Schon zuvor hatte es 2 Konflikte zwischen Persien und den Griechen gegeben. Im ersten unterstützten die Athener ihre griechischen Verbündeten in Kleinasien bei deren erfolglosen Versuch, sich von Persien loszusagen. Aus Sicht der Perser eine Unterstützung eines Aufstands.
Im zweiten Konflikt starteten die Perser unter dem Befehl von Datis, einem General des Darius, eine groß angelegte Invasion Griechenlands. Sie landeten in der Nähe von Athen, wurden jedoch in der berühmten Schlacht bei Marathon entscheidend geschlagen. Der erste Konflikt ist in der Geschichte als Ionischer Aufstand bekannt, der zweite als Erster persischer Einfall in Griechenland. Beide ereigneten sich zu Zeiten von Darius, wobei der Einfall unter Datis nur wenige Jahre vor Xerxes' Thronbesteigung stattfand. Viele Offiziere aus diesem Feldzug befanden sich noch in Xerxes Hofstaat und Armee. Obwohl die beiden früheren Kriege nun beendet waren, war Artabanus alles andere als begeistert davon, die Feindseligkeiten wieder anzufachen. Xerxes jedoch war entschlossen, einen neuen Versuch zu wagen, um Griechenland zu unterwerfen. Als er sich schließlich bereit fühlte, mit den Vorbereitungen zu beginnen, berief er einen großen Rat aus seinen Generälen, Adeligen und anderen Führungspersönlichkeiten ein, um ihnen seinen Plan zu präsentieren. Der Geschichtsschreiber, der diese Ereignisse überlieferte, berichtet ausführlich von der folgenden Debatte. Zuerst ergriff Xerxes vor der versammelten Runde das Wort und legte seine Pläne dar. Xerxes erklärte: Meine Freunde, das Vorhaben, das ich euch gleich vorschlagen werde, ist keineswegs eine neue Idee von mir. Was ich beabsichtige, ist schlicht und einfach die konsequente Fortsetzung der großen Aufgabe, die meine Vorgänger begonnen haben und so lange wie möglich verfolgten. Nun, da die Macht an mich übergegangen ist, liegt es in meiner Verantwortung, ihre Pläne zu vollenden. Es ist offensichtlich Persiens Bestimmung, die Welt zu beherrschen. Seit Kyros begann, die Meder zu unterwerfen, hat unser Reich sich stetig vergrößert und umfasst heute ganz Asien und Afrika, abgesehen von einigen fernen und wilden Völkern, die, wie Tiere in ihren Wäldern, nicht die Mühe einer Eroberung wert sind. Diese weiten Landstriche haben wir dem Mut, der Tatkraft und der militärischen Stärke von Kyros, Darius und Kambyses zu verdanken. Sie haben Asien und Afrika erobert, nur Europa bleibt noch. Es ist meine Pflicht, zu Ende zu bringen, was sie begonnen haben. Hätte mein Vater länger gelebt, hätte er es selbst vollbracht. Er traf bereits große Vorbereitungen, doch dann starb er und überließ mir diese Aufgabe. Jetzt zu zögern, wäre ein Versäumnis meiner Pflicht. Ihr erinnert euch noch alle an die grundlosen Angriffe der Athener während des Ionischen Aufstands. Sie haben sich mit unseren Feinden verbündet, sind über die Ägäis gesegelt, in unser Territorium eingefallen und haben sogar Sardais, die Hauptstadt unseres westlichen Reichsteils, eingenommen und niedergebrannt. Ich kann nicht ruhen, bevor ich nicht meinerseits Athen in Schutt und Asche gelegt habe. Viele von euch nahmen an dem Feldzug unter Datis teil. Jene von euch, die dabei waren, müssen nicht daran erinnert werden, welche Taten gesühnt werden müssen. Ich vertraue darauf, dass ihr diese Unternehmung mit ganzer Loyalität und Entschlossenheit unterstützt. Mein Plan für den Einmarsch in Griechenland unterscheidet sich dieses Mal erheblich. Anstatt unsere Truppen mit einer Flotte über das Meer zu transportieren, wie wir es einst taten, möchte ich eine Brücke über den Hellespont errichten und unsere Armee zu Land nach Griechenland führen. Ich bin überzeugt, dass dieses Vorgehen nicht nur möglich, sondern auch sicherer ist als die Seeüberfahrt. Allein der Bau einer Brücke über den Hellespont wird ein glanzvolles Werk sein. Und sobald wir hinüber sind, werden die Griechen unserem gewaltigen Heer nicht standhalten können. Der Sieg ist gewiss, und jenseits Griechenlands ist keine andere Macht in der Lage, uns noch ernsthaft herauszufordern. Wir werden unser Reich mühelos bis zum Meer in alle Richtungen ausdehnen und so das gesamte uns bekannte Land unter persische Herrschaft stellen. Ich bin sicher, ich kann auf eure uneingeschränkte Unterstützung zählen. Ich erwarte von jedem von euch, dass er so viele Truppen und Vorräte aus euren Provinzen stellt wie möglich. Wer am meisten beisteuert, soll auch die höchsten Ehren empfangen. So endete Xerxes Rede an seinen Rat. Er erklärte abschließend, er wolle nicht ohne Rücksprache handeln
und lud alle ein, sich offen zu seinen Plänen zu äußern. Während Xerxes sprach, loderte Mardonios Begeisterung auf. Als der König das Wort an die Versammlung übergab, erhob sich Mardonios sogleich, um Xerxes Vorhaben zu unterstützen. Mardonios sagte: Mein Gebieter, ich kann nicht anders, als meinen Respekt für deinen Mut und deine Weitsicht zum Ausdruck zu bringen. Ein Unternehmen dieser Größenordnung passt hervorragend zu deinem angesehenen Rang und deinem Ruhm. Deine Macht und dein Einfluss übertreffen bereits jeden Herrscher der Geschichte. Und es ist offensichtlich, dass der Weg, den du einschlägst, zu einer Größe führen wird, an die kein künftiger König jemals heranreichen kann. Du stehst kurz davor, die ganze Welt zu unterwerfen. Eine Leistung, die niemand mehr überbieten wird. Wir alle schätzen deinen Stolz, der es ablehnt, die Beleidigungen und Provokationen der Griechen einfach hinzunehmen. Wir haben bereits die Völker Indiens, Ägyptens, Äthiopiens und Assyriens unterworfen, nicht weil sie uns Unrecht taten, sondern aus dem edlen Drang heraus, unser Reich zu erweitern. Wie könnten wir jetzt untätig bleiben, da uns einige Völker offen beleidigt und Widerstand geleistet haben? Jede Ehre und jeder Anstand gebietet uns zu handeln. Ich habe keinerlei Zweifel am Erfolg dieser Mission. Ich kenne die Griechen und sie werden unserer Macht nicht standhalten können. Ich habe schon oft in unterschiedlichen Situationen gegen sie gekämpft. In Kleinasien habt ihr alle gesehen, wie das für sie endete. Zu Zeiten deines Vaters Darius versuchte ich, sie in Makedonien und Thrakien zu stellen, doch sie wichen einer direkten Konfrontation aus. Ihr Ruf mag groß sein, doch ihre Pläne sind töricht und unkoordiniert. Sie sind nicht einmal vereint, obwohl sie dieselbe Sprache sprechen. Ständig bekämpfen sie sich gegenseitig, statt sich gegen die Nachbarvölker zusammenzuschließen. Ich bin sicher, wenn wir erst einmal den Hellespont überquert haben, werden wir ungehindert bis nach Athen marschieren können. Und sollten wir doch auf Widerstand stoßen, wird er so gering und schwach sein, dass wir ihn problemlos brechen werden. Wie sich später herausstellte, lag Mardonios mit dieser Prophezeiung fast richtig. Als das persische Heer schließlich den Pass von Thermopylae, den wichtigsten nördlichen Zugang zu den griechischen Gebieten, erreichte, fanden sie dort tatsächlich nur 300 Männer, die ihnen den Weg versperrten. Nachdem Mardonios geendet hatte, folgte ein langes Schweigen. Die Fürsten und Adligen waren weniger begeistert von den Risiken und Unwägbarkeiten eines so weit entfernten Feldzugs. Während Xerxes selbst im Falle eines Sieges seinen Reichtum und seine Macht beträchtlich vergrößern würde und auch Mardonios mit reichen Belohnungen rechnen konnte, fragte sich manch anderer, was ihm selbst dabei zu gewinnen bliebe. Zwar hatte der König eine freie Meinungsäußerung erbeten, doch kaum jemand wagte es, seinen Wünschen offen zu widersprechen und wusste auch nicht, wie er sich am besten äußern sollte. Unter ihnen war Artabanos, Xerxes weiser und betagter Onkel, der still verharrte und erwog, ob ihm sein Alter, sein Rang und die enge Beziehung zu seinem Neffen das Recht gaben, sich einzumischen. Er sorgte sich um die Risiken, die Xerxes einging, wenn er seinen ehrgeizigen Plänen folgte. Schließlich entschied er sich zu sprechen. Artabanos sagte: Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich eine andere Sichtweise darlege. Es ist klug, verschiedene Meinungen anzuhören, denn oft kommt man der Wahrheit näher, wenn man sie mit anderen Perspektiven vergleicht. Meiner Ansicht nach birgt der Feldzug, den ihr plant, große Gefahren und sollte sorgfältig bedacht werden, bevor ihr ihn tatsächlich beginnt. Als euer Vater Darius einst entschied, die Skythen jenseits der Donau anzugreifen, riet ich ihm davon ab. Die möglichen Vorteile schienen mir den Preis, die Schwierigkeiten und die Risiken nicht wert zu sein. Mein Rat wurde ignoriert und euer Vater setzte seinen Plan um. Er überquerte den Bosporus, marschierte durch Thrakien und überschritt schließlich die Donau. Doch nach einem langen und erschöpfenden Kampf gegen die wilden Stämme dort war er gezwungen, sich zurückzuziehen und verlor dabei die Hälfte seines Heeres. Ich fürchte, dass euer Vorhaben ähnliche Risiken birgt und ein ähnliches Ende nehmen könnte. Man sagt, die Griechen seien mutig und stark, und sie könnten diesem Ruf durchaus gerecht werden.
Denkt daran, dass sie Datis und seine gewaltige Streitmacht bezwungen haben und ihm schwere Verluste zufügten. Gewiss ist euer geplanter Einmarsch viel umfangreicher. Ihr wollt eine Brücke über den Hellespont schlagen, um eure Truppen über den Norden Europas nach Griechenland zu führen und zugleich über eine starke Flotte in der Ägäis verfügen. Vergesst aber nicht, dass auch die griechischen Seestreitkräfte in diesen Gewässern mächtig sind. Sie könnten eure Flotte vernichten. Stellt euch vor, sie täten das und segelten anschließend nordwärts zum Hellespont, um eure Brücke zu zerstören. Euer Rückweg wäre abgeschnitten und die gesamte Armee würde in äußerste Gefahr geraten. Euer Vater wäre fast in eine ähnliche Lage gekommen. Die Skythen versuchten, seine Donaubrücke zu zerstören, während sein Heer noch auf der anderen Seite war. Hätte nicht Histiaios, den er als Wächter zurückgelassen hatte, außergewöhnliche Treue bewiesen, wäre es ihnen gelungen. Es ist erschreckend, dass das gesamte persische Heer mitsamt dem Kaiser damals allein dank der Tat eines einzigen Mannes vor dem Untergang bewahrt blieb. Wenn ihr euch und eure Soldaten erneut in eine ähnliche Gefahr bringt, könnt ihr darauf vertrauen, dass ihr abermals so viel Glück habt. Allein schon die schiere Größe eures Heeres könnte zu seinem Verhängnis werden. Alles, was ungewöhnlich groß ist, wie gewaltige Bäume oder hohe Türme, scheint Gefahren im gleichen Ausmaß anzuziehen, so wie sie auch Blitze vom Himmel auf sich ziehen. Mardonius hat die Griechen kritisiert und behauptet, sie hätten weder Verstand noch Geschick und wenig Mut als Krieger. Ich halte diese Anschuldigungen nicht nur für ungerecht gegenüber den Griechen, sondern auch für unehrenhaft für ihn selbst. Es ist weder weise noch edelmütig, einen abwesenden Feind herabzuwürdigen. Ich fürchte, dass die Griechen am Ende militärische Fähigkeiten zeigen werden, die ganz anders aussehen, als Mardonius sie beschreibt. Ihr Ruf besagt, dass sie klug, zäh, diszipliniert und tapfer sind. Und möglicherweise trifft dies durchaus zu. Mein Rat ist, diese Versammlung aufzulösen und euch mehr Zeit für Überlegungen zu nehmen, bevor ihr eine endgültige Entscheidung trefft. Vielleicht kommt ihr nach reiflicher Überlegung ja zu dem Schluss, den Feldzug ganz abzublasen. Falls ihr dennoch daran festhalten solltet, bitte ich euch, nicht selbst an der Spitze zu stehen. Überlasst Mardonius die Verantwortung. Doch ich wage die Vorhersage. Wenn er wirklich aufbricht, wird er die Körper eurer Soldaten auf den Ebenen von Athen oder Sparta den Hunden zum Fraß überlassen. Xerxes war außer sich über die Rede seines Onkels und reagierte wütend. Er warf Artabanos Schwäche und Feigheit vor und meinte, sein Vorschlag, vor der vermeintlichen Arroganz der Griechen einzuknicken, sei unwürdig für jemanden von Artabanos Rang. Xerxes erklärte weiter, dass er seinen Onkel hart bestrafen würde, hätte er nicht den Respekt vor ihm als Bruder seines Vaters. Xerxes sagte: Weil ich dich ehre, halte ich an meinen Plänen fest, aber du wirst nicht in den Genuss kommen, mich zu begleiten. Du wirst in Susa bleiben, gemeinsam mit den Frauen und Kindern im Palast, und dich den Annehmlichkeiten hingeben, die zu deinem ängstlichen Gemüt passen. Ich dagegen werde meinen Feldzug fortsetzen. Außerdem, selbst wenn ich deinem feigen Rat folgen würde, bin ich sicher, dass ein Konflikt mit den Griechen so oder so unvermeidlich wäre. Wenn ich nicht zuerst zuschlage, werden sie gewiss bald mein Land angreifen. Mit diesen Worten entließ Xerxes die Versammlung. Doch das unbehagliche Gefühl blieb. Obwohl er Artabanos Rat mit heftiger Ablehnung zurückgewiesen hatte, hallten dessen überzeugende Worte weiter in ihm nach. Je mehr er nachdachte, desto stärker wurden seine Zweifel und Ängste. Gegen Abend war Xerxes schließlich davon überzeugt, dass Artabanos Recht gehabt hatte und er selbst im Unrecht war. Er fand keine Ruhe, bis er den Entschluss fasste, den Feldzug aufzugeben. Er wollte Artabanos und die anderen Adligen am nächsten Morgen über seinen Sinneswandel informieren und die Befehle zur Truppenversammlung zurücknehmen. Mit diesem Beschluss fühlte er sich erleichtert und legte sich schlafen. Doch in der Nacht hatte Xerxes eine Vision.
Im Traum erschien ihm eine strahlende, wunderschöne Gestalt, die ihn einen Moment lang eindringlich musterte und dann sprach: Willst du wirklich von deinem Beschluss ablassen, ein Heer nach Griechenland zu führen, nachdem du bereits das ganze Reich davon unterrichtet und deine Befehle erteilt hast? Solches Schwanken ist töricht und wird dir nur Schande bringen. Nimm deinen Plan wieder auf und schreite mutig und entschlossen voran. Mit diesen Worten verschwand die Erscheinung. Als Xerxes am nächsten Morgen erwachte, vermischte sich das Erlebte des Vortags mit der Wirkung dieses Traums. Er war erneut beunruhigt und unsicher. Er wog einerseits die eindringlichen Warnungen von Artabanus gegen das vage, aber selbstbewusste Drängen der nächtlichen Gestalt ab. Schließlich entschied er, seinen Plan dennoch aufzugeben. Er berief seinen Rat ein weiteres Mal ein und erklärte, dass er nach reiflicher Überlegung nun der Meinung sei, sein Onkel habe Recht gehabt und er selbst Unrecht. Er kündigte an, den Feldzug auszusetzen und nahm die bereits erteilten Befehle zurück. Die Anwesenden reagierten darauf mit großer Erleichterung. Doch in der darauffolgenden Nacht hatte Xerxes erneut einen Traum. Dieselbe Gestalt erschien, diesmal jedoch mit strengem, zornigem Ausdruck. Sie wies mit dem Finger auf den erschrockenen König und rief: Du hast meinen Rat verworfen und deinen Plan aufgegeben. Nun warne ich dich, wenn du nicht unverzüglich zu deinem Vorhaben zurückkehrst und es umsetzt, wird deine Herrschaft ein jähes Ende nehmen und dein Sturz wird noch schneller kommen, als du zur Macht gelangt bist. So verschwand die Erscheinung abermals, Xerxes jedoch war zutiefst erschrocken. Bei Tagesanbruch ließ er Artabanus zu sich rufen und erzählte ihm von seinen Träumen. Xerxes sagte: Ich war bereit, nach deinen Worten alles abzubrechen, weil ich meinte, du hättest recht. Aber diese Träume kann ich unmöglich ignorieren. Ich bin sicher, es sind Zeichen des Himmels, die mir gebieten, den Krieg doch zu führen. Artabanus versuchte, Xerxes zu beschwichtigen. Er meinte, Träume seien keine Botschaften der Götter, sondern eher ein wirres Nachklingen der Gedanken, während der Verstand im Schlaf nicht mehr klar urteile. Xerxes entgegnete jedoch, so lasse sich vielleicht der erste Traum erklären, doch die wiederholte Warnung beweise, dass hier mehr dahinter stecke. Um die Echtheit der Vision zu prüfen, schlug er ein Experiment vor. Artabanus solle in der nächsten Nacht an Xerxes Stelle auf der königlichen Lagerstatt schlafen, um zu sehen, ob die Gestalt auch ihm erscheine. Xerxes sagte: Du wirst meine Gewänder anlegen, die Krone aufsetzen und auf dem Thron Platz nehmen. Dann begibst du dich in meine Gemächer, legst dich auf mein Bett und schläfst. Wenn die Erscheinung wirklich übernatürlich ist, wird sie sich auch dir zeigen. Wenn nicht, dann gebe ich zu, dass es nur ein Traum war. Artabanus wandte zunächst ein. Er verstehe nicht, wozu er die Kleider des Königs tragen solle. Wenn es sich tatsächlich um ein göttliches Wesen handele, würde es sich nicht durch eine Verkleidung täuschen lassen. Doch Xerxes bestand darauf, und so fügte Artabanus sich schließlich. Er hüllte sich in das königliche Gewand, setzte sich kurz auf den Thron und legte sich dann in Xerxes Schlafgemach unter den Königszelt. Da er nicht an die Erscheinung glaubte, blieb er gelassen und schlief bald ein. Um Mitternacht jedoch fuhr Xerxes, der in einem angrenzenden Raum ruhte, auf, als er einen lauten, durchdringenden Schrei vernahm. Kurz darauf stürzte Artabanus, völlig verängstigt und aufgewühlt, herein. Auch er hatte die Gestalt gesehen. Sie war ihm voller Zorn erschienen und hatte ihn beschimpft, weil er Xerxes von seinem Griechenlandfeldzug abbringen wollte. Dann drohte sie, ihm mit einem glühenden Eisen die Augen auszubrennen. Artabanus konnte sich nur retten, indem er vom Bett sprang und aus dem Raum flüchtete. Tief erschrocken und nun überzeugt, erklärte Artabanus, dass es zweifellos der Wille der Götter sei, den Feldzug nach Griechenland durchzuführen. Er versprach, die Kampagne in jeder Hinsicht zu unterstützen. Der Rat wurde erneut einberufen. Man berichtete von den 3 Erscheinungen und schließlich verkündete Xerxes die endgültige Entscheidung.
Die Armee würde unverzüglich aufgestellt und ohne weitere Verzögerung in Marsch gesetzt. Kapitel 4: Ein Kanal durch Athos, Xerxes, sein Heer und der Weg nach Griechenland. Sobald die Entscheidung zum Einmarsch in Griechenland endgültig gefallen war, ließ Xerxes in jeder Provinz seines Reiches Befehle ergehen, um die Vorbereitungen zu starten. Soldaten mussten angeworben, Waffen gefertigt, Schiffe gebaut und gewaltige Vorräte an Nahrungsmitteln angelegt werden. Darüber hinaus erforderte das Unternehmen enorme Geldmittel. Xerxes war auf die Einnahmen und Abgaben aus den Provinzen angewiesen und entsandte detaillierte und nachdrückliche Anweisungen an die Statthalter, besonders in den Regionen nahe der westlichen Grenzgebiete zu Griechenland. In der heutigen Zeit unterhalten mächtige Staaten große Bestände an Waffen und Versorgungsgütern in Arsenalen und Depots, was es ihnen ermöglicht, kurzfristig umfangreiche Militäroperationen zu starten. Zudem verfügen sie über ein Finanzsystem, das es ihnen erlaubt, enorme Summen von Privatpersonen oder Institutionen zu leihen, in der Regel durch die Ausgabe von Staatsanleihen und die Zusicherung von Zinszahlungen. Dadurch können Regierungen in einer Notsituation rasch Geld beschaffen und die finanzielle Belastung auf kommende Generationen verteilen. Gläubiger sind oft zufrieden mit regelmäßigen Zinszahlungen und wünschen sich mitunter gar nicht, dass die volle Schuld jemals beglichen wird, da ihnen die Zinsen ein beständiges Einkommen sichern. Solche Finanzstrategien existierten zu Xerxes Zeiten jedoch nicht. Die Vorstellung, in großem Stil Geld zu leihen und die Rückzahlung zukünftigen Generationen zu überlassen, war unbekannt. Xerxes musste das gesamte benötigte Geld in Form direkter Steuern aufbringen und sämtliche Waffen, Schiffe und Kriegsausrüstungen eigens für diesen Feldzug anfertigen lassen. Auch die riesigen Mengen an Nahrungsmitteln, die sein Heer versorgen sollten, mussten eigens produziert und in eigens errichteten Lagern eingelagert werden. Angesichts des Umfangs ist es wenig verwunderlich, dass die Vorbereitungen viel Zeit in Anspruch nahmen. 4 Jahre dauerte es, bis alles bereitstand. Diese Zeitspanne umfasst auch den Zeitraum vor der großen Debatte, die im vorigen Kapitel geschildert wurde. In den Jahren der Vorbereitung fanden die meisten Aktivitäten in Westkleinasien und entlang der Küsten der Ägäis statt. Zwar kamen Steuern und Tribute aus dem gesamten Reich, doch der Großteil der für den Krieg benötigten Materialien stammte aus den Provinzen, die Griechenland am nächsten lagen. Jede Gegend trug das bei, was sie am besten liefern konnte: Pferde aus der einen Region, Waffen und Munition aus einer anderen, Schiffe aus einer dritten und wieder andere stellten Vorräte bereit. Die Schiffe waren für verschiedene Aufgaben bestimmt. Einige dienten als Kriegsschiffe, andere sollten Truppen und Ausrüstung transportieren. Außerdem ließ Xerxes eine spezielle Flotte von flachgedeckten, langgezogenen Schiffen bauen, auf denen die Brücke über den Hellespont ruhen sollte. Diese Boote erhielten breite, glatte Decks, damit die Brücke später fest darauf verankert werden konnte. Obwohl sich der Schwerpunkt der Vorbereitungen auf den asiatischen Küstenabschnitt der Ägäis konzentrierte, kontrollierte Xerxes auch Teile Europas. Die Perser hatten längst Thrakien und Teile von Makedonien erobert, sodass die nördlichen Küstenregionen der Ägäis und viele Inseln bereits unter ihrer Herrschaft standen. Die Griechen kontrollierten weiter südlich gelegene Gebiete, und Xerxes erwartete keinen nennenswerten Widerstand, bevor sein Heer in die Nähe von Athen vorstieß. Auf seinem Marsch durch Nordgriechenland, das schon unter persischer Kontrolle war, rechnete er ausschließlich mit natürlichen Hindernissen, nicht jedoch mit feindlichen Angriffen. Zu den größten Herausforderungen gehörte die Überquerung des Hellespont, die Xerxes mit Hilfe der Schiffsbrücke lösen wollte. Doch es gab ein weiteres, möglicherweise noch schwierigeres Hindernis: den Berg Athos.
Wenn man eine Landkarte Griechenlands betrachtet, sieht man an der nordwestlichen Ägäisküste 2 oder 3 markante Landzungen, die weit ins Meer hinausragen. Die nördlichste und größte davon wird von einem mächtigen Bergmassiv beherrscht, das nur durch einen schmalen Streifen Land mit dem Festland verbunden ist. In der Antike trug dieser Berg den Namen Athos. Heute nennt man ihn Monte Santo oder Heiliger Berg, da er seit dem Mittelalter Sitz zahlreicher Klöster und religiöser Gemeinschaften ist. Der Berg Athos war schon in der Antike berühmt und erstreckte sich über viele Meilen entlang dieser Halbinsel, deren Küsten in steilen Felswänden zum Meer abfielen. Man sagte, die Bergspitze werfe bei Sonnenuntergang ihren Schatten bis zur ungefähr 60 Meilen entfernten Insel Lemnos. Die antiken Seefahrer fürchteten dieses drohend emporragende Massiv, wenn sie mit ihren zerbrechlichen Galeeren von Norden kommend an der Küste entlang segelten. Oft hing die Spitze in dunklen Wolken, während unterhalb der Wellen die Brandung beständig gegen die Felsen peitschte. Zusätzlich kursierten Legenden über Seeungeheuer, die bei Athos lauerten, um Schiffbrüchige zu verschlingen, die die gewaltigen Wogen an die Felsen geworfen hatten. Xerxes Kriegsplan sah vor, dass sein Heer den Hellespont mit Hilfe der Schiffsbrücke überqueren und dann über Makedonien und Thessalien zu Land nach Griechenland ziehen sollte. Gleichzeitig sollte eine Flotte aus Transport- und Kriegsschiffen an der Küste entlangfahren, um Nahrung, Ausrüstung und sonstige Güter zu befördern. Für die Soldaten war der Landweg einfacher zu bewältigen, die Schiffe jedoch waren effizienter beim Transport schwerer Lasten. Mardonios, Xerxes General, sorgte sich vor allem um die Sicherheit der Flotte bei der Umrundung der gefährlichen Landzunge des Berges Athos. Mardonios hatte allen Grund, besorgt zu sein. Viele Jahre zuvor, während der Herrschaft von Darius, hatte er in der Nähe des Berges Athos eine verheerende Niederlage erlitten. Damals führte er ein großes Geschwader an der Küste entlang, als ein plötzlicher Sturm aufkam, gerade in dem Moment, als sie in die gefährliche Passage beim Berg Athos einfuhren. Der Sturm kam aus dem Norden und drückte die Schiffe unbarmherzig auf die Küste zu. Die einzige Rettung wäre ein Wendemanöver gegen den Wind gewesen, doch die Gewalt des Sturms machte das unmöglich. Die Segel rissen, die Ruder zersplitterten unter den Wogen. Die Seeleute versuchten verzweifelt, um das Kap herum in ruhigeres Fahrwasser zu gelangen, doch die Naturgewalten waren zu stark. Man setzte alles daran, die Schiffe vor den Felsen zu bewahren. Trotz aller Anstrengungen konnte die Flotte dem Unwetter nicht entkommen. Die orkanartigen Böen schlugen ein Schiff nach dem anderen gegen die Felsklippen, wo sie zerbarsten. Das tosende Meer riss die Matrosen mit sich, schleuderte sie in die Strudel und wirbelte sie herum, als sei das Meer ein wütendes Ungeheuer, das seinen Jungen neue Beute zuführte. Einige unglückliche Seefahrer schafften es zwar auf die Felsen, doch fanden sie sich zwischen steil aufragenden Klippen über ihnen und den peitschenden Wogen unter sich gefangen. Wer dort strandete, sah sich nur einer kurzen Atempause gegenüber, bevor er in der Kälte und Erschöpfung starb. Mardonios wollte ein solches Unglück nicht erneut riskieren. Zum Glück ist der Berg Athos, obgleich hoch und steil, über eine niedrige, schmale Landenge mit dem Festland verbunden. Xerxes entschied, diese Landenge durch einen Kanal zu durchschneiden, damit die Flotte den gefährlichen Seeweg um den Berg Athos vermeiden konnte. Der Kanal sollte nicht nur das Leben der Seeleute schützen, sondern auch während des Feldzugs als wichtige Verbindung dienen, um von Griechenland aus Kontakt zum Rest des Reiches zu halten. Auffallend ist, dass die Griechen den Bau des Kanals nicht verhinderten, obwohl es griechische Siedlungen in der Gegend gab. Die Halbinsel des Berges Athos ist rund 30 Meilen lang und 4 oder 5 Meilen breit, mit mehreren Städten entlang der Küste. Der geplante Kanal musste so breit sein, dass 2 Trieren nebeneinander hindurchfahren konnten. Trieren waren große Galeeren mit 3 Ruderreihen,
was eine beachtliche Breite erforderte, um Schiffe samt ihren ausladenden Rudern passieren zu lassen. Xerxes' Ingenieure markierten den Verlauf des Kanals, schlugen Pfähle ein und spannten Schnüre, damit die Arbeiter eine klare Orientierung hatten. Dann begann der Aushub. Riesige Scharen von Arbeitern wurden nach Volksgruppen gegliedert. Mit zunehmender Tiefe des Kanals stellten sie Leitern an den Seiten auf. Unten gruben die Männer das Erdreich aus, reichten es in Körben oder Behältern weiter nach oben, wo andere es abholten und wegtrugen. Eines der Hauptprobleme war, dass in vielen Abschnitten die Uferwände einstürzten, weil sie senkrecht in die Tiefe verliefen. Doch bei dem Abschnitt, für den die Phönizier zuständig waren, kam es zu keinem Einsturz. Da sie vorausschauend arbeiteten, gruben sie den Kanal dort in trapezförmiger Form aus, so dass die Böschungen an den Seiten sanft abfielen und die Wände stabil blieben. Nach langwieriger Arbeit wurde der Kanal schließlich fertiggestellt und das Wasser eingelassen. Nördlich des Berges Athos fließt der Fluss Strymon nach Süden in die Ägäis, nahe der Grenze zwischen Makedonien und Thrakien. Xerxes wusste, dass sein Heer auf dem Weg vom Hellespont nach Griechenland diesen Fluss überqueren musste. Nachdem der Kanal fertig war, richtete er seine Aufmerksamkeit darauf, eine Brücke über den Strymon zu errichten, um seiner Armee den Durchmarsch zu erleichtern. Zusätzlich zu Kanal und Brücken veranlasste Xerxes den Bau von Kornspeichern und Lagerhäusern entlang der Marschroute seines Heeres. Einige entstanden an den Küsten von Makedonien und Thrakien, andere an den Ufern des Strymon. Diese Lager wurden fortlaufend mit Getreide aus Asien gefüllt, das per Schiff herbeigeschafft wurde, sobald es verfügbar war. Zwar stellte man Wächter ab, eine besonders starke Verteidigung war jedoch nicht nötig. Zwar befand man sich auf europäischem Boden, also technically in griechischem Gebiet, aber diese Regionen standen schon lange unter persischer Kontrolle. Die unabhängigen griechischen Stadtstaaten lagen weiter südlich und schienen sich nicht darum zu kümmern, was Xerxes im Norden vorbereitete. Womöglich war ihnen der wahre Umfang und das Ziel seines militärischen Aufbaus nicht klar. Während all dieser Zeit hatte Xerxes sich noch in Persien aufgehalten. Nun, da seine Vorbereitungen an den Grenzregionen beinahe abgeschlossen waren, entschied er sich, den nächsten Schritt zu gehen. Er sammelte seine Truppe und begab sich nach Sardais, einer bedeutenden Stadt in Kleinasien und der Hauptstadt des westlichen Teils seines Reiches, unweit der griechischen Grenze. Mit großem Pomp und in einer eindrucksvollen Prozession brach Xerxes von seiner Residenz in Susa auf und zog nach Sardais. Er führte sein riesiges Heer durch Kleinasien, überquerte den Halys, einst die westliche Grenzlinie des Reiches, der mittlerweile jedoch tief innerhalb der erweiterten Grenzen lag. Von dort aus setzte sich der gewaltige Tross in Richtung Phrygien in Bewegung. Eine überlieferte, recht romantische Geschichte erzählt von einer Begegnung zwischen Xerxes und einem reichen Adligen namens Pythios, der in einer der Städte Phrygiens lebte. Sie soll sich folgendermaßen zugetragen haben: Nachdem Xerxes Heer den zum Schwarzen Meer fließenden Halys überquert hatte, zog es weiter westwärts durch Phrygien. Schließlich erreichte es die Quellgebiete mehrerer Flüsse, die in die Ägäis flossen. Einer der berühmtesten Flüsse dieser Region war der Mäander. In der Stadt Kelainai, die genau an der Quelle des Mäander lag, befand sich die sprudelnde Quelle des Flusses mitten auf dem zentralen Platz, ähnlich einer modernen Brunnenanlage. Als das persische Heer in Kelainai sein Lager aufschlug, bereitete Pythios für die Offiziere des Heeres ein prachtvolles Festmahl. Die Zahl der Gäste war ebenso riesig wie die Kosten, doch Pythios beließ es nicht dabei. Er ließ Xerxes ausrichten, dass er bereit sei, den König bei Bedarf auch finanziell zu unterstützen. Xerxes war beeindruckt von solchem Reichtum und dieser Großzügigkeit eines Mannes, der, verglichen mit ihm selbst, nur ein Privatmann war. Er fragte seine Gefolgsleute, wer Pythios sei.
Man erklärte ihm, dass Pythios nach dem König der reichste Mann auf Erden sei. Außerdem betonte man, Pythios sei ebenso großzügig wie wohlhabend und erzählte Xerxes, wie er einst Darius, Xerxes Vater, eine kunstvolle Nachbildung eines Obstbaums und einer Weinrebe aus purem Gold geschenkt habe. Man erwähnte auch, dass Pythios aus Lydien stamme. Lydien, westlich von Phrygien gelegen, war für seinen Reichtum bekannt. Durch das Gebiet floss der sagenumwobene Fluss Paktolos, dessen Sand goldhaltig war. Die Fürsten und Adligen der Region kontrollierten weite Teile des dort geförderten Goldes und des Edelmetallabbaus im Gebirge, was manchen von ihnen zu ungeheurem Reichtum verhalf. Xerxes, verblüfft über das, was er über Pythios erfahren hatte, ließ ihn zu sich rufen und fragte, über wie viel Vermögen er verfüge. Eine solche Frage war in einem despotischen Reich wie Persien riskant, weil es nicht ungewöhnlich war, dass die Herrscher das Vermögen ihrer Untertanen beschlagnahmten, sobald sie von dessen Existenz erfuhren. Oft war das Erkundigen nach dem Besitz die Vorstufe einer Konfiszierung. Pythios jedoch zeigte sich keineswegs ängstlich. Er nannte Xerxes ohne Zögern sein gesamtes Vermögen. Er habe es kürzlich genau berechnen lassen, sagte er, um den Betrag anzugeben, den er zu Xerxes Feldzug beitragen könne. Er verfüge über 2000 Talente Silber und knapp 4 Millionen Goldstatere. Es fehlten ihm nur 7000 Statere, um die Zahl genau zu erreichen. Der Stater war eine persische Münze. Seine genaue Kaufkraft lässt sich heute schwer einschätzen. Doch Schätzungen zufolge entspräche Pythios gesamtes Gold- und Silbervermögen einem heutigen Wert von rund 1 Milliarde $. Nach Nennung der Summe erklärte Pythios, Xerxes könne über all diese Schätze frei verfügen, um den Krieg zu finanzieren. Er selbst besitze darüber hinaus noch genügend Ländereien und Sklaven, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. Xerxes war von dieser Großzügigkeit tief beeindruckt, zumal sie zeigte, wie sehr Pythios die Sache des Königs unterstützte. Xerxes sagte: Du bist der Einzige, der mir und meinem Heer seit Beginn dieses Zuges Gastfreundschaft erwiesen hat. Du hast uns nicht nur versorgt, sondern mir auch dein gesamtes Vermögen angeboten. Ich werde deinen Schatz nicht annehmen, sondern vielmehr meinen Schatzmeister beauftragen, dir jene 7000 Statere zu geben, die dir noch bis zu den 4 Millionen fehlen. Ich biete dir meine Freundschaft an und werde dich jetzt und in Zukunft nach Kräften unterstützen. Lebe weiter in Wohlstand, denn mit solch edlem und großzügigem Charakter wirst du auch künftig Erfolg und Glück haben. Würde diese Geschichte von Pythios und Xerxes mit gegenseitiger Hochherzigkeit enden, könnte man beide Männer für wirklich selbstlos halten. Doch ein genauerer Blick zeigt, wie stark ihr vermeintlicher Edelmut von eigennützigen und heuchlerischen Motiven geprägt war. Pythios, der seinen Gästen ein so aufwendiges Fest bereitete, galt als einer der grausamsten Tyrannen seiner Zeit. Auf seinen riesigen Ländereien schufteten unzählige Menschen als Sklaven in seinen Bergwerken unter unmenschlichen Bedingungen, um sein Vermögen immer weiter zu vermehren. Diese Leibeigenen, die unter seiner Herrschaft litten, wandten sich oft an Pythios Frau, da sie in ihr Mitleid hofften. Sie selbst konnte ihnen jedoch kaum helfen. Eines Tages, um Pythios die Sinnlosigkeit seines ausschließlich auf Reichtum ausgerichteten Lebens vor Augen zu führen, bereitete sie ein prächtiges Festmahl, bei dem der Tisch über und über mit kostbarem Gold und Silber bedeckt war. Doch es gab fast nichts zu essen. Die Botschaft war klar: Von Gold und Silber allein wird niemand satt. Auch Xerxes Freundschaftsbekundungen gegenüber Pythios mussten sich schon bald bewähren. Pythios hatte 5 Söhne, die allesamt in Xerxes Heer Dienst tun sollten, um an dem Feldzug teilzunehmen. In Sorge, völlig allein zurückzubleiben, bat Pythios den König, in einem Moment, in dem er auf dessen versprochene Freundschaft vertraute, um einen kleinen Gefallen. Er möge wenigstens einen seiner Söhne vom Kriegsdienst befreien,
damit dieser sich um den alten Vater kümmern könne, während die übrigen 4 in Xerxes Feldzug zögen. Xerxes geriet darüber in Wut. Xerxes sagte: Wie kannst du es wagen, solch eine Forderung zu stellen? Du und alles, was du besitzt, gehört mir. Du bist mein Sklave und hast mir ohne Widerrede zu gehorchen. Für deine Unverschämtheit verdienst du die härteste Strafe. Dennoch will ich dir aus Rücksicht auf deine bisherigen Verdienste nicht die volle Härte meiner Rache auferlegen. Ich werde nur einen deiner Söhne hinrichten, jenen, an dem dir offenbar am meisten liegt. Die anderen sollen leben. Xerxes ließ daraufhin den Sohn, den Pythios am liebsten bei sich behalten hätte, vor dessen Augen hinrichten. Um Pythios und allen anderen deutlich seine uneingeschränkte Macht zu demonstrieren, befahl Xerxes darüber hinaus, den Leichnam zu zweiteilen und die Hälften auf beiden Seiten der Straße zu platzieren, sodass sein Heer zwischen ihnen hindurchmarschieren musste. Nachdem das Heer Phrygien westwärts durchzogen hatte, war Sardes das nächste Ziel, wo man den Winter verbringen wollte, bevor der Feldzug im Frühjahr fortgesetzt würde. Auf dem Weg dorthin begegneten Xerxes und seine Offiziere verschiedenen bemerkenswerten Eindrücken, die viel über das Land und die Bräuche jener Zeit aussagten. In einer Stadt zum Beispiel durchquerte ein Fluss den Ort, verschwand jedoch plötzlich in einer tiefen Schlucht im Erdboden und trat erst flussabwärts wieder ans Tageslicht. Es handelte sich dabei um einen Seitenarm des Mäander, der sich zunächst wie ein ganz gewöhnlicher Gebirgsbach seinen Weg bahnte, aber an besagter Stelle abrupt unter der Erde verschwand und erst weiter unten wieder zum Vorschein kam. Die Soldaten und Offiziere staunten über dieses Naturphänomen. An der Grenze zwischen Phrygien und Lydien stand man an einer Weggabelung. Der eine Weg führte nordwärts nach Lydien, der andere südwärts nach Karien. Dort, an der Grenze, befand sich ein uraltes Denkmal, das der legendäre lydische König Chroisos, in der Zeit Kyros berühmt, einst errichtet hatte. Dieses Monument markierte zu seiner Zeit die östliche Grenze von Chroisos Reich und damit auch die westliche Grenze des damals noch kleineren Perserreiches. Die Soldaten betrachteten das Bauwerk mit Neugier, da es ihnen verdeutlichte, wie weit sich ihr Reich seit jenen Tagen unter großen Eroberern ausgedehnt hatte. Eine eher skurrile Begebenheit während des Marsches ereignete sich, als Xerxes auf einen besonders großen und schönen Platanenbaum traf. Der König war von dessen Anblick so angetan, dass er ihn zu seinem persönlichen Besitz erklärte, ihn mit goldenen Ketten schmücken ließ und sogar eine Wache abstellte, die den Baum bewachen sollte. Dieses Verhalten war ein typisches Beispiel für die bisweilen launischen und unberechenbaren Neigungen antiker Herrscher, die sich kaum um Vernunft oder praktische Erwägungen scherten. Der Marsch führte durch weitere Regionen mit unterschiedlichsten Eindrücken. In einer Gegend stellten die Einwohner aus Getreide eine Art künstlichen Honig her, was das persische Heer sehr interessierte. Anderswo gab es einen Salzsee, aus dem die Bewohner durch Verdunstung Salz gewannen, und in der Nähe lagen Silber- und Goldbergwerke. Diese Kuriositäten faszinierten die Truppen zwar, hielten ihren Vormarsch aber nicht auf. Schließlich erreichten sie die prächtige Stadt Sardes, wo Xerxes sein Hauptquartier aufschlug, um auf den Frühling zu warten und die nächste Etappe seines Feldzugs vorzubereiten. Während seines Aufenthalts in Sardes befolgte Xerxes das übliche Prozedere, indem er Herolde ins griechische Kernland entsandte, um dessen Unterwerfung zu verlangen. Das war ein gängiger diplomatischer Schritt, bevor ein Angriff erfolgte. Man bot den Gegnern die Gelegenheit, sich ohne Kampf zu ergeben. Doch wie erwartet lehnten die Griechen dies ab und sandten ihrerseits Antwortschreiben, in denen sie ankündigten, bis zum äußersten Widerstand zu leisten. Da somit keine Einigung in Sicht war, widmeten sich nun beide Seiten den Vorbereitungen für die unvermeidliche Auseinandersetzung. Alles war bereit für eine gewaltige Konfrontation, und auf beiden Seiten sammelten sich die Kräfte für den kommenden Konflikt. Kapitel 5
Der Einmarsch der millionenstarken persischen Armee nach Europa, am Rande zweier Welten. Trotz der Tatsache, dass Kleinasien auf demselben Breitengrad wie New York liegt, erlebte diese Region in der Antike vergleichsweise milde Winter. Zwar fiel in den Bergen bisweilen Schnee und auf ruhigen Gewässern konnte sich gelegentlich Eis bilden, doch verband man Frost und Schnee eher mit den fernen, kalten Ländern im Norden. Diese Gebiete waren den Menschen jener Zeit nur durch übertriebene Gerüchte und Erzählungen bekannt und blieben weitgehend rätselhaft. Nichtsdestotrotz gab es auch hier eine kalte, stürmische Jahreszeit mit kräftigen Winden und kühlem Regen, die man als Winter ansah. Xerxes musste den Ablauf dieses Winters abwarten, bevor er mit seinem Feldzug beginnen konnte. Selbst dann blieb er von den Auswirkungen der kalten Witterung nicht völlig verschont. Während seines Aufenthalts in Sardais wurde die Brücke, die er über den Hellespont hatte bauen lassen, von einem gewaltigen Sturm zerstört. Als Xerxes die Nachricht erhielt, packte ihn ein wütender Zorn, gleichermaßen auf das Meer, das seine Brücke niedergerissen hatte, und auf die Ingenieure, die sie seiner Ansicht nach nicht stabil genug gebaut hatten. In seiner Wut entschied er, sowohl das Meer als auch die Verantwortlichen zu bestrafen. Er befahl, das Meer selbst mit einer riesigen Peitsche zu schlagen und schwere Ketten ins Wasser zu werfen, als Symbol seines Trotzes gegen die Naturgewalt. Während die Soldaten diese merkwürdige Bestrafung vollzogen, riefen sie die von Xerxes vorgegebenen Worte. Die Soldaten riefen: Elendes Geschöpf! Xerxes, dein Herr, straft dich für den Schaden, den du ihm zugefügt hast. Wisse, er wird dich überqueren, ob es dir gefällt oder nicht. Er verachtet dich, du gemeines, grausames Meer, mit deinen bitteren Wassern, die allen Menschen zuwider sind. Die Ingenieure, die Xerxes für das Versagen der Brücke verantwortlich machte, ließ er allesamt enthaupten. Nachdem sein Zorn sich gelegt hatte, beauftragte Xerxes ein neues Team von Ingenieuren und Baumeistern damit, eine zweite Brücke zu errichten. Dieses Mal war ihnen klar, dass ihr Leben davon abhing, sie möglichst widerstandsfähig zu bauen. Sie wählten die stabilsten Schiffe aus und stellten sie so auf, dass sie der Strömung des Hellesponts am besten standhalten konnten. Die Schiffe wurden in 2 Reihen mit jeweils über 300 Booten aneinandergefügt. Auf der dem asiatischen Ufer näheren Seite ließ man Lücken, durch die kleinere Schiffe und Boote passieren konnten, damit die Verbindung zwischen den Ufern nicht unterbrochen wurde. Diese Durchgänge beeinträchtigten die eigentliche Brücke nicht, da die Straße über sie hinweggeführt wurde. Als die Schiffe verankert waren, spannte man 2 gewaltige Taue von einem Ufer zum anderen, die als tragendes Gerüst der Brücke dienten. An Land wurden sie mit Hilfe riesiger Pflöcke und massiver Ringe befestigt. Wo sie über das Wasser liefen, wurden sie an jedem Schiff fest verzurrt, sodass alle Boote zu einer stabilen Einheit verbunden waren. Auf diese Taue legte man dicke Stämme, auf denen wiederum Zweige verteilt wurden, um die Zwischenräume zu schließen. Anschließend deckte man das Ganze mit einer dicken Schicht Erde ab, sodass ein ebener Weg entstand, ganz ähnlich einer normalen Straße. Um die Tiere beim Überqueren zu schützen und ihnen die Sicht auf das darunterliegende Wasser zu nehmen, errichtete man an beiden Seiten einen hohen Zaun. Als Xerxes in Sardais erfuhr, dass die Brücke fertiggestellt und alle Vorbereitungen für den Heerübergang getroffen waren, begann er, den Aufbruch zu organisieren. Doch plötzlich kam es zu einem unerwarteten Ereignis, das ihn kurzzeitig beunruhigte: einer Sonnenfinsternis. In jener Zeit galten solche Phänomene als unheilvolle Vorzeichen, und Xerxes fürchtete, das Ereignis könne ihm Unglück bringen. Er wandte sich an die Magier, um eine Deutung zu erhalten. Diese beruhigten ihn mit der Erklärung, dass die Sonne der Schutzherr der Griechen sei, während der Mond Persien repräsentiere. Die Finsternis bedeute demnach, dass die Griechen bald die Gunst ihrer Götter verlieren würden. Xerxes ließ sich dadurch überzeugen und setzte seine Planungen fort.
Der Abmarsch der persischen Armee aus Sardis war ein überwältigendes Schauspiel. Zuerst zogen lange Reihen von Packtieren, Maultiere, Kamele und Pferde, beladen mit Vorräten, begleitet von ihren Treibern und Gehilfen. Dahinter folgte eine große und bunt zusammengewürfelte Streitmacht aus vielen verschiedenen Völkern, die teilweise ungeordnet, aber streng geführt von ihren Offizieren marschierte. Darauf folgte eine eindrucksvolle Gruppe von 1000 Reitern, deren Pferde in prächtiges Geschirr gespannt waren und im Sonnenlicht funkelten. Gleich dahinter kamen 1000 Lanzenträger, die ihre Waffen absichtlich über dem Boden nachschleiften, ein Zeichen ihrer Ehrerbietung gegenüber dem König, der gleich darauf erscheinen würde. Bevor Xerxes selbst in Erscheinung trat, wurden heilige Symbole und Gegenstände mitgeführt, die bei den Zuschauern Ehrfurcht hervorriefen. Zuerst führten Priester 10 heilige Pferde an, die mit feierlich gekleideten Betreuern einhergingen, als ob sie an einer religiösen Zeremonie teilnehmen. Dahinter rollte der heilige Wagen des Zeus heran, prachtvoll ausgeschmückt mit Gold und von 8 weißen Pferden gezogen. Kein Mensch durfte auf diesem Wagen sitzen, stattdessen verliefen die Zügel unter dem Gefährt hindurch und ein hinterhergehender Diener führte die Pferde. Unmittelbar nach diesem göttlichen Symbol zeigte sich Xerxes selbst in seinem Streitwagen, gezogen von den besten und schönsten Pferden, die man für ihn ausgewählt hatte. Ein junger persischer Adliger diente ihm als Wagenlenker. Auf Xerxes folgte ein Trupp von 2000 Elitesoldaten, die als seine Leibwache ausersehen waren. Diese Männer, die aus angesehenen persischen Familien stammten, waren dafür verantwortlich, den König persönlich zu schützen. Die Hälfte von ihnen war zu Fuß, die andere Hälfte zu Pferd unterwegs. Ihr Erscheinungsbild war in jeder Hinsicht prächtiger und kostbarer ausgestattet als das der gewöhnlichen Soldaten. Danach kamen weitere 10.000 Infanteristen, gefolgt von 10.000 Reitern, der Kern der persischen Armee. Anschließend klaffte eine Lücke von rund einem Viertelmeilenabschnitt, hinter der sich ein enormes, ungeordnetes Gewimmel an Dienern, Hilfskräften und jeglichen anderen Personen erstreckte, die das Heer begleiteten. Hierbei handelte es sich nicht um Soldaten, sondern um eine Schar von Trossbegleitern, Abenteurern und Menschen verschiedenster Herkunft, die ihre Dienste anboten oder auf ein besseres Leben hofften. Erster Halt für dieses riesige Heer war Abydos, eine Stadt auf der asiatischen Seite der Brücke. Die eigentliche Querung befand sich zwischen Abydos und Sestos, dem gegenüberliegenden Ort auf dem europäischen Ufer. Um Abydos zu erreichen, marschierte das Heer nördlich durch die Landschaft Mysiens, mied die zerklüfteten Küsten und die Flussmündungen ins Meer und zog östlich am Berg Ida vorbei, bis es schließlich das Ufer des Skamander erreichte, an dem es das Lager aufschlug. Hier befand man sich auf der berühmten Ebene von Troja. In jener Zeit war die Geschichte des Trojanischen Krieges und der Belagerung Trojas überall bekannt. Feldherren, die durch diese Gegend zogen, machten oft Halt, um die Stelle zu besichtigen, an der sich, so die Überlieferung, einst die großen Helden bekämpft hatten. Sie zollten den Gefallenen Respekt und hofften, aus den alten Mythen Mut und Eifer für ihre eigenen Unternehmungen zu schöpfen. Auch Xerxes bildete da keine Ausnahme. Er besichtigte die Ruinen von Priamos einstiger Zitadelle, durchstreifte die Schlachtfelder und ließ die historische Bedeutung des Ortes auf sich wirken. Anschließend befahl er ein gewaltiges Opfer, 1000 Ochsen, und führte eine großzügige Trankspende zu Ehren der Geister der Helden durch, die hier vor Jahrhunderten gekämpft und geblutet hatten. Während Xerxes inmitten der Pracht seiner Unternehmung und in Erwartung des bevorstehenden Übergangs schwelgte, sah die Realität für seine Soldaten gänzlich anders aus. Sie waren von tiefster Hoffnungslosigkeit geprägt. Anders als in heutigen Armeen Englands oder Amerikas, in denen sich Menschen freiwillig verpflichten, teils angelockt durch finanzielle Anreize oder das Versprechen einer sinnvollen Aufgabe,
bestand Xerxes Heer größtenteils aus Sklaven, die durch Zwangsrekrutierungen ihren Dienst antreten mussten. Diese Männer waren gewaltsam aus ihren Familien gerissen worden und hatten keine Wahl, als zu gehorchen. Ihr Dasein im Heer war jämmerlich. Im Unterschied zu modernen Soldaten, die gut ausgerüstet und versorgt werden, weil man viel Zeit und Geld in ihre Ausbildung und Pflege investiert, galten Xerxes Kämpfer als entbehrlich. Starben viele, rekrutierte man einfach neue. Der Glanz und die üppige Pracht, die Xerxes Leibwache umgab, galten nicht für die einfachen Truppen. Deren Alltag war von Hunger, schlechter Kleidung und fehlender Unterkunft geprägt. Sie hatten keinen persönlichen Gewinn von Xerxes Eroberungsplänen, selbst wenn sie überlebten, erwartete sie die alte Knechtschaft. Doch die meisten rechneten ohnehin nicht mit einer Rückkehr, ganz gleich, ob Xerxes Erfolg hätte oder nicht. Für sie bedeutete dieser Marsch aller Wahrscheinlichkeit nach den Tod. Als sie die schwierigen Gebirgspässe des Ida-Gebirges durchquerten, gerieten sie in ein verheerendes Unwetter. Sturmwinde, strömender Regen und grelle Blitze schlugen ins Lager. Die Soldaten, ohne jeden Schutz den Elementen ausgeliefert, gerieten in Panik. Viele wurden vom Blitz getroffen oder erfroren in der Kälte. Nach dem Abstieg in die Ebene von Troja, unweit des Skamander, setzte sich ihr Leid fort. Der Fluss führte bei weitem nicht genug Wasser, um den gewaltigen Durst des riesigen Heeres und der unzähligen Tiere zu stillen, so dass viele an quälendem Wassermangel litten. Xerxes gewaltige Ziele standen in krassem Gegensatz zum Elend und der Notlage der Soldaten, die seiner Befehlsgewalt ausgeliefert waren. All diese Strapazen lasteten schwer auf den Soldaten und versetzten sie in tiefe Verzweiflung, während sie sich Abydos näherten. Doch Xerxes kümmerte sich nicht um die Stimmung seines gewaltigen Heeres. Er war ganz auf seine eigene Größe bedacht. In Abydos angekommen, bereitete er eine eindrucksvolle Überquerung des Hellespont vor, die seine Macht und Herrlichkeit in Szene setzen sollte. Zunächst ließ er eigens zu seiner Unterhaltung ein aufwendiges Schauspiel organisieren. Auf einem Hügel mit Blick auf die Meerenge errichtete man einen gewaltigen Thron aus weißem Marmor, von dem aus Xerxes seine Armee überblicken konnte. Von diesem erhöhten Standpunkt aus sah er stolz auf die scheinbar endlosen Reihen von Soldaten, die Schwadronen der Reiterei, das weitläufige Zeltlager und die riesigen Tierherden, die sich auf dem Land versammelt hatten. Auf dem Wasser lagen zahllose Schiffe, Boote und Galeeren vor Anker und warteten darauf, die gewaltige Streitmacht überzusetzen. In der Ferne leuchtete das Ufer Europas und die schwimmende Brücke, ein Wunderwerk der damaligen Ingenieurskunst, lag bereit, Xerxes Heer auf die andere Seite zu geleiten. Hier, an diesem Ort des Triumphs, füllte sich Xerxes Herz mit Stolz. Die schiere Größe seiner militärischen Macht und die Großartigkeit dieses Moments erfüllten ihn mit tiefer Genugtuung. Doch wie so oft bei starker Ergriffenheit regte sich in ihm neben dem Triumphgefühl auch etwas Sanfteres. Sein Onkel Artabanus, der in seiner Nähe stand, bemerkte, dass Xerxes Tränen in den Augen hatte und fragte ihn nach dem Grund seiner Traurigkeit. Xerxes erklärte, dass er daran denken müsse, wie vergänglich das Leben sei. Es betrübte ihn, dass von all den zahllosen Menschen, die er vor sich sah, in 100 Jahren keiner mehr am Leben sein würde. Dass Xerxes an diesem Punkt plötzlich eine so wehmütige Seite zeigte, während er gleichzeitig so gnadenlos über sein Heer herrschte, hat nachfolgende Generationen stets fasziniert. Artabanus sagte daraufhin nachdenklich, der König solle nicht zu sehr über die Unvermeidlichkeit des Todes grübeln. Für viele Menschen sei das Leben von solchem Leiden und Elend geprägt, dass der Tod ihnen am Ende sogar eine Erlösung bedeute. Insofern müsse das Sterben nicht immer nur als Tragik gesehen werden, sondern könne auch Befreiung sein. Diese Sichtweise traf insbesondere auf die vielen Soldaten zu, die vor Xerxes standen und deren Dasein unter seiner Herrschaft von Entbehrung und Not bestimmt war. Xerxes stimmte dem zwar zu,
fand das Thema aber zu bedrückend und wechselte das Gespräch. Er fragte Artabanos, ob er immer noch Zweifel an der Griechenland-Expedition habe. Zweifel, die er bereits in Susa geäußert hatte, als der Plan erstmals zur Sprache kam. Artabanos räumte ein, er hoffe, dass die günstigen Vorzeichen und Visionen sich bewahrheiten würden. Trotzdem bleibe er sehr besorgt. Artabanos sagte: Ich habe viel über unsere Lage nachgedacht und sehe zwei große Gefahren, die diesem Feldzug drohen. Xerxes fragte ihn, worin diese Gefahren bestünden. Artabanos antwortete: Die erste Gefahr liegt in der schieren Anzahl deiner Schiffe. Wenn wir an der griechischen Küste in einen Sturm geraten, wird es keine Häfen geben, die groß genug sind, all diese Boote und Galeeren aufzunehmen. Sie wären schutzlos der See ausgeliefert. Xerxes fragte nach der zweiten Gefahr. Artabanos fuhr fort: Die zweite Gefahr betrifft die riesige Zahl deiner Soldaten. Sie zu verpflegen wird eine enorme Herausforderung sein. Die Vorräte, die du mitführst, sind begrenzt. Und wenn sie sich dem Ende zuneigen, gibt es kein Land, das genug Essen bereithält, um alle zu versorgen. Gerade wenn wir kaum auf Widerstand stoßen, werden wir uns nur umso weiter von den Nachschubwegen entfernen. Eine Hungersnot scheint mir unausweichlich, und dieser Gedanke beunruhigt mich sehr. Xerxes erwiderte: Ich kann nicht leugnen, dass in deinen Worten ein Körnchen Wahrheit steckt. Aber bei großen Unternehmungen darf man nicht jede mögliche Gefahr fürchten. Ich bin bereit, Risiken in Kauf zu nehmen, wenn ich dafür unser großes Ziel erreiche. Vorsicht ist zwar gut, aber übermäßige Vorsicht verhindert, dass man überhaupt etwas wagt. Wer vor jedem Risiko zurückschreckt, wird nie Großes vollbringen. Der Erfolg gehört oft den Mutigen, die sich entschlossen in Gefahren stürzen. Hätten meine Vorfahren auf deinen Rat gehört, wäre Persien heute nicht das mächtige Reich, das es ist. Doch weil sie Prinzipien wie Mut und Entschlossenheit folgten, haben sie so viel erreicht. Indem ich in ihren Fußstapfen wandle, bin ich überzeugt, dass wir Europa erobern und siegreich heimkehren werden, ohne Hunger oder irgendwelche anderen Katastrophen. Artabanos bemerkte, wie entschieden Xerxes war und drängte nicht weiter. Doch ein Punkt lag ihm noch am Herzen: die Teilnahme der Ionier am Feldzug. Die Ionier waren Nachkommen griechischer Siedler, die sich einst in Kleinasien niedergelassen hatten. Artabanos fürchtete, sie könnten ihre Treue verlieren. Selbst wenn sie zunächst loyal schienen, so könne es sein, dass sie ihre Haltung änderten, sobald sie im Mutterland ihrer Vorfahren mit den Griechen zusammenstießen und dort ihre eigene Sprache hörten. Das Risiko eines Verrats erschien ihm zu groß. Xerxes jedoch ließ sich von diesem Bedenken nicht beirren. Er hielt die Ionier nicht für eine Gefahr und verwies auf ihre Bewährung während Darius' Feldzug in Skythien. Dort war ihnen die wichtige Aufgabe übertragen worden, die Brücke über die Donau zu bewachen. Eine Verantwortung, die sie einwandfrei erfüllt hatten. Xerxes sagte: Außerdem befinden sich ihre Familien, ihre Heimat und alles, was ihnen etwas bedeutet, in Asien, also in unserer Hand. Sie werden nicht wagen, uns zu verraten, solange wir ihre Angehörigen als Geiseln haben. Gleichzeitig bot Xerxes dem besorgten Artabanos an, nach Susa zurückzukehren, statt am Kriegszug teilzunehmen. Er solle in Xerxes Abwesenheit über das Reich wachen und als dessen Statthalter fungieren. Während dieses großen Schauspiels, das an jenem Tag stattfand und zu dem auch dieses Gespräch gehörte, war eine inszenierte Seeschlacht im Hellespont geplant, um Xerxes zu unterhalten. 2 Kontingente seiner multinationalen Armee wurden zu einer Art Wettrennen gegeneinander angetreten. Die Phönizier gingen dabei als Sieger hervor, sehr zu Xerxes Freude. Diese Vorführungen des Tages erfüllten ihn mit Stolz und Befriedigung. Nach den Feierlichkeiten schickte Xerxes Artabanos zurück nach Susa, damit er dort die Verwaltung des Reiches übernehme. Daraufhin rief er seinen Generalstab zusammen, um die Fürsten und Offiziere zu informieren, dass nun die Zeit für die Überquerung der Brücke gekommen sei.
In seiner Abschiedsrede ermutigte er seine Befehlshaber, das große Vorhaben mutig und entschlossen anzugehen. Xerxes zeigte sich überzeugt, dass, sobald Griechenland erst erobert sei, keine andere Macht auf Erden der Stärke des Perserreiches noch Widerstand leisten könne. Nach der Entlassung des Rates befahl er, die Armee am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang überzusetzen. Entsprechend wurden die Vorbereitungen getroffen. Noch vor Sonnenaufgang brachten die Perser Duftstoffe auf die Brücke und streuten Myrtenzweige aus. Ein Sinnbild für Sieg und Freude. Xerxes selbst stand bereit mit einem goldenen Gefäß voll Wein, das er genau in dem Augenblick opfern wollte, wenn die ersten Sonnenstrahlen den Horizont erhellten. Als es schließlich soweit war, goss Xerxes den Wein ins Meer und warf das goldene Gefäß hinterher. Außerdem schleuderte er einen kostbaren goldenen Becher und ein persisches Schwert, einen Krummsäbel, hinein. In der Geschichtsschreibung ist man sich nicht ganz einig, ob diese Opfergabe dem Meer oder der Sonne galt. Womöglich sollte sie das Meer besänftigen, nachdem es einst die erste Brücke zerstört hatte. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass das Opfer der Sonne gewidmet war, da Xerxes während der Libation ein feierliches Gebet an eben jene richtete. Er bat die Sonne, über das Heer zu wachen und es zu beschützen, ihm keinen Schaden widerfahren zu lassen und dem Unternehmen Erfolg zu schenken, damit ganz Europa unter persische Herrschaft käme. Nach Abschluss dieses Rituals setzte sich das gewaltige Heer in Bewegung und begann den Übergang über die Brücke, der Startschuss für Xerxes' kühnstes Unternehmen. Zunächst überquerten, wie schon beim Aufbruch in Sardeis, am ersten Tag die Lasttiere und die riesigen Kontingente der Truppen, die aus den verschiedensten Völkern zusammengewürfelt waren. Der gesamte Tag verstrich, während sich diese Scharen in ununterbrochenem Strom über die Brücke bewegten. Erst am zweiten Tag sollten Xerxes und das heilige Gefolge folgen. An diesem zweiten Tag eröffnete eine große Reiterschar, geschmückt mit Kränzen, die Zeremonie. Dann folgten die heiligen Pferde und der prächtige Zeremonienwagen zu Ehren des Zeus. Alsbald erschien Xerxes selbst in seinem Kriegswagen, begleitet von Trompetenklang und wehenden Fahnen. In dem Moment, da Xerxes die Brücke betrat, setzte auch die Flotte der persischen Galeeren, die entlang des asiatischen Ufers gewartet hatte, feierlich in Bewegung. Sie überquerte den Sund in einer langen, majestätischen Formation, die mit dem Schritt des Königs Schritt hielt. So verging auch der zweite Tag des Übergangs. Doch ganze 5 weitere Tage waren nötig, um den Rest des Heeres sowie die riesigen Mengen an Tieren und Versorgungsgütern hinüberzubringen. Die Offiziere trieben den Vormarsch so schnell wie möglich voran, und je näher das Ende des Übergangs rückte, desto chaotischer wurde das Geschehen. Die Luft war erfüllt vom Lärm der Peitschenhiebe, mit denen man sowohl Tiere als auch Menschen antrieb. Gefallene Lasttiere, beschädigte Wagen und vor Erschöpfung oder Angst gestorbene Männer versperrten streckenweise den Weg und erhöhten das Durcheinander noch. Schließlich war das gesamte Heer auf dem europäischen Kontinent angekommen. Viele waren von dunklen Vorahnungen erfüllt, doch nur wenige hätten sich vorstellen können, welch furchtbares Schicksal sie erwartete, eine unmittelbare Folge der rücksichtslosen Ambitionen ihres Anführers. Kapitel 6 Der heraufziehende Sturm. Xerxes rüstet zum Krieg in Griechenland. Nachdem Xerxes Heer, wie zuvor beschrieben, den Hellespont überquert und Europa erreicht hatte, mussten sich Flotte und Armee vorübergehend trennen. Betrachtet man eine Landkarte, sieht man, dass die Armee nach dem Brückenübergang bei Abydos auf der langgestreckten Halbinsel landete, die man die Chersones nennt. Um an der Nordküste der Ägäis weiterziehen zu können, musste das Heer zunächst etwa 15 bis 20 Meilen nach Osten marschieren, um die Bucht zu umgehen, die sich nördlich und westlich an die Halbinsel anschloss. Während die Flotte die Küstenlinie westwärts befuhr, zog die Armee also nach Osten.
Vereinbarungsgemäß wollte man sich bald an einem Treffpunkt an der Nordküste des Meeres wieder zusammenfinden. Der Marsch zur Engstelle der Halbinsel war mühsam und langsam. Sobald das Heer die Bucht passiert hatte, richtete es sich wieder westwärts aus und folgte ungefähr dem Küstenverlauf, allerdings mit etwas Abstand zum Meer. Auf diese Weise wollte man tiefe Einschnitte an der Uferlinie umgehen und die Flüsse weiter landeinwärts überqueren, wo das Wasser klarer und trinkbar war. Trotzdem kam es oft vor, dass die Ströme regelrecht leer gesogen wurden, denn die schiere Größe der Armee und die vielen Tiere erschöpften die Wasservorräte schnell. Der erste bedeutende Fluss, dem Xerxes Heer in Europa begegnete, war der Hebros. Nahe seiner Mündung in die Ägäis lag eine weite Ebene namens Doriskos. Hier befand sich zudem eine große Festung, die Darius einst angelegt hatte, als er die Region eroberte. Dieser Stützpunkt hatte strategische Bedeutung, weil er das fruchtbare und stark bevölkerte Land am Hebros beherrschte. Xerxes entschied, dass Doriskos ideal sei, um eine imposante Musterung abzuhalten und seine Truppen zu zählen. Die Festung gewährte einen sicheren Standort für sein Hauptquartier, während sich die Armee auf dem offenen Gelände versammeln konnte. Auch die Flotte hatte er angewiesen, sich dort einzufinden. Bei der Ankunft der Landstreitkräfte lag sie bereits vor der Küste. Die Armee schlug ihr Lager auf und man begann mit den Vorbereitungen für die große Musterung. Xerxes wollte eine möglichst genaue Erfassung seiner Truppen, doch die Zahl der Soldaten war zu groß, um sie einzeln zu zählen. Stattdessen beschloss er, ihre Anzahl über ein Volumenmaß zu schätzen. Hierfür wählte man 10.000 Mann aus, die sich auf einer Stelle der Ebene zu einem dichten Kreis zusammenschlossen. Die Umrisse dieses Kreises markierte man anschließend und baute eine etwa 4 Fuß hohe Mauer darum, mit Durchgängen auf gegenüberliegenden Seiten, durch die die Soldaten hinein und hinausgehen konnten. Nachdem dieses Gehege fertig war, ließ man immer wieder neue Gruppen von Soldaten hinein, bis das Gehege gefüllt war, dann wieder hinaus, ähnlich wie ein Bauer einen Scheffel mit Getreide füllt. Jedes Mal, wenn das Gehege voll war, nahm man an, es befänden sich wiederum 10.000 Mann darin. Auf diese Weise passierte schließlich die gesamte Infanterie die Umfriedung. Am Ende stellte man fest, dass das Gehege 170 Mal gefüllt wurde. Xerxes verfügte demnach über sagenhafte 1.700.000 Fußsoldaten. Diese Zahl betraf allerdings nur die Landtruppe, nicht die Seeleute und andere Hilfskräfte. Die übrigen Einheiten des Heeres, die kleiner waren oder in klar definierten Strukturen dienten, wurden durch reguläre Meldelisten erfasst. So kam man beispielsweise für die Kavallerie auf 80.000 Reiter. Außerdem gab es ein Kontingent von arabischen Kriegern, die auf Kamelen ritten, sowie ägyptische Streitwagenfahrer. Zusammen belief sich ihre Zahl auf 20.000. Auf Seiten der Flotte kamen noch rund 500.000 Matrosen und Marinesoldaten hinzu. Diese ohnehin schon gewaltige Zahl wuchs weiter, je weiter Xerxes Truppen vorankamen. Denn Xerxes zwang jedes Königreich und jede Provinz, durch die er zog, dazu, ihre Streitkräfte in seinen Dienst zu stellen. Herodot, der berühmte Geschichtsschreiber, schätzte, dass Xerxes bei seinem Einmarsch ins griechische Kernland insgesamt etwa 5 Millionen Soldaten und Seeleute befehligte. Zum Vergleich: In der Gegenwart gilt bereits eine Armee von 100.000 Mann als immens, und während des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs galt eine Streitmacht von 50.000 als ausreichend, um die Kolonien zu unterwerfen. Neben diesen 5 Millionen Wehrfähigen gab es laut Herodot unzählige Frauen, Sklaven, Köche, Bäcker und sonstige Trossangehörige, deren Zahl niemand auch nur annähernd zu schätzen wagte. Nachdem nun die Gesamtgröße der Armee bekannt war, bestand die nächste Aufgabe darin, sie zu ordnen und für Xerxes Inspektion aufzustellen. Man teilte das Heer in nationale Kontingente, jeweils unter der Führung ihrer eigenen Befehlshaber.
Die Geschichtsschreiber haben detaillierte Auflistungen dieser Gruppen und ihrer jeweiligen Bewaffnung überliefert, da mehr als 50 verschiedene Völker unter Xerxes Fahnen kämpften. Manche davon galten als hochzivilisiert, andere als eher primitiv. Die Soldaten trugen die unterschiedlichsten Rüstungen und Kleidungsstücke auf der großen Ebene zusammen. Einige Völker verwendeten bronzene Helme oder eiserne Panzer aus Metallplatten, während andere nur einfache Leinenrüstungen oder Felle trugen. Die einen trugen Helme, andere Mützen und wieder andere Tiaras. Eine Gruppe erregte besonders Aufsehen, weil ihre Kopfbedeckungen aus dem Vorderteil eines Pferdekopfes bestanden. Die Ohren standen dabei aufrecht und die Mähne hing über den Rücken des Trägers. Als Schilde benutzten sie Kranichhäute, was ihnen eine seltsam wilde Erscheinung zwischen Tier und Vogel gab. Eine weitere Gruppe trug Stirnkappen aus Stierköpfen, bei denen die Hörner noch am Schädel befestigt waren, sodass die Männer wie gehörnte Ungeheuer wirkten. Manche Soldaten waren in Löwenhäute gehüllt, andere in Pantherfelle. Je gefährlicher das Raubtier war, desto angesehener galt das Fell als Kleidung. Auch die Waffen zeigten eine unglaubliche Vielfalt. Es gab Speere mit Eisenspitzen, Steinklingen oder bloß am Ende hart gebrannte Holzspitzen. Pfeil und Bogen existierten in den unterschiedlichsten Formen und Materialien, ebenso Schwerter, Dolche, Schleudern, Keulen, Wurfspeere und Lanzen. Nahezu jede damals gängige Waffe war vertreten, ob sie in zivilisierteren oder eher wilden Kulturen gefertigt wurde. Sogar Lasso-ähnliche Fangriemen, vergleichbar den späteren im amerikanischen Westen, kamen zum Einsatz. Diese bestanden aus langen Lederschnüren mit einer Schlinge am Ende, die man dem Gegner zuwarf, um Pferd und Reiter gemeinsam niederzureißen. Die Kleidung war ebenso verschieden wie die Waffen. Manche Truppen trugen prächtige, gefärbte Stoffe in leuchtenden Farben, andere setzten auf eher schlichte, grobe Gewänder, die ihr wildes Aussehen noch verstärkten. Einige Völker bemalten ihre Haut. Was für sie schön war, wirkte auf andere fremdartig und abschreckend. Eine Gruppe kämpfte sogar fast nackt, nur mit Keulen bewaffnet, hatte dafür aber die Körperhälften je zur Hälfte in Weiß und Rot bemalt, was einen eindrucksvollen, einschüchternden Anblick bot. Unter all diesen Soldaten gab es eine Eliteeinheit, die sich durch besondere Ausstattung und einen hohen Status hervorhob. Die Unsterblichen der Perser, eine Truppe von 10.000 ausgewählten Kämpfern. Ihr Name rührte daher, dass gefallene Soldaten sofort durch neue ersetzt wurden und so die Stärke dieser Einheit stets konstant blieb. Auf diese Weise sollte die Gruppe symbolisch unsterblich bleiben, selbst wenn einzelne Mitglieder starben. Ebenso wie die englische Monarchie niemals stirbt, betrachtete man diese Einheit als ewig fortbestehend. Die Unsterblichen zeichneten sich durch exzellente Ausbildung und besondere Privilegien aus. Sie kämpften beritten und trugen überaus prunkvolle Rüstungen und Gewänder, reich verziert mit goldenen Elementen. Sogar während des Feldzugs wurden sie von ihren Familien begleitet, die in Wagen oder Kutschen mitreisten. Kamele, beladen mit Vorräten und Gepäck, stellten sicher, dass es dieser Eliteeinheit auch in der Fremde an nichts fehlte. Während sich die gigantischen Landstreitkräfte in ihren Einheiten unter den jeweiligen Feldzeichen formierten, brachte die Admiralität die Flotte mit ihren Galeeren an den Strand. Die Schiffe ankerten in einer langen Linie, mit dem Bug zum Land gerichtet, aber in einiger Entfernung zur Küste. Dadurch entstand ein breiter Streifen Wasser zwischen dem Ufer und den Schiffen, durch den Xerxes Prunkbarke fahren sollte, sobald die Inspektion zur See begann. Als die Vorbereitungen abgeschlossen waren, bestieg Xerxes seinen Kriegswagen und fuhr über die weite Ebene, um die gewaltigen Reihen seiner Soldaten genau in Augenschein zu nehmen. Er betrachtete die äußerst unterschiedlichen Waffen, Rüstungen und Trachten der vielen Völker, die unter seinem Befehl standen. Die Überprüfung erstreckte sich über viele Meilen.
Danach begab er sich an die Küste, wo er auf eine königlich ausgestattete Galeere stieg. Diese besaß ein vergoldetes Sonnendach auf dem Deck, unter dem Xerxes Platz nahm, während die Ruderer das Schiff an der Linie der verankerten Schiffe vorbeiführten. Diese stammten ebenfalls aus diversen Ländern und wiesen eine ähnliche kulturelle Vielfalt auf wie das Heer an Land. Während die Landtruppen aus den Binnenregionen Asiens kamen, waren Schiffe und Besatzungen in erster Linie aus den Küstenstreifen rund um das Schwarze Meer, die Ägäis und das Mittelmeer rekrutiert. So stellte Ägypten beispielsweise 200 Schiffe, Phönizien 300, Zypern 50, Kilikien und Ionien jeweils 100. Viele weitere Länder und Stämme ergänzten die gewaltige Flotte um ihre eigenen Kontingente. Wie bei den Heeresverbänden wurden auch diese Schiffe von den Völkern bemannt, die sie zur Verfügung gestellt hatten. Eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten unter den Flottenkommandanten war Königin Artemisia. Sie befehligte persönlich einen Teil der Flotte. Artemisia war die Herrscherin von Karien, einer kleineren Provinz im Südwesten Kleinasiens, deren Hauptstadt Halikarnass war. Genau genommen agierte sie als Regentin für ihren noch unmündigen Sohn. Karien stellte 5 Schiffe und Artemisia, ehrgeizig und energiegeladen, beschloss, selbst am Feldzug teilzunehmen. Doch damit nicht genug. Sie übernahm auch die Verantwortung für die Schiffe einiger benachbarter Inseln. Ihre Rolle als Befehlshaberin ging weit über eine bloße Ehrentätigkeit hinaus. Artemisia stellte rasch unter Beweis, dass sie ihr Handwerk verstand und wurde eine der fähigsten Führungskräfte der Flotte. Neben ihren taktischen Fähigkeiten erlangte sie Einfluss in Beratungen, da ihr Rat sehr geschätzt wurde und oft wichtige Entscheidungen prägte. Später, in der berühmten Seeschlacht bei Salamis, sollte Artemisia eine entscheidende Rolle spielen und ihren Ruf als bemerkenswerte Anführerin weiter festigen, wie wir im weiteren Verlauf der Geschichte noch sehen werden. Xerxes verfügte schließlich über mehr als 1200 erstklassige Galeeren in seiner Flotte. Eine Zahl, die Artabanus Bedenken bestätigte, dass kein Hafen groß genug wäre, um eine solch gewaltige Armada bei einem Sturm aufzunehmen. Als die Schiffe während der Inspektion Seite an Seite vor Anker lagen, reichte die Reihe mehrere Meilen entlang der Küste. Xerxes fuhr in seiner königlichen Barke, begleitet von hohen Offizieren und Generälen, an dieser Schiffsreihe entlang. Mit großem Interesse betrachtete man die unterschiedlichen Besatzungen, Uniformen und Waffen. Unter Xerxes Begleitern befand sich auch Demaratos, ein griechischer Verbannter, der einst nach Persien geflohen war. Darius, Xerxes Vater, hatte ihn freundlich aufgenommen. Auch nach Xerxes Thronbesteigung war Demaratos am persischen Hof geblieben. Als Xerxes die Griechenland-Invasion plante, entschied er sich, dem Zug anzuschließen. Die Geschichte, wie Demaratos ins Exil geriet, ist ebenso ungewöhnlich wie turbulent und hat ihren Ursprung in den politischen Wirren seiner Heimat Sparta. Seine Mutter stammte aus einer wohlhabenden und angesehenen Familie, war jedoch als Kind von äußerst unscheinbarem Aussehen. In der Nähe ihres Elternhauses befand sich ein Tempel, der Helena geweiht war, jener Frau, die in ihrer Zeit als die schönste der Welt galt. Die Amme des Mädchens schlug vor, das Kind jeden Tag in diesen Tempel zu bringen und die Göttin Helena um Schönheit für die Kleine zu bitten. Die Mutter stimmte zu, ordnete jedoch an, das Kind auf dem Weg dorthin und zurück vor fremden Blicken zu verbergen. So kam es, dass die Amme Tag für Tag das Kind zum Tempel trug, es vor dem Schrein Helenas emporhielt und inständig um eine Wandlung seines Aussehens bat. Eines Tages, nach dem gewohnten Besuch, begegnete die Amme auf dem Rückweg einer geheimnisvollen Frau. Diese erkundigte sich nach dem Bündel in den Armen der Amme. Die Amme erklärte, es handele sich um ein Kind, habe aber den Befehl, dessen Gesicht nicht zu zeigen. Die Fremde gab jedoch nicht nach, und nach langem Zögern enthüllte die Amme schließlich das Mädchen.
Die Unbekannte strich sanft über dessen Gesicht und verkündete mit einer Gewissheit, das Kind werde einst die schönste Frau Spartas sein. Tatsächlich erfüllte sich diese Prophezeiung. Die Züge des Mädchens veränderten sich, und schon bald war es für seine außergewöhnliche Schönheit bekannt, ganz anders als in seiner frühen Kindheit. Als sie das heiratsfähige Alter erreichte, wurde sie die Frau eines wohlhabenden und einflussreichen Spartaners namens Agetos, der ein enger Freund des spartanischen Königs war. Zu jener Zeit regierte König Ariston in Sparta. Er war bereits zweimal verheiratet gewesen, doch beide Ehen waren kinderlos geblieben. Als Ariston die atemberaubende Schönheit von Agetos Gattin sah, begann er sie für sich zu begehren und sann auf einen Weg, sie zu gewinnen. Schließlich fasste er einen Plan. Er bot Agetos einen Tauschhandel an. Jeder solle dem anderen einen frei gewählten Gegenstand überlassen. Unter der Bedingung, dass Agetos ebenso verfahre, behielt Ariston sich vor, seine Wahl erst später zu nennen. Da Agetos nicht ahnte, dass Ariston es auf seine Ehefrau abgesehen hatte, noch dazu war Ariston ja selbst verheiratet, willigte er arglos in diesen Eid. Als jedoch die Zeit kam, ihre Wahl zu offenbaren, verlangte Ariston Agetos Frau im Tausch. Vermutlich bekam Agetos im Gegenzug irgendein wertvolles Kleinod, ein Schmuckstück, eine edle Gewandung oder eine prächtig verzierte Waffe. Seine Gattin jedoch verlor er für immer. Ariston ließ sich umgehend von seiner zweiten Frau scheiden und nahm die bildschöne Frau des Agetos zu seiner dritten. Nur wenige Monate später brachte Ariston dritte Frau einen Sohn zur Welt, Demaratos. Als ein Bote Ariston während einer öffentlichen Versammlung von der Geburt berichtete, äußerte der König zuerst Zweifel an seiner Vaterschaft, zog diese Anschuldigung später aber zurück und erkannte Demaratos offiziell als seinen Sohn an. Demaratos wuchs heran und bestieg nach Ariston Tod den spartanischen Thron. Da jedoch die Magistrate sich an Aristons erste Äußerung erinnerten, wurde Demaratos von einem anderen Thronanwärter angefochten, der eine starke Fraktion hinter sich versammelte. Es entbrannte ein erbitterter Machtkampf, in dessen Verlauf Demaratos schließlich gestürzt wurde. Seine Gegner setzten sich durch und zwangen ihn zur Flucht. Er fand Zuflucht in Persien und gelangte gegen Ende der Herrschaft von Darius nach Susa. Dort war es Demaratos, der Darius' Entscheidung zugunsten Xerxes als Thronfolger beeinflusste. Eine Episode, die bereits erwähnt wurde. Xerxes hielt Demaratos dafür in hohen Ehren und gab ihm eine angesehene Stellung am persischen Hof. Demaratos hatte sich entschieden, Xerxes bei seinem Feldzug gegen Griechenland zu begleiten. Doch während die persischen Offiziere die gigantischen Vorbereitungen bewunderten, mit denen man ein fernes, feindliches Land zu unterwerfen gedachte, betrachtete Demaratos das Geschehen mit gemischten Gefühlen von Sorge und Wehmut. Schließlich war das Land, das nun vor einer gewaltigen Invasion stand, seine Heimat. Nach Abschluss der großen Heerschau ließ Xerxes Demaratos in den Palast rufen. Als dieser eintraf, wandte sich der König direkt an ihn. Xerxes fragte: »Du bist Grieche, Demaratos, und kennst dein Volk. Nach allem, was du heute gesehen hast, unsere unzähligen Truppen und Schiffe, sag mir offen, glaubst du, die Griechen werden überhaupt versuchen, sich gegen diese gewaltige Macht zu verteidigen? Oder werden sie sich kampflos ergeben?« Demaratos zögerte, ehe er überlegt antwortete: »Herr, die Griechen werden sich nicht ergeben. Ich kenne ihr stolzes und entschlossenes Wesen. Es liegt ihnen fern, sich auch nur angesichts einer noch so überlegenen Macht zu unterwerfen. Ihre Freiheit steht für sie an oberster Stelle, und sie würden eher sterben, als sie preiszugeben.« Xerxes sah erstaunt drein und fragte: »Aber sehen Sie nicht, wie aussichtslos Ihre Lage ist? Wie wollen Sie gegen unsere Stärke bestehen?« Demaratos erwiderte: »Es ist wahr, dass eure Kräfte die der Griechen bei weitem übersteigen und die Kluft gewaltig ist. Doch zahlenmäßige Überlegenheit allein wird sie nicht zum Aufgeben bewegen, erst recht nicht die Spartaner. Diese werden von Kindesbeinen an darin geschult, Entbehrungen zu ertragen
sich unerschrocken jeder Gefahr zu stellen und niemals zurückzuweichen, egal wie groß die Übermacht ist. Selbst bei 100:1 würden sie kämpfen. Ihre Tapferkeit, Disziplin und ihre Liebe zur Heimat treiben sie an, euch bis zum letzten Atemzug Widerstand zu leisten. Xerxes, noch immer skeptisch, entgegnete: Kann eine Handvoll tapferer Männer wirklich einer solchen Übermacht trotzen? Ihre Tapferkeit wird doch angesichts unserer gewaltigen Masse zerbrechen. Demaratos blieb ruhig. Herr, die Spartaner richten ihren Siegeswillen nicht nach der Anzahl. Ihre ganze Ausbildung zielt darauf ab, gemeinsam wie eine untrennbare Einheit zu kämpfen. Ihre Taktik, Disziplin und ihr unerschütterlicher Zusammenhalt machen sie selbst gegen ein übermächtiges Heer äußerst gefährlich. Sie werden mit einer Entschlossenheit kämpfen, die für Außenstehende schwer begreiflich ist. Ich warne euch, sie werden nicht einfach untergehen. Xerxes hörte aufmerksam zu, ließ sich davon jedoch nicht überzeugen. Er dankte Demaratos für seine Offenheit und entließ ihn. In seinen Augen würde die gewaltige Übermacht seiner Truppen jeden Widerstand brechen, ungeachtet der Tapferkeit und Entschlossenheit der Griechen. Voller Zuversicht, dass ihm der Sieg sicher war, setzte Xerxes seine Pläne zur Unterwerfung Griechenlands fort. Nachdem er in Doriskus eine Garnison sowie einen Statthalter zurückgelassen hatte, brach Xerxes erneut auf, entlang der Nordküste der Ägäis. Das riesige Heer fraß sich buchstäblich durch die Landschaft und fraß alle verfügbaren Vorräte, sowohl für Mensch als auch für Tier, auf, während Bäche und Flüsse von der Masse der Durstigen nahezu leer getrunken wurden. Um zu verhindern, dass sämtliche Ressourcen einer Region restlos erschöpft wären, wenn das gesamte Heer dicht beisammen blieb, teilte Xerxes seine Truppen in 3 riesige Kolonnen. Eine zog entlang der Küste, eine zweite durch das Landesinnere und die dritte wählte einen Weg zwischen beiden Routen. So verwüsteten sie einen breiten Streifen und raubten den Boden kahl, bis sie weiterzogen. Hinter ihnen blieb eine Spur der Zerstörung, des Elends und der Verzweiflung zurück. Ein tragisches Zeugnis des menschlichen Leids, das dieser Feldzug verursachte. Hin und wieder machte das Heer Halt, unter anderem für religiöse Zeremonien, um die Gunst höherer Mächte zu erbitten. So opferte man etwa am Fluss Strymon, wo bereits eine Brücke vorbereitet war, 5 weiße Pferde als Tribut an den Fluss. In einem Gebiet namens Neunwege beging Xerxes sogar ein noch finsteres Ritual. Um eine Gottheit, die, den Persern zufolge, unter der Erde lebte, zu besänftigen, wurden 9 junge Männer und 9 junge Frauen aus der lokalen Bevölkerung ausgewählt und lebendig begraben. Diese grauenhafte Praxis diente dem Versuch, sich die Unterstützung der Götter zu sichern. Schließlich rückte das Heer in die Gegend um den Berg Athos vor, wo Xerxes zuvor den Bau eines Kanals über die Landenge angeordnet hatte. Nahebei lag die Stadt Akanthos, und sowohl Heer als auch Flotte trafen ungefähr zur gleichen Zeit dort ein. Xerxes begutachtete den fertiggestellten Kanal und zeigte sich höchst zufrieden. Er lobte besonders Artachais, den leitenden Ingenieur des Projekts, und zeichnete ihn mit großen Ehren für die erfolgreiche Vollendung dieser bedeutenden und anspruchsvollen Aufgabe aus. Wenige Tage nach der Ankunft verstarb Artakis jedoch überraschend, noch bevor die Flotte den Kanal hatte passieren können. Xerxes traf dieser Verlust schwer, da er auf Artakis Talent auch für künftige Vorhaben gehofft hatte. Der König befahl ein feierliches Begräbnis, für das das Heer ein großes Monument errichtete, und ließ Artakes mit aufwendigen Zeremonien ehrenvoll bestatten. Während des Aufenthalts in Akanthos forderte Xerxes von den Einheimischen, sie sollten ein gewaltiges Festmahl für seine Truppen ausrichten, was die Region in den Ruin trieb. Die örtlichen Vorräte wurden vollständig aufgebraucht, und die Bewohner waren gezwungen, sich in den Nachbargegenden zu verschulden, um dem unersättlichen Hunger des Heeres gerecht zu werden. Die einfachen Soldaten aßen im Freien in großen Gruppen,
während für Xerxes und seine Würdenträger ein prachtvoller Pavillon errichtet wurde, mit Tischen, an denen Gold und Silber beschlagenes Geschirr stand. Innerhalb eines Tages verbrannte man so den Reichtum und die Arbeitsleistung vieler Jahre. Nahrung und kostbares Tafelgeschirr verschlangen Unmengen an Ressourcen. Als Xerxes sich schließlich zum Aufbruch rüstete und die Flotte durch den Kanal geleitete, ließ er eine völlig verwüstete Gegend hinter sich. Wer nicht ins Heer gepresst worden war, sah sich gezwungen, seine Heimat zu verlassen, da die Felder und Dörfer nun keinen Lebensunterhalt mehr boten. So rückten Xerxes und seine Armee vor, bis sie Therma im nordwestlichen Winkel der Ägäis erreichten, ihren letzten großen Halt, bevor der eigentliche Einmarsch in Griechenland beginnen sollte. Kapitel 7 – Leonidas geheime Botschaft. Die Griechen bereiten Thermopylae vor. Nun richten wir unser Augenmerk auf die Griechen und die Vorbereitungen, die sie trafen, um Xerxes' Invasion abzuwehren. Die beiden einflussreichsten griechischen Staaten in diesem Kampf waren Athen und Sparta. Athen lag auf einer Landzunge knapp außerhalb der Peloponnes, während Sparta in einem Tal tief im südlichen Teil der Halbinsel gelegen war. Beide Städte bildeten den Mittelpunkt jeweils kleiner, jedoch äußerst mächtiger und tatkräftiger Gemeinschaften. Jede von ihnen war vollkommen unabhängig, hatte ihre eigene Regierungsform, eigene Gesetze und eigene Bräuche. Dabei unterschieden sich diese beiden Staaten beträchtlich voneinander. Obwohl Athen und Sparta formal Republiken waren, besaßen sie Beamte, die man landläufig als Könige bezeichnete. Diese Könige waren jedoch eher Anführer im militärischen Sinn als tatsächliche Monarchen. In der Antike sprach man oft von Tyrannoi, was zur heutigen Bezeichnung Tyrann geführt hat, jedoch hatte das Wort damals nicht die negative Bedeutung, die es heute hat. Um der Einfachheit willen nennen Historiker diese Anführer häufig Könige, so wollen wir es auch hier handhaben. Demaratos, der aus Sparta geflohen war und nun Xerxes Heer begleitete, war einer dieser spartanischen Könige. Eine besondere Eigenart Spartas war, dass es, anders als die meisten anderen Staaten, stets zwei Könige gab, die gemeinsam regierten. Dies sollte verhindern, dass ein einzelner Herrscher zu mächtig oder tyrannisch wurde. Der Ursprung dieser Tradition wird nach einer alten Überlieferung wie folgt erklärt: Vor langer Zeit starb ein spartanischer König und hinterließ seine Frau Argia sowie Zwillingssöhne, die kurz vor seinem Tod geboren worden waren. In Sparta ging der Königstitel normalerweise vom Vater auf den ältesten Sohn über. Doch in diesem Fall waren die beiden Jungen eineiig, und niemand wusste, wer von ihnen zuerst das Licht der Welt erblickt hatte. Die Mutter Argia behauptete, sie wisse es selbst nicht, was nicht ganz der Wahrheit entsprach. Sie wusste es sehr wohl, wollte aber gern beide Söhne zu Königen machen. Ratlos wandten sich die Spartaner an das Orakel von Delphi und fragten, wie sie mit den Zwillingen verfahren sollten. Wie so oft gab das Orakel eine rätselhafte und wenig hilfreiche Antwort. Man solle beide Kinder zu Königen machen, aber dem Erstgeborenen höchste Ehren zuteil werden lassen. Das löste das Problem natürlich nicht, denn niemand wusste ja, welcher der beiden der Ältere war. Jemand kam auf den Gedanken, Argia heimlich zu beobachten. Vielleicht verriet ihr Verhalten, welchem Kind sie zuerst Nahrung oder Zuwendung gab, und so würde man erkennen, wer der Erstgeborene war. Also stellten die Behörden einen Diener ab, Argias Tun diskret zu beobachten. Tatsächlich entdeckte man, dass sie ein Kind konsequent vor dem anderen versorgte. Von da an galten beide Jungen als Prinzen, doch man räumte dem nun als älter identifizierten Kind den Vorrang ein. Als die Zwillinge alt genug waren, um zu regieren, war der Jüngere jedoch nicht gewillt, sich nur seinem Bruder zu unterordnen. Alter, Stärke und Fähigkeiten unterschieden die beiden kaum, und jeder hatte seine Anhänger. Dies führte zu politischen Fraktionen, und eine Phase heftiger Unruhen brach aus. Am Ende fand man einen Kompromiss.
Die Macht wurde geteilt und so entstand das System der zwei Könige. Diese Tradition setzte sich fort, wobei zwei königliche Linien die Herrschaft zeitgleich ausübten. Natürlich führte das häufig zu Rivalitäten, Eifersucht und bisweilen gewaltsamen Konflikten zwischen den beiden Familien. Die Spartaner lebten in einer landwirtschaftlich geprägten Gemeinschaft in einem Tal im Südosten der Peloponnes, das vom Fluss Eurotas und seinen Nebenflüssen bewässert wurde. Sie führten ein einfaches, strenges Leben und waren stolz auf ihre Härte und Disziplin. Luxus und Bequemlichkeit lehnten sie ab, denn sie sahen darin nichts als Schwäche. Stattdessen schätzten sie Mut, Ausdauer und die Fähigkeit, Entbehrungen zu ertragen, ohne zu klagen. Und anders als in vielen anderen Gesellschaften, in denen Reichtum und ein feines Leben begehrt waren, verachteten die Spartaner beides. Ihre Gesetze schränkten den Handel stark ein, um zu verhindern, dass einzelne Bürger zu reich wurden. Kleidung und Unterkünfte waren schlicht und karg, ihre Nahrung war grob und wenig genießbar, und ihr Geld bestand aus Eisenbarren, um Horten unattraktiv zu machen. Dennoch galten die Spartaner als die gefürchtetsten Krieger der damaligen Welt. Trotz ihres kargen Daseins waren die Spartaner stolz und traten mit großem Selbstbewusstsein auf. Während die landwirtschaftliche Arbeit hauptsächlich von den Heloten, einer Art Leibeigener, verrichtet wurde, widmeten sich die freien Spartaner ganz dem Militärdienst. Sie lebten wie ein Adel, der sich dem Rest der Welt überlegen fühlte. Und anders als viele andere Gemeinschaften, die Wohlstand anstrebten, waren sie stolz auf ihre Armut. Reich zu sein wäre ihnen leicht möglich gewesen, doch sie verachteten Reichtum und Komfort. Sie hielten auch körperliche Arbeit für unter ihrer Würde. Dennoch achteten sie sehr auf ein sauberes und gepflegtes äußeres Auftreten im Krieg, auch wenn ihre Ausrüstung schlicht blieb. Gleichzeitig verfügten sie über Sklaven, die sie selbst im Feldlager umsorgten. Die Athener hingegen unterschieden sich grundlegend von den Spartanern. Die führenden Schichten in Athen waren gebildet und kultiviert. Athen war berühmt für seine großartigen Bauwerke, Tempel, Statuen und öffentliche Einrichtungen, was es nach und nach zum geistigen Mittelpunkt Europas machte. Die Stadt war groß und wohlhabend, profitierte von intensivem Handel und unterhielt eine mächtige Flotte. Während die Spartaner rau, diszipliniert und schmucklos lebten, präsentierten sich die Athener reich, geistreich und kultiviert. Doch trotz aller Gegensätze waren dies die beiden mächtigsten Staaten Griechenlands, die in ständiger Rivalität zueinander standen. Zwar existierten noch zahlreiche andere griechische Städte und Staaten, doch Athen und Sparta waren die bedeutendsten und ebenso am entschlossensten, der persischen Invasion Widerstand zu leisten. Xerxes kannte diesen Trotz nur zu gut. Als er von den griechischen Städten Tribut in Form von Unterwerfung forderte, verzichtete er gleich darauf, seine Gesandten nach Athen oder Sparta zu schicken, sicher, dass sie ohnehin ablehnen würden. Schon Jahre zuvor, als Xerxes Vorgänger Darius in Griechenland einmarschiert war, hatte er Boten dorthin gesandt und die symbolische Übergabe von Erde und Wasser als Zeichen der Unterwerfung verlangt. Die Athener hatten dies strikt verweigert. Die Spartaner gingen sogar noch weiter. Sie warfen Darius Boten in einen Brunnen und meinten höhnisch, dort unten würden sie Erde und Wasser genug finden. Noch vor Xerxes offizieller Forderung erhielten die Griechen erste Gerüchte über seine Invasionspläne. Die Spartaner wurden ausgerechnet von Demaratos gewarnt, dem ehemaligen spartanischen König, der nach Persien geflohen war. Aus seinem Exil am persischen Hof schickte Demaratos eine geheime Botschaft nach Sparta. Damals war es üblich, auf mit Wachs überzogenen Holztafeln zu schreiben. Demaratos kratzte das Wachs von 2 solcher Tafeln ab, ritzte seine Warnung direkt in das Holz und überzog dieses dann wieder mit Wachs, sodass die Tafeln äußerlich leer aussahen. So erreichten die scheinbar unbeschriebenen Täfelchen Leonidas, den König von Sparta,
ohne dass persische Wachen Verdacht schöpften. Als man dort das Wachs entfernte, trat Demaratos Mitteilung über den bevorstehenden persischen Angriff zutage. Leonidas, ein eher geradliniger Soldat, hätte die Täfelchen fast fortgeworfen, weil sie ihm auf den ersten Blick leer erschienen. Seine Frau Gorgo jedoch, geistesgegenwärtig und neugierig, fand das Ganze verdächtig und begann das Wachs vorsichtig abzukratzen. Als sie erste Buchstaben entdeckte, fuhr sie fort, bis der gesamte Text zum Vorschein kam. So war Griechenland rechtzeitig gewarnt. Während Xerxes in Sardais sein Heer sammelte, wuchsen die Befürchtungen bei den Griechen. 3 Spione in Verkleidung als einfache Reisende wurden ausgesandt, um heimlich Informationen über Persiens Heeresmacht zu sammeln. Dennoch gelang es persischen Offizieren, die Späher zu enttarnen und zu verhaften. Man folterte sie, bis sie zugaben, Spionage zu betreiben. Doch Xerxes verhinderte ihre Hinrichtung. Stattdessen gab er den Befehl, die Gefangenen durch das gesamte Lager zu führen. Xerxes sagte: Mehr als die Hälfte der Welt steht bereits unter meiner Herrschaft, und bald wird auch der Rest unter diese heilige Ordnung fallen, sei es aus eigenem Willen oder im Blut. Seht euch dieses gewaltige Heer an, mächtig genug, sogar eure Götter zu bezwingen. Seht genau hin und überzeugt euer Volk, sich zu ergeben. Ansonsten wird in den kommenden Jahren kein einziger von eurer Art mehr am Leben sein. Nachdem man die Spione durch das Lager geführt hatte, schickte Xerxes sie zurück nach Griechenland, damit sie dort von seiner Macht berichteten. In Athen, das wegen seiner Lage im nördlichen Teil Griechenlands besonders bedroht war, versetzte die Kunde vom nahenden Heer die Bevölkerung in Panik. Während sich die einen vor Furcht schon jetzt zur Aufgabe neigten, verlangten andere wütend nach bewaffnetem Widerstand. Auch in der Regierung herrschte Verwirrung. Jede vorgeschlagene Verteidigungsstrategie löste nur neue Debatten und weiteres Chaos aus. In ihrer Not sandten die Athener Boten zum berühmten Orakel von Delphi, in der Hoffnung, dort Rat zu finden, wie sie ihre Stadt schützen könnten. Die erste Antwort, die die Gesandten in Delphi erhielten, klang düster und unheilvoll. Das Orakel prophezeite in rätselhaften Worten, dass Athen dem Untergang geweiht sei. Die Boten waren bestürzt und wandten sich an einen Einheimischen aus Delphi, der ihnen riet, das Orakel ein zweites Mal aufzusuchen. Diesmal sollten sie sich als demütige Bittsteller präsentieren und flehentlich um jeden Rat bitten, der Hoffnung versprach. Die Gesandten folgten diesem Rat und kehrten in noch größerer Bescheidenheit zum Orakel zurück. Diesmal erhielten sie eine geheimnisvolle Botschaft, in der von hölzernen Mauern und der Insel Salamis die Rede war. Niemand wusste genau, wie dies zu deuten sei, doch es schien einen möglichen Weg zur Verteidigung Athens anzudeuten, wenngleich das Orakel keinen klaren Plan offenbarte. Die Gesandten brachten die rätselhafte Antwort nach Athen. Dort grübelte man über ihre Bedeutung und war gespalten in der Auslegung. Einige waren überzeugt, die hölzernen Mauern bezögen sich auf die alte, hölzerne Palisade der athenischen Burg. Ihrer Ansicht nach rate das Orakel, diese zu erneuern und sich darin zu verschanzen, sobald die Perser einträfen. Andere hingegen meinten, die Prophezeiung spreche von Schiffen und rate dazu, den Feind auf See zu stellen. Der Verweis auf Salamis, eine westlich von Athen gelegene Insel, lasse auf eine entscheidende Seeschlacht in der Nähe dieser Insel schließen. Allmählich gewann diese zweite Deutung an Zustimmung. Athen verfügte zu jener Zeit über etwa 200 Kriegsschiffe, sogenannte Galeeren. Diese Flotte verdankte die Stadt vorausschauenden Entscheidungen des athenischen Politikers Themistokles. Einige Jahre zuvor hatten die Athener in ihren Silberminen reiche Erträge erzielt und man hatte zunächst geplant, den Gewinn unter den Bürgern aufzuteilen. Themistokles jedoch überzeugte die Bevölkerung, das Geld in den Bau einer Flotte zu investieren, als wirksamen Schutz gegen potenzielle Gefahren. Heute stellte eben diese Flotte die größte Hoffnung Athens dar,
Xerxes viel größere Seestreitmacht zu begegnen, die um ein Vielfaches stärker war als die athenische. Der nächste Schritt für Athen und Sparta bestand darin, eine gemeinsame Verteidigungsfront zu errichten, eine Koalition griechischer Stadtstaaten, die sich dem persischen Ansturm entgegenstellen wollten. Viele kleinere Staaten waren von Angst gelähmt und hatten sich teils schon Xerxes unterworfen oder schwankten, ob sie nicht lieber kapitulieren sollten, als sich auf den ungewissen Widerstand mit Athen und Sparta einzulassen. Athen und Sparta ihrerseits legten ihre Rivalität vorübergehend beiseite und beriefen eine Versammlung ein, um den Aufbau eines Bündnisses gegen die Invasoren zu besprechen. All dies ereignete sich in der Zeit, als Xerxes, wie zuvor beschrieben, seinen langsamen Vormarsch von Sardeis bis zum Hellespont und von dort weiter nach Doriskos fortsetzte. Die griechischen Stadtstaaten beschlossen, Boten zu ihren eigenen Verbündeten und sogar zu einigen angrenzenden Mächten zu schicken, um sie zum gemeinsamen Widerstand gegen Persien zu bewegen. Die erste Stadt, die die Gesandten aufsuchten, war Argos. Diese Polis lag zwischen Athen und Sparta, aber immer noch in der Peloponnes. Argos und Sparta waren schon lange verfeindet und befanden sich erst kürzlich in einem Krieg, bei dem Argos eine schwere Niederlage erlitten hatte. 6000 Männer waren in einer Schlacht gegen Sparta gefallen. Der Zeitpunkt für ein Bündnis war also ungünstig, da Argos nicht gut auf Sparta zu sprechen war. Als die athenischen und spartanischen Gesandten ihr Anliegen vortrugen, erklärten die Herrscher von Argos, man habe mit einem solchen Ersuchen gerechnet, seitdem Xerxes Feldzug sich abgezeichnet hatte. Daher hatte Argos bereits das Orakel von Delphi befragt, wie man sich verhalten solle, falls die Griechen um Unterstützung bäten. Die Antwort des Orakels sei ablehnend gewesen, berichteten die Argiver, aber sie seien dennoch bereit, sich mit den Griechen zu verbünden, unter einer Bedingung. Sie forderten einen 30-jährigen Waffenstillstand mit Sparta und außerdem das gemeinsame Oberkommando über die peloponnesischen Truppen. Eigentlich, so meinten sie, verdiene Argos das alleinige Kommando, doch man wäre zu einem Kompromiss bereit und begnüge sich mit der Hälfte. Die Spartaner lehnten dies rundweg ab. Sie sahen sich selbst als stärkste Macht und beanspruchten daher das alleinige Kommando. Außerdem hatten sie ja 2 Könige, während Argos nur einen hatte. Würde Sparta sich also den Argivern beugen, müsste einer der beiden spartanischen Könige auf sein Kommando verzichten. So scheiterte das Bündnis mit Argos. Dessen Einwohner gaben schließlich zu verstehen, dass sie sich lieber Xerxes unterwerfen würden, als sich von den Spartanern beherrschen zu lassen, deren Forderungen sie als anmaßend empfanden. Die Gesandten reisten weiter, um Unterstützung zu erbitten, unter anderem nach Sizilien. Dort herrschte Gelon von Syrakus aus über die Insel. Wieder trat dasselbe Problem wie in Argos auf. Gelon war durchaus bereit, Schiffe und Truppen zu stellen, aber nur unter der Bedingung, dass er das Oberkommando über das gesamte griechische Heer erhalten würde. Natürlich lehnten die Spartaner auch diese Forderung ab. Daraufhin schlug Gelon einen Kompromiss vor. Er wolle lediglich das Oberkommando über die Flotte übernehmen und auf das Kommando über das Landheer verzichten. Die athenischen Abgesandten lehnten auch dies ab und erwiderten, sie bräuchten nicht noch mehr Befehlshaber, sondern vor allem militärische Unterstützung. Athen, als ältester Staat Griechenlands und am stärksten von der persischen Bedrohung betroffen, sei am ehesten berechtigt, das Kommando über die Flotte zu führen. Gelon gab sich erbost über diese Unnachgiebigkeit und schickte die Gesandten fort. Sie sollten ihrem Volk ausrichten, dass Sizilien ihnen keinerlei Hilfe gewähren würde. Danach reisten die Boten nach Kerkyra, heute Korfu, eine große Insel vor der Westküste Griechenlands in der Adria. Zunächst sah alles nach einem Erfolg aus. Die Bewohner der Insel erklärten sich bereit, sich dem Bündnis anzuschließen und wollten eine Flotte entsenden. Tatsächlich begannen sie sogleich mit den Vorbereitungen, zögerten dann jedoch die Ausführung immer weiter hinaus.
Auch sie waren unsicher, ob es nicht klüger sei, sich den Persern zu unterwerfen. Letztlich schickte Kerkyra seine Schiffe nicht in die Ägäis, so dass die erhoffte Unterstützung nie ankam. Am wichtigsten jedoch war die Haltung Thessaliens. Dieses Königreich lag im Norden Griechenlands und wäre somit als erstes vom Vormarsch der persischen Armee betroffen, sobald sie den nordwestlichen Winkel der Ägäis erreichte. Durch seine Lage und die besonderen geografischen Gegebenheiten hatte Thessalien in dem bevorstehenden Konflikt eine Schlüsselrolle. Thessalien erstreckt sich über ein großes Tal, das von Bergen umschlossen ist. Der Fluss Peneios durchfließt es, bevor er im Osten in die Ägäis mündet. Der Durchbruch des Flusses durch die Berge heißt Olympische Engen und bildet eine malerische Schlucht, das berühmte Tal von Tempe. Dies ist der einzige Zugang nach Thessalien von Osten her, da die südlichen Berge so nah ans Meer heranreichen, dass dort kein Durchkommen möglich ist. Wollte Xerxes also von Norden nach Griechenland einmarschieren, so würde er an der Küste bis zur Mündung des Peneios gelangen, den Flussverlauf durch das Tal von Tempe nehmen, Thessalien durchqueren und schließlich weiter nach Süden in Richtung Peloponnes ziehen. Dabei müsste er zwei wichtige Engpässe überwinden. Zum einen die Olympischen Engen, um nach Thessalien hineinzukommen, und zum anderen die Thermopylen, um weiter südwärts zu gelangen. Die Griechen mussten entscheiden, an welcher dieser beiden Stellen sie Xerxes aufhalten wollten. Diese Frage hing stark von der Entscheidung der Thessalier ab, die sich ihrer bedrohlichen Lage sehr bewusst waren. Bereits bevor Xerxes den Hellespont überquert hatte, hatten sie Abgesandte nach Athen geschickt und dort klargemacht, dass sie wohl bald vor die Wahl gestellt würden, Xerxes entweder Tribut zu zollen oder Widerstand zu leisten. Da sie allein nicht stark genug waren, müssten die übrigen Griechen sie mit Truppen unterstützen und die Olympischen Engen zwischen dem Berg Olymp und dem Berg Ossa verteidigen. Falls eine Verteidigung Thessaliens nicht zustande käme, so müssten sie sich den Persern notgedrungen ergeben. In diesem Fall stünde es den Griechen frei, ihre Abwehr weiter südlich bei den Thermopylen aufzubauen. Nach eingehender Beratung beschlossen die Griechen zunächst, Thessalien zu verteidigen und sich in den Engen des Olymp zu verschanzen. So stellten sie in aller Eile eine Streitmacht auf, die mit ihren Schiffen Richtung Norden aufbrach. Während Xerxes die Überquerung des Hellespont vorbereitete, fuhr die Flotte der Griechen von Athen aus durch die Meerenge von Euripos zwischen der Insel Euböa und dem Festland und machte in einem geeigneten Hafen südlich von Thessalien Halt. Von dort zogen die Soldaten auf dem Landweg weiter, bis sie beim Fluss Peneios die schmalste Stelle zwischen den Bergen erreichten, wo sie ihre Verteidigungsposition einnahmen. Diese Truppe zählte etwa 10.000 Mann. Doch schon kurze Zeit nach ihrer Ankunft erschien ein Abgesandter des makedonischen Königs, dessen Reich nördlich von Thessalien lag. Der Bote verkündete: Männer Griechenlands, ich überbringe euch eine Botschaft des Königs von Makedonien. Er rät euch dringend, diese Verteidigung hier im Tal von Tempe aufzugeben. Xerxes rückt mit einer Armee vor, so groß, dass ein Widerstand an dieser Stelle aussichtslos ist. Der König meint, ihr solltet euch bei den Thermopylen verschanzen, wo das Gelände noch enger und steiler ist und euch einen viel größeren Vorteil verschafft. Bedenkt, Xerxes muss nicht einmal durch das Tal von Tempe ziehen, um nach Thessalien zu gelangen. Das Land zwischen Thessalien und Makedonien ist zwar bergig, aber durchaus passierbar. Xerxes könnte diesen Weg problemlos nutzen und euren Standpunkt hier einfach umgehen. Wenn ihr Widerstand leisten wollt, zieht euch an die Thermopylen zurück und befestigt euch dort. Die Zeit drängt. Xerxes überquert gerade den Hellespont und im ganzen Land herrscht Schrecken. Ihr dürft euch nicht länger aufhalten. Angesichts dieser Neuigkeiten mussten die Griechen ihre Pläne überdenken. Sie entschieden sich, dem Rat des makedonischen Königs zu folgen und die Olympischen Engen zu räumen, um sich weiter südlich bei den Thermopylen zu behaupten, wo das Gelände leichter zu verteidigen war.
Damit war Thessalien ohne Schutz. Und kaum hatte Xerxes seine Forderung dort gestellt, ergaben sich die Thessalier den Persern. Von seinem Lager in Therma aus konnte Xerxes bereits am Horizont die Gipfel des Olymp und des Ossa sehen, etwa 80 Kilometer entfernt. Neugierig auf das Gelände und die Schlucht zwischen diesen Bergen, durch die der Peneios fließt, erkundigte er sich danach. Man erklärte ihm, dass der Fluss dort durch eine Engstelle ins thessalische Becken trete und dies der Haupteingang nach Thessalien sei. Obwohl Xerxes sich schon entschieden hatte, dem Rat des makedonischen Königs zu folgen und die Engen zu umgehen, äußerte er den Wunsch, die berühmte Schlucht persönlich zu sehen. Er ließ eine schnelle sidonische Galeere vorbereiten und fuhr mit einer Begleitflotte zur Mündung des Peneios. Von dort aus folgte er dem Flusslauf flussaufwärts bis zur Engstelle. Er erblickte eine weitläufige, fruchtbare Ebene, umringt von fernen Bergketten, die in einem klaren Blau am Horizont aufragten. Der Peneios mit seinen Zuflüssen durchzog sanft das Tal, sammelte die Wasser aus allen Richtungen und trat schließlich durch die schmale Öffnung zwischen den Bergen wieder aus, genau dort, wo Xerxes stand. Beeindruckt von der Landschaft fragte er seine Begleiter, ob es einen anderen Weg gebe, auf dem das Wasser des Peneios das Meer erreichen könne. Sie verneinten, die Ebene sei ringsum von Bergen eingeschlossen. Daraufhin bemerkte Xerxes mit einer Mischung aus Zufriedenheit und Drohung: Die Thessalier haben klug gehandelt, als sie meinem Befehl zur Unterwerfung gehorchten. Hätten sie dies verweigert, hätte ich hier einen Damm errichtet, den Fluss gestaut und ihr ganzes Land in einen See verwandelt, um sie zu ertränken. Kapitel 8 – Griechische Verteidigung – Seekrieg in der Euripus-Meerenge. Nachdem Xerxes Therma verlassen hatte, setzte sich das persische Heer in Richtung Süden in Bewegung, während gleichzeitig auch die Flotte in See stach. Es war Frühsommer, und wie gewohnt rückte das Heer nur langsam vor. Es musste die zu erwartenden Schwierigkeiten auf dem Weg durch Makedonien und Thessalien in Kauf nehmen und erreichte schließlich die nördliche Grenze von Phokis, um schließlich beim berühmten Pass von Thermopylen zu stehen. Dort stand die nächste große Auseinandersetzung bevor. Wir werden später genauer auf Thermopylen eingehen. Zunächst konzentrieren wir uns auf die Bewegungen der persischen Flotte. Um die Route der Flotte zu verstehen, ist ein Blick auf die geografischen Gegebenheiten unabdingbar. Wer eine Karte Griechenlands betrachtet, erkennt den Weg, den die Flotte nehmen musste. Von Therma aus segelte sie zuerst in südöstliche Richtung entlang der Küste, auf einer etwa 100 Meilen langen freien Seestrecke. Anschließend erreichten die Schiffe eine Reihe von Inseln, die sich im rechten Winkel zur Küste erstreckten. Die für uns wichtigste dieser Inselgruppe ist Schiathos, die am Festland am nächsten liegende Insel. Gegenüber diesen Inseln beschreibt die Festlandküste bei Magnesia einen scharfen Bogen nach Westen, etwa über 30 Meilen, um schließlich wieder nach Süden und Osten zu schwenken. In diesem Gebiet, eingerahmt von der Küstenkrümmung, liegt die langgestreckte Insel Euböa, die beinahe wie eine Verlängerung des Festlands wirkt. Sie wird durch enge Meeresstraßen abgetrennt, welche in der Antike als Artemision im Norden und Euripos im Westen bekannt waren. Die Region war damals von Bergen geprägt, sehr bevölkerungsreich und mit zahlreichen Tempeln, Befestigungen und Siedlungen durchsetzt. Sobald die Flotte den südlichen Zipfel Euböas umschiffte und nach Westen abbog, näherte sie sich Attika, in dem sich Athen befindet. Dahinter erstreckt sich der Saronische Golf zwischen Attika und der Peloponnes. In dessen Mitte liegt die Insel Ägina, weiter nördlich die Insel Salamis. Das Ziel der persischen Flotte war es, von Therma aus diesen Weg entlang zu segeln, vorbei an Schiathos, an Euböas Küsten hinunter, um deren Südspitze herum und in den Saronischen Golf, bis sie schließlich Salamis erreichten.
Diese insgesamt rund 250 Meilen waren jedoch voller Risiken und Zwischenfälle, die den Persern unterwegs zustoßen sollten. Im ganzen Land herrschte Furcht und Panik, da Xerxes mit seinem riesigen Heer an Land vorrückte, während die persische Flotte mit gleicher Bedrohlichkeit vor der Küste operierte. Noch dazu gingen jegliche Landungen der Flotte rasch und unerbittlich vonstatten, was die Menschen in anhaltende Angst versetzte. Kranke und Schwache, die weder fliehen noch sich verteidigen konnten, verharrten hilflos in ihren Häusern. Frauen, Mütter, Ehefrauen, Töchter waren in heller Aufregung. Männer, die zu stolz oder zu entschlossen waren, ihre Angst zu zeigen, rüsteten sich für die Schlacht, sammelten wichtige Informationen oder trafen eilig Vorkehrungen, um ihre Familien in sichere Gegenden zu bringen. In den Städten und Dörfern positionierte man Wächter auf den Hügeln, die das Näherkommen der Feinde melden sollten. Bereitgelegtes Holz sollte auf jeder Anhöhe entzündet werden, sobald die persische Flotte sichtbar wurde. Die Straßen waren überfüllt von flüchtenden Familien, die ihre Nächsten und das Wertvollste mitnahmen. Mütter, die ihre Kinder festhielten, Männer, die ihre wenigen Schätze retteten, Geschwister, die Kranke und Alte stützten, in der verzweifelten Hoffnung, sich in sichere Regionen zu retten. Inmitten dieses allgemeinen Schreckens und Leids zog Xerxes stolz und zufrieden in seinem Kriegswagen umher, denn für ihn war die verursachte Panik ein Beleg seines kurz bevorstehenden Ruhms und seiner Machtentfaltung. Xerxes hatte die Führung über die Flotte seinen Brüdern und Vettern anvertraut, die er zu Admiralen ernannt hatte. Die Schiffe verließen Therma und fuhren langsam an der Küste entlang, stets darauf aus, mögliche griechische Seestreitkräfte zu vernichten und einen geeigneten Ort für eine Landung zu finden, um das Heer zu unterstützen. Doch die gigantische Größe der Flotte erschwerte das Vorankommen erheblich. Eine so große Zahl an Schiffen gemeinsam zu manövrieren und zu versorgen, war äußerst kompliziert. Um die Lage zu erkunden, beorderten die Admirale 10 der schnellsten Galeeren nach vorn. Sie waren stark bemannt und bewaffnet. Ihre Aufgabe war es, so schnell wie möglich, aber dennoch vorsichtig vorauszufahren, ohne sich unnötig in Gefahr zu bringen. Sollten sie auf vereinzelte gegnerische Schiffe treffen, war es ihnen erlaubt, diese zu kapern. Außerdem mussten sie stets wachsam sein und alle wichtigen Informationen rasch zum Hauptteil der Flotte zurückmelden. Diese 10 persischen Galeeren segelten zunächst ohne besondere Vorkommnisse, bis sie an die Insel Skiathos gelangten. Dort entdeckten sie 3 griechische Schiffe, die als Vorposten stationiert waren, um die Bewegungen der Perser zu beobachten. Als die Griechen die persischen Galeeren erblickten, rissen sie ihre Anker los und versuchten zu fliehen. Die Perser setzten ihnen mit kräftigem Rudern nach und holten bald eines der Schiffe ein. Nach kurzem Kampf gelang es ihnen, den Gegner zu überwältigen und die Besatzung gefangen zu nehmen. Sodann wählten die Perser unter den Gefangenen den würdevollsten Mann aus und brachten ihn, ähnlich wie ein Opfertier, als Menschenopfer für einen ihrer Götter dar, direkt an Deck. Dies sollte ihren Sieg weihen. Danach nahmen sie die Verfolgung des zweiten griechischen Schiffes auf, das sie ebenfalls einholen und erbeuten konnten. Dessen Mannschaft war angesichts der Übermacht so entmutigt, dass sie kaum Widerstand leistete, wenn auch ein einzelner Matrose sich verzweifelt bis zur völligen Erschöpfung wehrte. Schwer verletzt und dem Tode nahe, brach er schließlich zusammen. Seine unerschütterliche Tapferkeit erregte bei den Persern Hochachtung, sodass sie ihn nicht töteten, sondern versorgten und heilten. Als die Vorausabteilung später zum Hauptteil der Flotte zurückkehrte, präsentierte man diesen verwundeten Soldaten den Admiralen, rühmte seinen Mut und behandelte ihn mit Respekt. Der übrige Teil der Crew wurde versklavt. Das 3. griechische Wachschiff hingegen konnte einer Gefangennahme entgehen oder zumindest entkamen seine Mannen. Um den persischen Verfolgern zu entkommen, segelten sie so weit wie möglich nach Norden, bis sie die thessalische Küste erreichten. Dort setzten sie ihr Schiff absichtlich auf Grund,
und flohen an Land. Die Offiziere und Seeleute schlugen sich zu Fuß durch Thessalien nach Griechenland durch und warnten alle Verbündeten, dass die Perser rasch näher rückten. Diese Warnung wurde entlang der Küste mit Hilfe der vereinbarten Signalfeuer weitervermittelt. Auch auf Schiathos entzündete man Feuersignale auf den Hügeln, um die südlichen Regionen zu warnen. Weiter im Landesinnern übernahmen weitere Fackeln die Botschaft, und auf Euböa beobachteten Wächter von erhöhten Punkten aus die See. Nach der Eroberung zweier griechischer Wachschiffe und der Erkenntnis, dass das Meer ansonsten frei von gegnerischen Booten war, beschlossen die persischen Vorhutgaleeren, zum Hauptteil ihrer Flotte zurückzukehren und ihre Gefangenen und die erbeuteten Schiffe mitzunehmen. Doch zuvor mussten sie noch einen letzten Befehl ausführen. Sie sollten an ihrer äußersten vorstoßenden Position ein Denkmal errichten, um die Weite ihres Vorstoßes zu bezeugen. Zu diesem Zweck hatten sie Steine an Bord eines der Schiffe gelagert. 3 der Galeeren, darunter jene mit den Steinen, fuhren also an Schiathos vorbei, zu einem kleinen felsigen Eiland im Meer. Dort stapelten sie die Steine zu einem Hügel auf, ein Mahnmal ihrer Expedition. Danach kehrten sie zum Verband zurück. Insgesamt waren für dieses Unternehmen 11 Tage vergangen. Mittlerweile rückte der Hauptteil der Flotte allmählich an der Küste von Magnesia weiter. Bislang waren sie ohne größere Zwischenfälle gefahren, doch nun zog das erste von mehreren Unglücken herauf, welche die Invasion letztlich scheitern lassen sollten. Ein starker Sturm kündigte sich an. Die persische Flotte hatte in einer flachen Bucht an der Küste geankert. Diese Bucht wurde an einem Ende von einer felsigen Landspitze und am anderen Ende von einer Kapszenerie begrenzt, dazwischen lag ein langer Strand. Bei ruhiger See war dies ein passabler Platz zum Übernachten, doch bot er kaum Schutz bei starkem Wind und höherem Wellengang. Als die Flotte am Abend in diese Bucht einfuhr, herrschte scheinbar friedliches Wetter. Die See war ruhig, der Himmel klar, und die Kommandanten stellten sich auf eine entspannte Nacht ein. Am Morgen wollte man die Fahrt fortsetzen, doch das Schicksal wollte es anders. Die Bucht bot nicht genügend Platz, um alle Schiffe in einer einzigen Reihe entlang des Ufers festzumachen. Daher wurden die Schiffe in 8 parallelen Linien verankert. Die erste Linie lag nahe am Strand, die folgenden weiter draußen im Meer, jede mit Ankern gesichert. Die Nacht verlief zunächst ohne Störung, doch gegen Tagesanbruch zeigten sich Anzeichen eines Unwetters. Der Himmel verfinsterte sich, der Seegang wurde stärker und heftige Windböen aus östlicher Richtung trieben die Wellen auf die Flotte zu, drohend und unbarmherzig. Schnell breitete sich Unruhe unter den Seeleuten aus. Die Kapitäne versuchten sofort, ihre Schiffe zu sichern. Einige Besatzungen konnten kleinere Boote ans Ufer ziehen, um sie dort vor dem aufziehenden Sturm in Sicherheit zu bringen. Andere verstärkten ihre Ankerleinen oder warfen zusätzliche Anker aus, um die Schiffe stabil zu halten. Wieder andere versuchten verzweifelt aus der Bucht herauszurudern, um einen besseren Hafen zu finden. Doch die Wellen stiegen rasch, die Ruder griffen kaum noch, und der Sturm pfiff durch Takelage und Segel, so dass sich das Schiff kaum noch lenken ließ. Als der Sturm an Stärke gewann, spitzte sich die Lage schnell dramatisch zu. Schiffe wurden von ihren Ankern losgerissen und in den tobenden Wogen umhergeschleudert wie Spielzeugboote. Viele wurden gegen die Felsen an der Bucht gedrückt und zerschellten dort, andere sanken bereits an ihrer Ankerstelle. Einige wurden an den Strand geschleudert, wo die unablässigen Wellen sie zu Kleinholz zertrümmerten. Bei dieser Katastrophe kamen unzählige Seeleute ums Leben. Die meisten ertranken, als ihre Schiffe untergingen. Wer es ans Ufer schaffte, lief Gefahr, von Einheimischen angegriffen zu werden, die sie als feindliche Invasoren betrachten konnten. In ihrer Verzweiflung bauten die Überlebenden mit Wrackteilen notdürftige Befestigungen am Strand und griffen zu den Waffen, die sie aus den Trümmern bergen konnten, um sich zu verteidigen. Der Sturm tobte volle 3 Tage und richtete verheerende Schäden an.
Rund 300 persische Galeeren gingen verloren, dazu etliche Versorgungsschiffe und kleinere Boote. Das Ufer war übersät mit Wrackteilen, und die Einheimischen machten sich eilig daran, die angespülten Schätze zu plündern, darunter goldene und silberne Objekte aus den gesunkenen Schiffen. Auch einige Perser gelangten in den Besitz wertvoller Beute, unterstützt durch einen griechischen Taucher namens Skylias, der in der persischen Flotte diente. Skylias war berühmt für seine Fähigkeit, außergewöhnlich lange unter Wasser zu bleiben. Nach dem Sturm tauchte er wieder und wieder zu den versunkenen Schiffen hinab, um deren Ladung zu retten. Man erzählte sich sogar die sagenhafte Geschichte, er habe später zu den Griechen überlaufen, indem er sich von einem persischen Schiff ins Meer gestürzt und 10 Meilen unter Wasser bis zur griechischen Flotte zurückgelegt habe. Nach 3 Tagen flaute der Sturm endlich ab. Die Perser setzten alles daran, die Schäden an ihrer Flotte notdürftig zu reparieren, sammelten die übrigen Schiffe, befreiten die Schiffbrüchigen aus ihrem Notlager am Strand und nahmen die Fahrt nach Süden wieder auf. Währenddessen hatte sich die griechische Flotte in der Meerenge zwischen Euböa und dem Festland versammelt. Diese Flotte bildete ein Bündnis griechischer Stadtstaaten, die beschlossen hatten, sich gemeinsam der persischen Invasion entgegenzustellen. Doch wie so oft in Allianzen gab es interne Streitigkeiten. Die Athener hatten die meisten Schiffe beigesteuert und beanspruchten folglich den Oberbefehl. Die Verbündeten waren jedoch neidisch auf Athens Wohlstand und Einfluss und erklärten sich nur bereit, einen spartanischen Befehlshaber anzuerkennen, niemals einen athenischen. Sie drohten sogar, das Bündnis zu verlassen und heimzukehren, falls ein Athener zum Oberbefehlshaber ernannt würde. Die Athener ärgerten sich zwar sehr über diese Forderung, mussten aber nachgeben. Schließlich war das Hauptziel der Flotte die Verteidigung Athens. Falls das Bündnis zerfallen wäre, hätten sich manche griechische Staaten womöglich noch Xerxes unterwerfen können. Athen hingegen hatte keine solche Wahl. Xerxes wollte sich an den Athenern rächen, nicht nur über sie herrschen. Einst hatten die Athener die persische Stadt Sardais niedergebrannt, und Xerxes hatte geschworen, Athen dafür dem Erdboden gleichzumachen. Also nahmen die Athener zähneknirschend hin, dass ein Spartaner namens Eurybiades die Führung übernehmen sollte. Insgeheim beschlossen sie jedoch, diese Demütigung nach Kriegsende zu rächen. Als sich beide Flotten an der Engstelle im Norden Euböas näherten, kam es zur ersten Begegnung. 15 persische Schiffe, die ihrer Hauptflotte vorauseilten, gerieten unerwartet in die Reihen der Griechen und wurden allesamt erbeutet. Die Besatzungen schickte man als Gefangene nach Griechenland. Unterdessen ankerte der Großteil der persischen Flotte nahe dem östlichen Ende der Meerenge unter dem Schutz der Landzunge von Magnesia. Die Griechen staunten über die ungeheure Größe der persischen Armada, wurden von ihr regelrecht überwältigt. Bei einem Kriegsrat diskutierten die Kommandeure, ob sie sich besser nach Süden zurückziehen sollten. Dies war ein harter Schlag für die Bewohner Euböas, die nun befürchteten, schutzlos den Persern ausgeliefert zu sein. Verzweifelt bot die Obrigkeit der Insel eine große Geldsumme an Themistokles, einen der einflussreichsten athenischen Anführer, damit dieser die Befehlshaber der Flotte zum Bleiben und Kämpfen überreden möge. Themistokles stimmte zu, nahm einen beträchtlichen Teil der Summe an sich und bestach dann Eurybiades, den spartanischen Oberkommandanten, sowie weitere Schlüsselpersonen mit dem Rest. Beeindruckt von diesen Geschenken beschlossen die Griechen nun, sich nicht zurückzuziehen, sondern in der Meerenge auszuharren und die persische Flotte zu stellen. Die Perser rechneten jedoch damit, dass die Griechen versuchen würden, durch die Straße von Euripos zu entkommen. Sie entsandten heimlich ein Kontingent aus 200 ihrer schnellsten Galeeren, die Euböa umsegeln und den Rückweg der Griechen im Süden blockieren sollten. Damit hofften sie, die griechische Flotte in der Enge festzusetzen. Die Hauptflotte blieb beim nördlichen Zugang der Meerenge in Bereitschaft.
Obwohl die Perser größte Geheimhaltung wahren wollten, erfuhren die Griechen von dem Plan, angeblich durch den Taucher Skylias, der laut Legende die 10 Meilen unter Wasser schwamm und das Manöver der Perser verriet. Dadurch gewarnt, entsandten die Griechen eine kleine Geschwadergruppe nach Süden, um das persische Detachement abzufangen, während sie sich gleichzeitig auf die direkte Konfrontation mit dem Hauptteil der persischen Flotte vorbereiteten. Trotz all ihrer inneren Konflikte, ihres Neids und sogar der Bestechungen zeigten die Griechen, als die Stunde der Schlacht kam, einen eisernen Willen. Ihre derzeitige Stellung war von größter Bedeutung. Die Meerenge von Euripos war die Schlüssellinie auf dem Seeweg nach Athen, genau wie die Thermopylen den Zugang an Land blockierten. Am Pass von Thermopylen hielt das griechische Heer die persische Bodenarmee in Schach, und die griechische Flotte beim Artemision tat dasselbe zur See. Fiele eine der beiden Verteidigungsstellungen, stünde die gesamte Abwehr Griechenlands auf dem Spiel. Eines Morgens griffen die Griechen überraschend an und versetzten die Perser, die sie für verrückt hielten, in Staunen. Doch noch an jenem Tag sollten sie erfahren, dass es ihnen keineswegs an Vernunft mangelte. Die Griechen segelten kühn inmitten der persischen Flotte und fanden sich rasch von feindlichen Schiffen umringt. Sie brachten ihre Galeeren in einen Kreis, wobei die Bugs nach außen gerichtet waren, und verteidigten sich verbissen bis zum Einbruch der Nacht. Dann zog ein neues Unwetter auf. Gewitterwolken zogen auf, und heftige Winde zwangen beide Flotten zum Rückzug aus der Schlacht. Die Perser wichen nach Osten zurück, die Griechen zogen sich westlich in Richtung Thermopylen zurück. Beide Seiten verbrachten die Nacht damit, ihre beschädigten Schiffe zu reparieren und Verwundete zu versorgen, während der Sturm immer heftiger wurde. Für die Perser wurde die Nacht zum Albtraum. Wind und Strömung trieben die Wrackteile und Leichname aus den vorangegangenen Kämpfen mitten hinein in ihre Flotte. Alles war blockiert und versperrt, ein wirres Durcheinander bei kaum vorhandener Manövrierfähigkeit. Blitze erhellten sporadisch die Szenerie, zerstörte Boote, treibende Tote und den schäumenden Sturm. Das Klagen der Verwundeten, die Rufe der Offiziere und das Brausen der Wellen führten zu einer Atmosphäre aus Grauen und Verwirrung. Diese stürmischen Wetterverhältnisse, eigentlich nur ein gewöhnliches Sommergewitter, wirkten an Land vielleicht erfrischend, doch auf See brachten sie Verderben. Am nächsten Morgen war der Himmel aber bereits wieder klar und das Meer lag ruhig da. Die Treibgut- und Leichenteile hatte die Strömung fortgetragen und sowohl Griechen als auch Perser nahmen das Gefecht erneut auf. 2 weitere Tage dauerte der Kampf, ohne dass sich ein eindeutiger Sieger abzeichnete. Auf Euböa harrten die Bewohner in ständiger Angst aus. Von den Bergen der Insel verfolgten sie die heftigen Seeschlachten. Unsicher, wie der Krieg enden würde, fürchteten sie, dass die Perser im Falle einer griechischen Niederlage an Land gehen und die Insel verwüsten würden. Um auf das Schlimmste vorbereitet zu sein, begannen sie, ihr Vieh in den Süden Euböas zu treiben und sich auf eine Flucht zum Festland einzurichten, sollte es nötig werden. Da immer deutlicher wurde, dass ein Rückzug unausweichlich sein könnte, riet das griechische Kommando der Bevölkerung, ihre Rinder zu schlachten und das Fleisch im Freien zu braten, damit es für den raschen Abtransport zur Verfügung stand, anstatt den Persern in die Hände zu fallen. Eurybiades, der griechische Befehlshaber, versprach, man werde notfalls die Menschen und ihre Habe in Sicherheit nach Attika bringen. Unterdessen wuchs bei den Persern der Ärger über den zähen Widerstand der Griechen. Am 4. Tag der Auseinandersetzungen, kurz bevor sie eine größere Offensive beginnen wollten, bemerkten sie ein kleines Boot, das von Süden her kam. Dessen Besatzung behauptete, die Griechen hätten das Gebiet verlassen und seien nach Süden gesegelt, um dem drohenden Untergang zu entgehen. Zunächst waren die Perser misstrauisch und befürchteten eine Falle, weshalb sie sich nur zögernd durch die Meerenge nach Süden bewegten, stets gewappnet für einen möglichen Hinterhalt.
Auf ihrem Weg nach Thermopylen legten sie einen Zwischenstopp bei Histiaia ein, wo sie an der felsigen Küste eine Inschrift entdeckten. In großen Buchstaben richtete sich diese Botschaft an die ionischen Seeleute in Xerxes Dienst und mahnte sie, nicht gegen ihre griechischen Brüder zu kämpfen. Dies erinnerte deutlich an die inneren Spannungen in Xerxes Heer, in dem ja viele Verbündete selbst griechischer Herkunft waren. Noch unsicher über den Verbleib der griechischen Flotte erreichten die persischen Kommandeure bald einen Boten, den Xerxes persönlich gesandt hatte. Dieser brachte freudige Nachrichten. Xerxes sei bei Thermopylen eingetroffen, habe dort die griechische Armee gestellt und einen entscheidenden Sieg errungen. Der Pass befinde sich nun in persischer Hand und die griechischen Truppen hätten sich zurückgezogen. Die Kunde löste in der persischen Flotte Jubel aus. Die Offiziere drängten zum Ort des Sieges und eine ganze Reihe von Booten brachte sie nach Thermopylen. Dort fanden sie die Berichte bestätigt. Xerxes hatte die Engstelle eingenommen, die griechischen Verteidiger waren zurückgewichen und somit war der Weg frei für die weitere persische Invasion in Griechenland. Kapitel 9 Die Schlacht bei Thermopylae, Leonidas und die 300 Spartaner. Der Pass bei den Thermopylen war keine tief eingeschnittene Schlucht zwischen hohen Bergwänden, sondern vielmehr ein schmaler Landstreifen zwischen steilen, unzugänglichen Klippen und dem flachen Meeressaum. Über mehrere Meilen blieb dieser Küstenweg eng, wobei die Engstellen an Ein- und Ausgang am deutlichsten hervortraten, während das Zentrum etwas breiter war. Berühmt war die Stelle für ihre heißen Quellen, die einst als Badeanstalten genutzt wurden und dem Ort seinen Namen gaben, heiße Pforten. Schon lange vor Xerxes Zeit galt Thermopylae als bedeutsamer strategischer Punkt, da es die Grenze zwischen zwei oft verfeindeten griechischen Gebieten bildete, Thessalien im Norden und Phokis im Süden. Der Großteil des Terrains zwischen diesen Staaten war stark gebirgig und unpassierbar für größere Armeen, so dass jede Streitmacht, die eines der Gebiete erobern wollte, durch den schmalen Küstenstreifen bei Thermopylae ziehen musste. Um mögliche Einfälle aus Thessalien abzuwehren, hatten die Phoker in früheren Zeiten eine Mauer quer über den Pass errichtet und sie mit Toren versehen. Zusätzlich leiteten sie das Wasser der heißen Quellen so, dass der Bereich vor der Mauer schlammig und schwer überwindbar wurde. Zwar war diese Mauer bis zur Invasion Xerxes zerfallen, doch das sumpfige Gelände blieb bestehen. Ansonsten war die Gegend überwuchert und abgelegen mit Blick aufs Meer und die entfernten Höhen Euböas auf der einen Seite, während auf der anderen die schroffen, bewaldeten Berge aufragten, durchzogen von tiefen, geheimnisvollen Schluchten. Nachdem sich die Griechen aus Thessalien zurückgezogen hatten, versammelten sie sich bei Thermopylae in der Hoffnung, den Vormarsch der Perser hier aufhalten zu können. Ihr Kontingent war eher bescheiden, zwischen 3.000 und 4.000 Mann aus unterschiedlichen Gebieten Griechenlands, teils innerhalb, teils außerhalb der Peloponnes. Jede Polis schickte ein paar hundert Soldaten mit ihren Offizieren, doch der Oberbefehl lag in den Händen von Leonidas, dem König von Sparta. Er brachte 300 handverlesene Spartiaten mit, ausgewählt nach ihrer Loyalität und Tapferkeit. Thermopylae lag noch ein gutes Stück nördlich des Isthmus von Korinth. Eine Verteidigung dieses Passes sollte somit nicht nur die Peloponnes, sondern auch die weiter nördlich gelegenen Regionen schützen. Die bei Thermopylae postierten Truppen bildeten nicht die gesamte Kampfkraft Griechenlands. Es waren jene, die man schnell mobilisieren konnte. Weitere Kontingente wurden noch gesammelt, um nachzurücken. Doch Xerxes Heer kam schneller voran als erwartet. Schon bald erreichte Leonidas die Nachricht, dass eine ungeheure persische Streitmacht, möglicherweise in Millionenhöhe, nahte, während er selbst nur ein paar tausend Mann hatte, um den Pass zu verteidigen. Angesichts dieser düsteren Meldung stellte sich für die Griechen die Frage: Was nun? Einige unter ihnen, vor allem jene aus der Peloponnes,
wollten Thermopylae aufgeben und sich hinter den Isthmus zurückziehen. Sie argumentierten, dass man den Isthmus genauso gut verteidigen könnte wie Thermopylae, und bis dahin hätten sie mehr Verstärkung beisammen. Mit ihrer geringen Truppenstärke erscheine es waghalsig, die gewaltige persische Armee aufzuhalten, doch die Griechen aus den anderen Gebieten lehnten dies ab. Zögen sie sich zurück, so wäre ihr Land ohne Schutz dem Feind ausgeliefert. Nach langen Diskussionen beschlossen die Griechen, Thermopylae zu halten und sich auf eine Verteidigung vorzubereiten. Die Soldaten richteten ihre Stellungen ein und sicherten den Pass so gut es ging. Leonidas und seine 300 Spartiaten bildeten die vorderste Linie und waren bereit, den ersten Angriff abzufangen. Die übrigen griechischen Truppen, insgesamt ein paar tausend, verteilten sich im Engpass. Darunter bewachten 1000 Phoker die Hänge oberhalb der Passage, denn sie stammten aus der benachbarten Gegend und hatten die meisten Soldaten gestellt. Bei aller Härte und Disziplin legten die Spartaner Wert auf langes Haar, das sie als Freie trugen. In Sparta war es üblich, dass die Sklaven, die alle körperlichen Arbeiten verrichteten, kurze Haare hatten, während die Krieger ihr Haar wachsen ließen, ein Zeichen ihrer Würde. Obwohl die Spartaner für ihre karge, brutale Lebensweise bekannt waren, besaßen sie doch einen ausgeprägten Stolz und ein aristokratisches Selbstverständnis. Sie galten als Krieger und gestalteten ihre äußere Erscheinung gerade für den Kampf besonders sorgfältig. So schmückten sie sich für die bevorstehende Schlacht, als bereiteten sie sich auf eine Aufführung vor, auf der sie ihren Mut, aber auch ihre persönliche Haltung zeigen wollten. Unterdessen näherte sich Xerxes mit seinem riesigen Heer dem Pass. Zwar war er überzeugt, dass die Griechen keinen ernstzunehmenden Widerstand leisten konnten, doch vermutete er, sie würden bei Thermopylae einen Versuch unternehmen, ihn aufzuhalten. Als er sich näherte, schickte er einen Reiter voraus, um das Gelände zu erkunden. Vorsichtig ritt dieser bis in Sichtweite der Spartaner, behielt aber genug Abstand, um notfalls flüchten zu können. Die Spartaner bemerkten ihn, ließen sich davon jedoch nicht beirren und setzten ihre Vorbereitungen fort. Der Reiter beobachtete, wie die Griechen einen Wall quer über den Pass errichtet hatten, wobei die Spartaner davor Stellung bezogen. Dahinter sah er nichts, denn weitere Truppen waren nicht erkennbar. Besonders fiel ihm das ungewöhnlich gelassene Verhalten der Spartaner auf. Einige betrieben Leibesübungen, andere richteten ihre leuchtend rote Kleidung her oder kämmten sorgfältig ihr langes Haar. Es wirkte beinahe so, als würde man sich hier für ein Fest rüsten, nicht für die wohl entscheidendste Schlacht ihrer Zeit. Doch trotz dieser scheinbar unbesorgten Haltung war den Spartanern bewusst, dass sie dem Tod ins Auge sahen. Sie rechneten mit einem grausamen, blutigen Sterben, Mann für Mann. Ihre sorgfältige Pflege und das Schmücken dienten nicht der Eitelkeit, sondern waren eine Art rituelle Vorbereitung auf ihren letzten Kampf. Als der persische Späher zu Xerxes zurückkehrte und Bericht erstattete, fand dieser die Situation eher belustigend. Er rief Demaratos, den geflohenen spartanischen König, zu sich, um dessen Einschätzung zu hören. Xerxes sagte: Die Spartaner dort im Pass scheinen sich wie auf einem Ausflug zu benehmen, anstatt sich auf eine Schlacht vorzubereiten. Selbst du, Demaratos, musst zugeben, dass sie wohl nicht ernsthaft gegen unsere gewaltige Streitmacht ankämpfen wollen. Ihr Verhalten widerspricht jeder vernünftigen Strategie angesichts unserer Übermacht. Demaratos hörte Xerxes ruhig zu und entgegnete vorsichtig: Großer König, du missverstehst die Griechen. Ich fürchte, was ich dir sagen werde, gefällt dir nicht. Doch jene Männer sind wirklich Spartaner und wissen sehr wohl, dass ihnen eine verzweifelte Schlacht bevorsteht. Gerade weil sie sich kämmen und üben, sind sie kampfbereit. Das sind die Krieger, vor denen du dich am meisten hüten musst. Wenn du sie besiegst, wirst du in Griechenland auf wenig weiteren Widerstand treffen. Xerxes hielt diese Warnung für lächerlich. Seiner Meinung nach wartete dort nur eine kleine Vorhut, die sich rasch zurückziehen würde, sobald sie die volle Stärke seiner Armee sähe.
Deshalb rückte er mit seinem Heer bis zum Eingang des Passes vor und schlug Lager auf, in der Annahme, die Griechen würden bald weichen und ihm den Weg freigeben. Doch die Griechen rührten sich nicht. Sie verharrten in ihren Stellungen und zeigten keine Furcht vor dem riesigen persischen Heer nur wenige Schritte entfernt. So vergingen mehrere Tage, in denen Xerxes zunehmend über ihre Hartnäckigkeit staunte. Nach 4 Tagen des Wartens entschloss sich Xerxes endlich zu handeln. Am 5. Tag befahl er einer Abteilung seiner Truppen, genauer gesagt einer Einheit von Medern, die für ihre Schlagkraft bekannt waren, in den Pass vorzurücken und die Griechen lebend gefangen zu nehmen. Er rechnete mit einem schnellen und leichten Sieg. Die Meder marschierten in die Engstelle, doch schon bald traf ein erschöpfter Bote auf Xerxes und bat um Verstärkung. Xerxes schickte zusätzliche Soldaten, aber bis zum Einbruch der Nacht kehrte nur eine kleine Gruppe zurück, die Verwundete mit sich führte. Die meisten ihrer Gefährten lagen tot im Pass. Es war ihnen nicht gelungen, die griechischen Stellungen zu durchbrechen. Xerxes war fassungslos und wütend. Um endlich ein Ende zu machen, befahl er tags darauf seinen Elitetruppen, den Unsterblichen, in die Schlacht. Er war überzeugt, dass diese Soldaten den Durchbruch schaffen würden. Selbst stellte er sich auf einen Thron auf einem Hügel, um den unvermeidlichen Sieg persönlich zu sehen. Die Griechen jedoch blieben ruhig und entschlossen. Sie standen gedrängt in der schmalen Passage, bereit, die nächste persische Attacke abzuwehren. Der Boden war vom vorangegangenen Kampf mit persischen Leichen übersät, manche gut sichtbar, andere halb versunken im morastigen Untergrund, was das Schlachtfeld noch bedrohlicher machte. Als die Unsterblichen angriffen, merkten sie schnell, dass ihre zahlenmäßige Überlegenheit in dem Engpass wenig nutzte. Auf dem engen Raum konnten sie ihre Masse nicht ausspielen. Die gut trainierten und disziplinierten Griechen hielten stand wie eine Mauer. Mit ihren längeren Speeren und ihrer überlegenen Körperkraft konnten sie die Perser zurückdrängen und ihre Formation aufrechterhalten. Gelegentlich zogen sich die Griechen ein Stück weit zurück, täuschten den Gegner so über ihren wahren Zustand. Die Perser wähnten sich dann im Vorteil und stürmten nach, nur um sich plötzlich einer erneuten griechischen Attacke gegenüberzusehen, bei der die Verluste der Angreifer noch höher ausfielen. Xerxes, der das Geschehen vom Hügel aus beobachtete, geriet in Zorn. 3-mal sprang er auf, schrie vor Wut, als er erkennen musste, dass selbst seine besten Truppen keinen Fortschritt machten. Er murmelte vor sich hin: Woher kommen diese verfluchten Spartaner? Wie können sie es wagen, meiner Elite die Stirn zu bieten? Wissen sie denn nicht, dass ich, sobald ich diesen Pass überquere, ihre Heimat vollständig zerstören werde? Ihre Häuser, ihre Schutzbauten und sogar ihre Familien. Sehen Sie nicht, dass ich eine Millionenschar in den Krieg geführt habe, direkt bis vor ihre Tore? Es gibt nur einen Sieger in diesem Kampf, und das bin ich. Sie mögen sich winden, doch ihr Widerstand wird mich nur grausamer machen. Trotz aller Bemühungen der Unsterblichen blieb Xerxes Angriff an diesem Tag ohne Erfolg. Bei Einbruch der Dunkelheit mussten sie sich zurückziehen. Die Griechen hielten ihre Stellung ungebrochen. Einige Tage lang änderte sich daran kaum etwas. Dann erschien eines Morgens ein Grieche namens Ephialtes bei Xerxes und behauptete, er verfüge über äußerst wichtige Informationen. Er bat um eine Unterredung mit dem König und erklärte, er kenne einen geheimen Gebirgspfad, über den die Perser die Griechen umgehen und sie von hinten angreifen könnten. An diesem Punkt hoch über dem Pass würden die Perser die Griechen in die Zange nehmen und ihnen jede Fluchtmöglichkeit abschneiden. Der Pfad sei kaum jemandem bekannt, aber Ephialtes sei bereit, die Perser dorthin zu führen. Gegen eine angemessene Belohnung, versteht sich. Xerxes war hoch erfreut über diese Kunde, stimmte Ephialtes Vorschlag sofort zu und stellte noch in derselben Nacht ein Kommando zusammen, um den geheimen Weg zu nehmen. Nördlich von Thermopylae floss ein kleiner Bach durch eine enge, wilde Schlucht ins Meer. Von dort aus zweigte der geheime Pfad ab, dem Bach aufwärts folgend,
ehe er sich nach Süden wand und sich durch eine Reihe von unwegsamen Bergtälern schlängelte. Schließlich kam er an einem Punkt hinter dem unteren Bereich des Passes heraus, sodass die Perser von oben auf die Griechen hinabsteigen konnten. Eigentlich war dort eine 1000 Mann starke Truppe der Phoker stationiert, um das Gebiet zu sichern, doch sie wussten nichts von diesem verborgenen Weg. Ihre Aufgabe war es, den Pass zu verteidigen und gegebenenfalls den Griechen unten beizustehen, nicht einen Angriff aus dem Hinterland abzuwehren. Die persische Abordnung stieg in der Nacht auf dem schmalen, gefährlichen Pfad aufwärts, über Felsen und an steilen Klippen vorbei. Bei Tagesanbruch erreichte sie die Gegend um das phokische Lager, noch verborgen im dichten Dickicht knorriger Eichen, die die Hänge bewuchsen. In der stillen Morgenluft hörten die phokischen Wachen, wie das Laub raschelte, als sich die Perser näherten. Beide Seiten trafen völlig unerwartet aufeinander. Die Perser hatten nicht damit gerechnet, auf solch einer Höhe auf Feinde zu stoßen, und die Phoker waren überzeugt gewesen, dass das Hinterland ihres Lagers unwegsam sei und kein Feind von dort aus auftauchen könnte. Es kam zu einem kurzen, heftigen Gefecht. Die überraschten Phoker wurden rasch von ihrer Position verdrängt und zogen sich weiter nach Süden ins Gebirge zurück. Die Perser verzichteten darauf, sie zu verfolgen. Stattdessen verschanzten sie sich an einem günstig gelegenen Punkt an den unteren Berghängen, um den darunterliegenden Pass kontrollieren zu können. Dort warteten sie auf weitere Befehle von Xerxes. Unten in der Enge erkannten die versammelten Griechen unterdessen, in welch bedrohliche Lage sie geraten waren. Schon bald könnten sie von den Persern umzingelt werden. Zwar blieb ihnen noch Zeit, sich zurückzuziehen, aber sie wussten, dass ihnen bei weiterem Ausharren ein Angriff von 2 Seiten drohte, ihre Versorgungswege abgeschnitten würden und letztlich Hungersnot drohte. In hastig einberufenen Beratungen wurde über das weitere Vorgehen debattiert. Die Berichte über diese Diskussion sind teilweise widersprüchlich, aber man nimmt an, dass Leonidas vorschlug, die meisten griechischen Truppen sollten sich zurückziehen und nur die Spartaner blieben vor Ort. Leonidas soll zu den anderen Griechen gesagt haben: Euch steht es frei zu gehen. Nach euren Gesetzen könnt ihr die praktischen Überlegungen anstellen und euch dafür entscheiden, euch zurückzuziehen, wenn es euer Wohl erfordert. Doch für uns Spartaner gibt es diese Wahl nicht. Wir wurden hierher entsandt, um den Pass von Thermopylae zu halten, und ohne Befehl zum Rückzug haben wir hier auszufahren. Wenn wir kämpfen und sterben müssen, dann ist das unser Los. Die Perser können nur über unsere Leichen hinüber. Euer Pflicht ist der Rückzug. Unsere Pflicht ist hier. So mochte es für Außenstehende sinnlos erscheinen, 300 Mann in einer aussichtslosen Lage dem Tod zu überlassen. Doch Leonidas' Entschluss, den anderen Griechen den Rückzug zu gewähren und selbst zu bleiben, erlangte in der Nachwelt großen Respekt. Zwar wurde seine Entscheidung oft als strategisch wenig sinnvoll kritisiert, doch zugleich wird sie als selbstlos und heldenmütig verehrt. Leonidas' unbeugsames Festhalten an der Ehre, obwohl es den sicheren Tod bedeutete, hat über Jahrhunderte hinweg die Menschen inspiriert, trotz seines tragischen Endes. Übrigens entließ Leonidas nicht alle Griechen. Er behielt ein Kontingent Thebaner bei sich, weil er argwöhnte, sie könnten womöglich zu den Persern überlaufen. Ob er sie aus Misstrauen quasi als Geiseln behielt oder sie zwingen wollte, ihre Loyalität unter Beweis zu stellen, ist unklar. Jedenfalls blieben sie, unter Zwang, zusammen mit den Spartanern. Einige wenige andere Griechen erklärten sich freiwillig bereit, aus Solidarität zu bleiben. Die große Mehrheit der griechischen Truppen aber zog sich zurück, während Leonidas, seine 300 Spartiaten und die widerwilligen Thebaner sich auf ihren letzten Kampf vorbereiteten. Am nächsten Morgen traf Xerxes die letzten Vorbereitungen zum entscheidenden Angriff. Noch vor Tagesanbruch vollzog er mit seinem Heer religiöse Rituale, um göttlichen Beistand zu erbitten. Anschließend nahm er sein Frühstück ein und wartete die wärmsten Stunden des Tages ab, bevor er den Befehl zum Angriff gab. Zu seiner Überraschung hatten sich Leonidas und seine Männer nicht hinter ihren Befestigungen verschanzt,
sondern waren ins freiere Gelände der Engstelle vorgerückt, bereit, dem Schicksal offen entgegenzutreten. Es folgte ein furchtbarer Kampf, härter und erbitterter als alle vorangegangenen. Der eigentliche Zweck dieser Schlacht schien nur noch in gegenseitiger Vernichtung zu liegen. Die Auseinandersetzung wurde noch verbissener, nachdem Leonidas selbst gefallen war. Mehrfach kämpften beide Seiten um die Leiche ihres Kommandeurs, beinahe so, als ginge es nun weniger um Rache als um das Symbol seines toten Körpers. 4-mal eroberten die Perser den Leib von Leonidas, 4-mal entrissen die Griechen ihn ihnen wieder. Am Ende zogen sich die Griechen mit dem Leichnam in ihre Stellung zurück. Sie wichen über ihre Befestigungslinie zurück auf einen kleinen Hügel, an dem sich der Pass etwas öffnete. Nur noch wenige Krieger waren übrig, erschöpft und schwer verwundet. Ihre Schwerter und Speere waren zerbrochen, der größte Teil ihrer Gefährten tot. Dennoch führten sie den Kampf in wilder, beinahe tierischer Raserei fort, griffen zu Fäusten und Zähnen, wo Waffen fehlten. Erst als keiner von ihnen mehr stehen konnte, endete ihr Widerstand in einem Meer von Blut und Tod. Im Nachhinein hörte man Gerüchte, dass doch einige überlebt hätten. Eine Geschichte erzählt von 2 Soldaten, die wegen schwerer Augenentzündungen in einer nahen Ortschaft zurückgeblieben waren. Einer von ihnen, als er erfuhr, dass seine Kameraden ausharrten, ließ sich auf das Schlachtfeld führen, während sein Diener in Angst floh. Er kämpfte und starb Seite an Seite mit den anderen. Der zweite Kranke überstand den Kampf und geriet bei seiner Rückkehr nach Sparta in Schande, weil er das Ruhmeslos teilte, während seine Gefährten den glorreichen Tod gefunden hatten. Was die Thebaner betraf, so ergaben sie sich früh im Kampf und liefen als geschlossene Einheit zu den Persern über. Nach der Schlacht begab sich Xerxes selbst auf das Schlachtfeld, um die Lage zu begutachten. Der Boden war übersät mit tausenden Toten, größtenteils Perser. Die Mauern der griechischen Verteidigung waren eingerissen und die Lücken in den Barrikaden gefüllt von Leichen. Wo das Thermalwasser den Boden in Sumpf verwandelte, hatte man jetzt nur noch knietiefen Morast, vermengt mit zerbrochenen Waffen und verstümmelten Körpern. Als Xerxes schließlich Leonidas Leichnam erblickte und erfuhr, dass dieser der Anführer der Spartaner gewesen war, empfand er Genugtuung. Aus erbitterter Rache befahl er, Leonidas zu enthaupten und seinen Leib ohne Kopf ans Holz zu nageln. Zudem ließ Xerxes eine große Grube anlegen, in der beinahe alle persischen Gefallenen verscharrt wurden. Nur etwa 1000 Körper blieben unbestattet liegen. Eine bewusste Manipulation, um den tatsächlichen Umfang der Verluste zu verschleiern. Die Grube wurde sorgsam mit Laub bedeckt, damit niemand ahnte, was darunter verborgen war. Danach sandte Xerxes einen Boten zu den Offizieren seiner Flotte, um sie einzuladen, das Schlachtfeld zu besichtigen. Darauf bezog sich jene Nachricht, von der am Ende des vorangegangenen Kapitels die Rede war. Wichtig zu bedenken, die Ereignisse an Land und zur See spielten sich gleichzeitig und in derselben Region ab. Thermopylae, wo sich das Bodengefecht abspielte, lag direkt an der Küste gegenüber dem Meer, wo die persische und die griechische Flotte sich bekämpften. Während Xerxes auch versuchte, die griechischen Verteidiger zu durchbrechen, rang seine Marine mit der griechischen Flotte vor der Küste. Nach der Schlacht ließ Xerxes Demaratos, den spartanischen Exilanten, rufen. Er befragte ihn, wie viele weitere Kämpfer vom Schlage Leonidas und seiner 300 es in Griechenland gäbe. Demaratos antwortete: Großer König, ich kann dir keine genaue Zahl für ganz Griechenland nennen, doch in Sparta allein stehen mindestens 8000 Mann, die ebenso tapfer und entschlossen kämpfen wie Leonidas und seine 300. Diese Männer werden eher sterben, als sich zu ergeben. Daraufhin fragte Xerxes Demaratos nach dessen Rat, wie er nun den Rest Griechenlands erobern könne. Dieses Gespräch fand im Beisein mehrerer persischer Adliger und Militärführer statt, darunter auch dem Admiral der Flotte, der an Land gekommen war, um die Folgen der Schlacht zu begutachten. Demaratos erwiderte:
Wenn du nun überlegst, wie du Griechenland weiter bezwingen willst, so lass mich einen Vorschlag machen. Einen direkten Angriff auf die Peloponnes zu führen, besonders am Isthmus von Korinth, wird höchst schwierig. Die Spartaner und ihre Verbündeten werden den Engpass dort ebenso hartnäckig verteidigen, wie wir es hier erlebt haben. Doch es gibt eine klügere Variante. Vor der Küste Spartas liegt die Insel Kythera. Eroberst du sie, gewinnst du einen strategischen Stützpunkt, von dem aus du Stoßtrupps ans Festland schicken kannst. Du könntest so die gesamte peloponnesische Küste bedrohen und die Spartaner in Angst und Schrecken versetzen. Sende 300 Schiffe mit einer starken Truppe dorthin und nimm Kythera ein. Sobald du diese Insel kontrollierst, liegt die ganze Peloponnes in deiner Reichweite. Spartas Abwehr würde dadurch geschwächt werden. Der Admiral in Xerxes Flotte widersprach jedoch entschieden. Der Admiral sagte: Großer König, ich muss von diesem Plan dringend abraten. Wenn wir 300 Schiffe nach Kythera schicken, schwächen wir unsere Flotte gewaltig. Wir haben schon 400 Schiffe durch Stürme verloren, und würden wir ein weiteres großes Kontingent abspalten, bliebe der Rest zu klein, um der griechischen Flotte erfolgreich die Stirn zu bieten. Ich rate Heer und Flotte beisammen zu lassen und gemeinsam vorzugehen. Die Marine kann die Küste sichern, während das Landheer vorrückt. So behalten wir unsere volle Stärke auf beiden Schauplätzen. Und bedenkt, Demaratos ist Grieche. Obwohl er an eurem Hof weilt, ist nicht ausgeschlossen, dass er uns in die Irre führen oder gar die Expedition sabotieren möchte. Wir dürfen nichts riskieren, das auf solch unsicherem Rat fußt. Xerxes hörte beide Seiten und entschied sich, dem Admiral zu folgen. Er sagte zu ihm: Ich werde deinem Ratschlag folgen, doch niemand soll es wagen, Demaratos anzugreifen. Ich bin sicher seiner Loyalität. Damit endete die Sitzung. Kapitel 10 – Die Zerstörung der Akropolis. Athen in Flammen. Nachdem die persischen Offiziere das Schlachtfeld bei den Thermopylen besichtigt und die Berichte über die dort ausgetragenen Kämpfe gehört hatten, kehrten sie auf ihre Schiffe zurück. Ihr nächstes Ziel war die Verfolgung der griechischen Flotte, die sich nach Salamis zurückgezogen hatte. Schließlich kam es dort zur berühmten Seeschlacht von Salamis, einem der berühmtesten Seegefechte der Antike. In diesem Kapitel jedoch konzentrieren wir uns auf das Vorrücken der persischen Armee an Land. Da Xerxes nun den Thermopylenpass kontrollierte, stand ihm der Weg ins zentrale Griechenland offen. Die nächste große Verteidigungsstellung der Griechen konnte frühestens am Isthmus von Korinth erwartet werden, wo sie vermutlich einen stärkeren Widerstand aufbauen würden. Nördlich des Isthmus hingegen lag das Land nahezu ungeschützt. Die Landschaft bestand aus vielen Tälern, Flüssen und Schluchten, was es den Griechen unmöglich machte, alle Zugänge effektiv zu sichern. Alles, was Xerxes Streitmacht benötigte, waren einheimische Führer, die ihnen den Weg durch die Region zeigen konnten. Die Thessalier, die sich bereits vor der Schlacht bei den Thermopylen Xerxes unterworfen hatten, waren nur zu gerne bereit, als Führer zu dienen. Sie waren nun Verbündete der Perser, nicht zuletzt wegen ihres Hasses auf die Phoker, die südlich von Thermopylae lebten. Thessalier und Phoker waren schon lange verfeindet und hatten in der Vergangenheit oft gegenseitige Plünderungszüge durch den schmalen Pass der Thermopylen unternommen. Während die Thessalier sich Xerxes ergaben, hatten sich die Phoker entschieden, gegen ihn zu kämpfen und sich den anderen griechischen Staaten anzuschließen. Die Rivalität zwischen Thessaliern und Phokern dürfte auch eine Rolle bei der Entscheidung der Phoker gespielt haben, sich Xerxes nicht zu unterwerfen. Womöglich war es weniger reiner Patriotismus oder die Treue zum Rest Griechenlands. Vielmehr wollte man nicht dieselbe Seite wählen wie die verhassten Thessalier. Dass diese sich freiwillig ergaben, bestärkte die Phoker nur darin, den Widerstand aufrechtzuerhalten. Die Feindschaft der Thessalier gegenüber den Phokern war sowohl tiefgehend als auch von Kränkungen geprägt, insbesondere nach einer Reihe peinlicher Niederlagen. Während einer ihrer Einfälle in das Gebiet der Phoker waren sie von diesen mehrfach ausgetrickst worden.
Zwei der phokischen Verteidigungsstrategien waren besonders ungewöhnlich und höchst erfolgreich. Hi. Bei der ersten Strategie sahen die Phoker keine Möglichkeit, die einfallenden, zahlenmäßig überlegenen Thessalier im offenen Kampf zu besiegen. Stattdessen verkleideten sich 600 Phoker, indem sie ihre Gesichter, Arme, Kleidung und Waffen mit weißer Kreide bemalten, sodass sie gespenstisch wirkten. Bei Nacht, vermutlich unter Mondschein, überfielen sie das thessalische Lager. Die thessalischen Wachen waren entsetzt angesichts dieser weiß leuchtenden Gestalten und ergriffen panikartig die Flucht. Die plötzlich erwachten Thessalier gerieten ebenso in Verwirrung. Sie sahen nur gespenstische Angreifer und wussten nicht, was vorging. Somit verlor das feindliche Heer jegliche Ordnung. Normalerweise sind Nachtangriffe für beide Seiten äußerst riskant, doch die Phoker umgingen das Problem, da ihre Verkleidung sie klar von den Thessaliern unterschied. So brachten sie dem Feind eine demütigende Niederlage bei. Die zweite Strategie zielte darauf ab, die berühmte thessalische Kavallerie zu neutralisieren, welche in der damaligen Welt als besonders schlagkräftig galt. Die weiten Ebenen Thessaliens eigneten sich vorzüglich für die Pferdezucht, und die umliegenden Berge boten reichlich Weidegründe. Die Reiterei Thessaliens war in anderen griechischen Staaten sehr begehrt, und viele Feldherren sahen ihre Armee erst mit thessalischen Reitern als vollwertig an. Bei einer Invasion der Thessalier setzten diese ihre Kavallerie ein. Die Phoker wussten, dass sie im direkten Kampf unterlegen waren. Deshalb gruben sie einen langen Graben in den Boden, legten darin Körbe oder Fässer aus, die sie mit einer dünnen Erdschicht verdeckten. Darauf streuten sie Laub, um den Boden unberührt erscheinen zu lassen. Dann täuschten die Phoker einen Rückzug vor und lockten die thessalische Reiterei an jenen Ort. Sie selbst überquerten sicher den schmalen, verborgenen Graben. Doch als die Reiter dort anlangten, brachen die Pferde samt den Reitern ein. Die thessalische Kavallerie geriet in Chaos, woraufhin die Phoker sich umdrehten und die verwirrten Gegner mühelos niedermachen konnten. Diese Erlebnisse hatten die Thessalier tief beleidigt und ihren Wunsch nach Vergeltung geschürt. Als Xerxes nun gegen die Phoker zog, erklärten sich die Thessalier mehr als bereit, ihn durch das Gebiet zu führen und Rache zu nehmen. Unter dem Vormarsch des riesigen persischen Heeres gerieten die Menschen der Region in Panik. Die Invasoren zogen durch das malerische Tal des Kephisos, bekannt für seinen Reichtum an Siedlungen, Feldern und Dörfern. Die persische Armee verhielt sich wie ein vernichtender Sturm, plünderte alle beweglichen Güter und vernichtete den Rest. 12 Städte in diesem Tal wurden niedergebrannt, die Einwohner in Sklaverei geführt, getötet oder grausam behandelt. Frauen, Mütter wie junge Mädchen erlitten schreckliche Schicksale durch die Übergriffe der Soldaten, viele kamen dabei ums Leben. Besonders im Fokus stand Xerxes Angriff auf Delphi, eine heilige Stadt, die als Sitz des berühmten Orakels galt. Das Städtchen lag an den Hängen des Berges Parnass, nahe der legendären Kastalia-Quelle, und hatte im gesamten griechischen Kulturraum eine herausragende Bedeutung. Der Berg Parnass ist eigentlich ein kurzes Gebirgsmassiv. Die höchste Erhebung, ebenfalls am Parnass genannt, ragt rund 2500 Meter in die Höhe und ist weite Teile des Jahres von Schnee bedeckt. Wenn dieser Schnee taut, kommt eine karge, felsige Landschaft zum Vorschein, wo Moose und einige wenige widerstandsfähige Pflanzen in geschützten sonnigen Ecken gedeihen. Vom Gipfel hat man eine weite Aussicht über ganz Griechenland. Der Golf von Korinth schimmert wie ein silbriger See zu Füßen des Berges. Nördlich erstreckt sich das weite thessalische Becken, an dessen Rand sich die fernen blauen Konturen von Olymp, Pelion und Ossa abzeichnen. Der Parnass besitzt 2 Hauptgipfel. Dazwischen bildet sich eine Klamm, die zu einem hübschen Tal ausläuft. Dort finden sich laubreiche Bäume, saftiges Grün und bunte Wiesen.
Inmitten dieses Tales sprudelt aus dem Gestein die Castalia-Quelle. Ihr Wasser ergießt sich in Felsenbächen, durch grüne Schluchten, bis es zu einem sanften Bach wird, der schließlich ins Meer mündet. Nach griechischer Vorstellung war dies der heilige Quell des Gottes Apollon und der Musen, der Dichter und Künstler inspirierte. Delphi selbst lag auf den tiefer liegenden Hängen des Parnass, hoch über der umliegenden Landschaft. Es war wie ein Amphitheater in eine natürliche Mulde des Berges gebaut. Zu beiden Seiten schlossen sich steile Felsabbrüche an. In der Antike galt es als nahezu uneinnehmbar, zum einen durch seine Lage, zum anderen durch den Glauben, die Gottheit Apollon beschütze es persönlich. Neben dem berühmten Orakel war Delphi bekannt für seine prachtvollen Bauten, seinen Reichtum und die Fülle an Kunstschätzen, die sich dort im Lauf der Zeit angesammelt hatten. Herrscher aus aller Welt hatten Geschenke und kostbare Votivgaben nach Delphi gebracht, um den Rat des Orakels einzuholen. Manche stifteten prachtvolle Tempel, andere Kolonnaden, wiederum andere verzierten die Straßen mit Statuen oder überließen goldene und silberne Gefäße. So war Delphi zu einer der prachtvollsten und wohlhabendsten Städte der alten Welt aufgestiegen, bewundert wegen seiner Schönheit und wertgeschätzt wegen des Orakels, besonders in Krisen- oder Zweifelszeiten. Zur Zeit Xerxes hatte Delphi bereits Jahrhunderte an Ruhm angesammelt. Die Legende berichtet, dass dessen Entdeckung auf eine denkwürdige Begebenheit mit Hirten zurückgeht, die beim Hüten ihrer Ziegen bemerkt hatten, wie sich die Tiere in der Nähe einiger Felsspalten seltsam verhielten. Neugierig geworden, näherten sich die Hirten den Spalten und verspürten einen Rausch, verursacht durch ungewöhnliche Ausdünstungen. In jener Epoche galt alles Unerklärliche als göttlich. Man nahm an, dieser Wind mache die Menschen empfänglich für übernatürliche Eingebungen. So entstand schon bald ein Heiligtum. Priester und Priesterinnen wurden eingesetzt, und um dieses Zentrum herum entwickelte sich die Stadt. Über Generationen hinweg wuchs Delphis Ruf als mächtigstes Orakel der Erde, und die dort angesammelten Reichtümer, größtenteils Geschenke und Weihegaben, unterstanden angeblich göttlichem Schutz. Obwohl Delphi dank seiner abgelegenen Lage und Befestigungen teils geschützt war, beruhte seine Hauptsicherheit auf dem Glauben, dass ein Angriff als Frevel gegen die Götter bestraft würde. Wie die alten Historiker berichten, schlugen Xerxes Truppen bei Delphi letztlich auf wundersame Weise fehl. Wir erzählen die Geschichte in derselben Form, in der sie überliefert ist. Während das Hauptheer Xerxes auch weiter nach Süden zog, Athen als sein Hauptziel vor Augen, löste sich eine größere Abteilung und schwenkte nach Westen, um Delphi zu überfallen. Ihre Mission: die kostbaren Tempelschätze zu plündern und Xerxes als Beute darzubringen. Als die Einwohner Delphis von diesem Vorhaben erfuhren, packte sie Todesangst. Sie wandten sich an ihr Orakel und fragten, wie sie die heiligen Reichtümer schützen könnten. Angesichts ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit war unklar, ob sie die Schätze besser verstecken, etwa vergraben, oder in ein fernes, sichereres Gebiet bringen sollten. Das Orakel gab den Delphiern eine unmissverständliche Antwort. Sie sollten sich nicht um die heiligen Schätze sorgen. Die Götter selbst würden das schützen, was ihnen gehöre. Die einzige Pflicht der Menschen sei es, sich und ihre Familien in Sicherheit zu bringen. Durch diese göttliche Zusicherung beruhigt, hörten die Delphier auf, sich um den Tempelschatz zu kümmern. Sie konzentrierten sich stattdessen darauf, ihre Familien und ihren eigenen Besitz in sicherere Gebiete im Süden zu evakuieren. Nur eine kleine Streitmacht und einige wenige Bewohner blieben in Delphi zurück. Als die persische Abteilung Delphi näher kam, ereignete sich im Tempel ein seltsames und bedrohliches Ereignis, das offenbar die Eindringlinge warnen sollte. In den heiligen Räumen des Tempels befanden sich kunstvoll verzierte Waffen, wahrscheinlich ein Weihegeschenk irgendeines griechischen Herrschers oder Stadtstaats. Normalerweise lagen diese Waffen im unzugänglichen, innersten Teil des Tempels, wo niemand sie berühren durfte.
Doch ausgerechnet an dem Tag, an dem die Perser sich näherten, fand man diese Waffen plötzlich nach vorn, zum Eingang des Tempels hin, verlegt. Der Priester, der sie entdeckte, war zutiefst erschrocken. Als sich die Nachricht unter den Soldaten und den wenigen Anwesenden in Delphi verbreitete, gab sie ihnen neue Hoffnung und Mut. Und tatsächlich erfüllte sich die Hoffnung auf göttliche Hilfe. Kaum hatten die persischen Truppen das Gebirge in der Nähe von Delphi erreicht, zog plötzlich ein Unwetter auf. Ein heftiger Donnerschlag erschütterte die Luft, und ein Blitz schlug in die nahegelegenen Felsen ein. Dadurch lösten sich 2 riesige Felsbrocken, die polternd in die Reihen der persischen Soldaten stürzten. Inmitten des so ausgelösten Chaos starteten die delphischen Verteidiger einen Angriff. Hinzu kam das Auftauchen 2 mythischer delphischer Helden, die in der Überlieferung als hochgewachsene, vollständig gerüstete Krieger erschienen sein sollen und den Delphern in der Schlacht beistanden. Nachdem sie die Perser in die Flucht geschlagen hatten, verschwanden diese rätselhaften Gestalten ebenso plötzlich, wie sie gekommen waren. Während sich dies in Delphi abspielte, rückte Xerxes mit dem Hauptteil seines Heeres weiter auf Athen vor. In der Stadt herrschten bereits Angst und Verwirrung. Nachdem sich die griechische Flotte vor der Schlacht bei den Thermopylen vom Artemision nach Salamis zurückgezogen hatte, waren die führenden Athener davon überzeugt, die Stadt nicht mehr verteidigen zu können. Sie befahlen den Bürgern, so schnell wie möglich zu fliehen. Dies stürzte Athen ins Chaos, denn plötzlich machte sich eine Masse von Menschen auf, um die Stadt zu verlassen. Familien rannten durch die Gassen, beluden Karren und Schiffe mit dem, was sie tragen konnten, in der Erkenntnis, dass Athen bald in die Hände der Feinde fallen würde. Die Panik wurde noch verstärkt durch die drohende Gefahr auf See. Da die griechische Flotte nicht mehr die Gewässer vor Attika schützte, war mit einer baldigen Landung der Perser an der Küste zu rechnen. Doch noch bevor man das ganze Ausmaß der Bedrohung vom Meer her erfasste, traf eine weit schlimmere Kunde ein. Die Thermopylen waren gefallen. Damit war klar, dass nicht nur vom Meer, sondern auch von Land her die gesamte persische Armee anrückte. Die daraufhin ausbrechende Furcht war immens. Schon bald wimmelten die Straßen nach Süden und Westen von Flüchtenden, die allesamt versuchten, dem bevorstehenden Angriff zu entkommen. Man sah erbarmungswürdige Szenen von Erschöpfung, während die Athener Armee sich zum Isthmus von Korinth zurückzog, in der Hoffnung, die Peloponnes zu verteidigen. Die Zivilisten drängten an die Küste, wo Schiffe der griechischen Flotte sie aufnehmen und in Sicherheit bringen sollten. Viele flohen nach Ägina oder Salamis, andere weiter entfernte Inseln oder Küstenregionen, um dort Schutz zu suchen. Allerdings blieb ein Teil der Bevölkerung in Athen, da sie das Orakelwort von den hölzernen Mauern anders deuteten und glaubten, es beziehe sich nicht auf die Schiffe, sondern auf die Palisaden rund um die Burg. Sie verstärkten diese hölzernen Befestigungen und wollten die Akropolis verteidigen. Die Akropolis war damals eine der prachtvollsten Festungen überhaupt. Sie erhob sich auf einem steil abfallenden Felsplateau, das nur an einer Stelle zugänglich war. Oben erstreckte sich eine etwa 4 Hektar große Ebene, auf der eindrucksvolle Tempel, Kolonnaden und Tore standen, architektonische Wunderwerke, die das Können und den künstlerischen Geist der Athener widerspiegelten. Zahlreiche Statuen aus Bronze und Marmor schmückten das Plateau, darunter die berühmte, von Phidias geschaffene, rund 18 Meter hohe Minerva-Statue, die man nach der Schlacht bei Marathon errichtet hatte. Gleich rechts des Eingangs befand sich das Parthenon, einer der berühmtesten Tempel der Welt, dessen Ruinen auch heute noch von der einstigen Pracht Athens künden. Als Xerxes mit seinem Heer schließlich in Athen eintraf, war die Stadt leer und verteidigungslos, so dass er sie problemlos einnahm. Die verbleibende Bevölkerung hatte sich in die Akropolis zurückgezogen und dort die Palisaden verstärkt. Sie lagerten große Steine bereit, um sie den Berg hinunter auf jeden Angreifer zu rollen, der es wagen sollte, zum Burgtor emporzusteigen.
Nach der Plünderung und Inbrandsetzung der Stadt Athen ließ sich Xerxes auf einem Hügel gegenüber der Akropolis nieder. Dort befahl er den Bau mächtiger Belagerungsgeräte, die gigantische, in Pech getränkte Pfeile verschießen konnten. Diese Pfeile wurden angezündet und dann über die hölzerne Palisade geschossen, die bald in Flammen aufging. Dennoch war es schwierig, den Zugang zur Akropolis zu erzwingen, da der steile Aufstieg leicht zu verteidigen war und die Verteidiger die Angreifer mit Steinsalven hinabdrängten. Erst nach zähem Ringen und unter hohem Blutzoll gelang es den Persern, einen Weg entlang der Felswände zu finden, die Mauern zu erklimmen und das Burgtor von innen zu öffnen. Voller Zorn über den Widerstand töteten die Eroberer die restliche Besatzung und richteten ein Blutbad unter denjenigen an, die in der Zitadelle Schutz gesucht hatten. Dann plünderten sie die Akropolis und setzten sie in Brand. Xerxes war von seinem Triumph überwältigt. Die Vernichtung Athens war von Beginn an sein großes Ziel gewesen, der Lohn all seiner gewaltigen Vorbereitungen. Nun sandte er ohne Verzögerung einen Boten nach Susa, um die frohe Botschaft seines Sieges zu verkünden. Kapitel 11 Die Niederlage der größten Flotte der Welt durch griechische Strategie, persische Macht an hölzernen Mauern. Salamis ist eine eigentümlich geformte Insel im Saronischen Golf, nördlich von Ägina und westlich von Athen. Der Haupthafen der Stadt Athen, der Piräus, lag an der Küste gegenüber von Salamis. Die Stadt selbst befand sich 4 bis 5 Meilen landeinwärts. Von diesem Hafen bis zur Bucht an der Südseite von Salamis, wo sich die griechische Flotte versammelt hatte, waren es noch ein paar weitere Meilen. Als Xerxes Athen in Brand steckte, konnten die Menschen an Bord der griechischen Schiffe den Rauch über der Stadt leicht erkennen. Knapp 15 Meilen westlich von Salamis, über die Bucht hinweg, lag der Isthmus von Korinth. Wollte ein griechisches Heer sich von Athen zum Isthmus zurückziehen, musste es einen längeren und kurvenreichen Weg an der Bucht entlang nehmen, während die Flotte einfach direkt übersetzen konnte. Diese geografischen Gegebenheiten erklären viele der damaligen Bewegungen der griechischen und persischen Kräfte. Die Griechen hatten versucht, ihre Flotte und ihr Heer möglichst koordiniert einzusetzen. Als man noch die Thermopylen zu halten suchte, hatte sich die Flotte im Artemision in unmittelbarer Nähe zur Küste beim Pass positioniert und tagelang gegen die Perser gekämpft, solange Leonidas und seine Spartaner den Pass verteidigten. Der plötzliche Rückzug der Flotte, der die Perser überraschte, erfolgte in dem Moment, als man erfuhr, dass der Pass gefallen und Leonidas besiegt worden war. Da man nun wusste, dass das nächste große Ziel der Perser Athen sein würde, zog sich die griechische Flotte nach Salamis zurück, genauer gesagt in die Bucht zwischen Salamis und der athenischen Küste. Hier stand sie den Athenern am nächsten zur Seite. Doch kaum waren die Nachrichten eingetroffen, dass Athen gefallen war und das restliche griechische Heer sich zum Isthmus von Korinth zurückgezogen hatte, gerieten die Flottenbefehlshaber in eine verzweifelte Lage. Sollten sie in Salamis bleiben und dort eine Abwehrschlacht führen oder sich stattdessen zum Isthmus zurückziehen und sich dem Heer anschließen? Um darüber zu entscheiden, wurde ein Rat der griechischen Kommandeure einberufen. Athen und Korinth vertraten jedoch grundverschiedene Interessen. Für die Korinther schien ein Rückzug zum Isthmus sinnvoll, um ihre Heimat zu schützen und sich mit dem Heer zu vereinen, während die Athener befürchteten, man würde damit Attika völlig schutzlos den Persern überlassen. So gab es unter den Griechen heftigen Streit über das weitere Vorgehen. Zum Zeitpunkt dieser Versammlung war zwar bekannt, dass die persischen Streitkräfte in überlegener Zahl nach Attika vorrückten und Athen keine Soldaten mehr zur Verteidigung übrig hatte, aber man hatte noch keine endgültige Bestätigung vom Fall der Stadt. Plötzlich kam während der Diskussion die Nachricht, dass Athen tatsächlich eingenommen worden sei und sämtliche Verteidigungsanlagen zerstört waren. Für viele war das die Entscheidung.
Die Kommandeure aus Korinth und weitere Peloponnesier sahen nun keinen Nutzen mehr darin, bei Salamis zu verweilen. Sie hielten es für klüger, sich sofort zum Isthmus zurückzuziehen. Der Rat endete im Durcheinander. Jeder Befehlshaber ging zu seinem Schiff zurück und die Peloponnesier beschlossen, am kommenden Morgen in See zu stechen. Eurybiades, der Oberkommandierende der griechischen Flotte, begriff, dass er nicht alle Schiffe in Salamis würde halten können, wenn ein Teil unbedingt abziehen wollte. Zähneknirschend entschied er sich daher, dem Wunsch der Peloponnesier nachzugeben und sich mit der gesamten Flotte zum Isthmus zu begeben. Er befahl, alle Schiffe sollten sich bei Tagesanbruch abmarschbereit machen. Es war bereits Nacht, als die Ratsversammlung endete. Die Kommandeure kehrten auf ihre Schiffe zurück, um ihre Crews vorzubereiten. Unter den athenischen Offizieren ragte besonders ein Stratege namens Themistokles hervor. Kurze Zeit, nachdem er vom Rat zurückgekehrt war, erschien ein Athener namens Mnesiphilos an Bord. Er war in der Dunkelheit herübergerudert, um mit Themistokles über die Entscheidungen für den nächsten Tag zu sprechen. Er fragte Themistokles, was der Rat beschlossen hatte. Themistokles erklärte: Man hat beschlossen, Salamis zu verlassen und sich zum Isthmus zurückzuziehen. Daraufhin warnte Mnesiphilos eindringlich: Wenn das geschieht, werden wir nie mehr eine Schlacht führen. Sobald wir diesen Stützpunkt aufgeben, zerfällt die Flotte. Jeder Kommandeur segelt davon, um seine eigene Stadt zu verteidigen oder sich in Sicherheit zu bringen. Wir werden nie wieder alle Geschwader vereinen können. Das Bündnis löst sich auf, und weder Eurybiades noch sonst jemand könnte das verhindern. Mnesiphilos sprach mit so großer Leidenschaft und Klarheit, dass Themistokles erkennbar ins Grübeln kam. Er schwieg, doch an seiner Miene zeigte sich, wie sehr ihn Mnesiphilos' Worte beunruhigten. Mnesiphilos drängte ihn, sofort zu Eurybiades zu gehen und ihn zu einer erneuten Ratsversammlung zu bewegen, damit der Beschluss rückgängig gemacht würde. Ohne zu antworten verließ Themistokles die Stelle und ließ sich im Dunkeln zu Eurybiades Schiff rudern. Mnesiphilos hatte damit seine Aufgabe erfüllt und ging wieder fort. Themistokles wurde an Bord von Eurybiades Schiff gelassen und trug ihm seine Argumente vor. Er wiederholte die Warnungen, die er von Mnesiphilos gehört hatte. Wenn man Salamis verlasse, wäre die Flotte nie wieder zusammenzuführen. Er flehte Eurybiades an, er solle einen erneuten Rat einberufen und den Rückzugsbefehl überdenken. Stattdessen solle man die Perser bei Salamis in Empfang nehmen. Eurybiades ließ sich überzeugen und ordnete unverzüglich eine neue Zusammenkunft an. Da diese Aufforderung mitten in der Nacht erfolgte, sorgte sie unter den Befehlshabern für Unruhe. War doch die vorherige Versammlung erst kurz zuvor beendet worden. Die Korinther, die sich stark für den Rückzug eingesetzt hatten, witterten eine Intrige und wollten auf keinen Fall, dass die Entscheidung rückgängig gemacht würde. Entsprechend erhitzt betraten sie den neuen Rat. Kaum waren die Offiziere beisammen, begann Themistokles schon zu sprechen, noch bevor Eurybiades den Anlass für diesen erneuten Rat erläutern konnte. Ein korinthischer Offizier fuhr ihn deswegen verärgert an. Themistokles ließ sich jedoch nicht beirren, erwiderte scharf und fuhr mit seinen Ausführungen fort. Er setzte sich erneut dafür ein, in Salamis zu bleiben. Doch diesmal ging er taktischer vor. Er vermied es, den anderen Städten eine Flucht oder eine selbstsüchtige Rückkehr in die Heimat vorzuwerfen, da ihm klar war, dass das nur Ablehnung hervorrufen würde. Stattdessen sprach er vor allem über die strategischen Vorteile eines Verbleibs in Salamis. Themistokles rief: Ich bitte euch, Admirale, die Vorzüge von Salamis zu bedenken. Hier kann unsere zahlenmäßig unterlegene Flotte die riesige persische Flotte wesentlich effektiver abwehren. Die natürliche Formation dieser Küstenlinie schützt unsere Flanken und zwingt den Feind in eine schmale Front, die schwer zu durchbrechen ist. Würden wir uns dagegen zum Isthmus zurückziehen, gäben wir uns völlig preis. Dort ist die Küstenlinie lang und verwundbar, was uns einem Großangriff weit schutzloser aussetzt. Die Armee am Isthmus bringt uns auf See wenig Nutzen. Wir wären einem übermächtigen Feind ausgeliefert.
Hier in Salamis haben wir bessere Chancen. Das Gelände ermöglicht uns einen ebenbürtigeren Kampf. Zudem dürfen wir die tausenden Flüchtlinge nicht vergessen, die in Salamis Schutz gesucht haben, darunter die Frauen und Kinder unserer eigenen Soldaten. Wenn wir Salamis aufgeben, überlassen wir sie dem sicheren Verderben durch die Perser. Das ist nicht nur eine taktische Frage, sondern auch eine moralische Pflicht. Die athenischen Seeleute waren naturgemäß entschlossen, ihre Familien zu schützen. Doch die Korinther erwiderten, dass Athen ohnehin verloren sei und man sich besser auf andere Teile Griechenlands konzentrieren sollte, die man noch retten könnte. Der korinthische Offizier, der zuvor Themistokles unterbrochen hatte, fiel ihm nun wieder ins Wort, dieses Mal noch schärfer. Er rief: Dir steht kein Rederecht zu. Ihr habt ja gar kein Vaterland mehr. Wer ohne Heimat ist, der hat in diesem Rat nichts zu suchen. Diese harsche Schmähung erboste Themistokles. Er schleuderte wütend zurück. Freund, vergiss nicht, dass wir Athener 200 Schiffe in dieser Flotte stellen. Das reicht, um uns zu einem mächtigen Verbündeten zu machen, weitaus stärker, als ihr Korinther es je sein könnt. Wir sind keine Truppe, die man ignorieren darf. Eurybiades, dies ist mein letztes Wort. Wir müssen in Salamis bleiben. Hier zu bleiben und zu kämpfen, ist unsere einzige Chance, Griechenland zu retten. Ziehen wir ab, geben wir Xerxes einen sicheren Sieg. Und sei eines gewiss, wir Athener werden uns nicht zum Isthmus begeben. Falls sich der Rest der Flotte dazu entschließt, so werden wir unsere Flüchtlinge an Bord nehmen und Griechenland verlassen. Wir segeln nach Italien, wo uns bereits Land zusteht, und gründen dort ein neues Reich. Doch ohne uns wird Griechenland der athenischen Flotte verlustig. Und ohne unsere Schiffe ist es nicht möglich, Xerxes' Invasion aufzuhalten. Diese machtvolle Erklärung verdeutlichte, wie entscheidend es war, dass die griechischen Kräfte sich nicht trennten und Salamis verteidigten. Zugleich setzte sie den Rat massiv unter Druck, sein Vorhaben zu überdenken. Eurybiades, der Oberbefehlshaber, war vielleicht nicht gänzlich von Themistokles Argumenten überzeugt. Doch die Aussicht, dass Athen seine Flotte aus dem griechischen Bündnis zurückziehen könnte, falls sich die übrigen Befehlshaber entschließen sollten, sich zum Isthmus zurückzuziehen, war zu bedrohlich, um sie zu ignorieren. Diese mögliche Abkehr Athens bewog Eurybiades schließlich, entschieden auf Themistokles Seite zu treten und die Flotte in Salamis zu halten. Die anderen Kommandeure erkannten die Brisanz der Lage und stimmten seiner Entscheidung letztlich zu. Damit endete die Versammlung und die Offiziere kehrten zu ihren Schiffen zurück, um ihre Besatzungen auf die nun offenbar unvermeidliche Schlacht vorzubereiten. Mittlerweile war es fast Morgen, als sich der Rat auflöste. Die gesamte griechische Flotte hatte die Nacht hindurch in Ungewissheit verbracht und bangte darauf, was die Befehlshaber entscheiden würden. Kurz vor Tagesanbruch wurde ihre Unruhe noch durch ein plötzliches Erdbeben verstärkt, das nicht nur das Land erschütterte, sondern auch die vor Anker liegenden Schiffe zum Beben brachte. Dieses Naturereignis erfüllte die Männer mit Furcht, da sie es als göttliche Warnung deuteten. Um möglichen Zorn der Götter zu besänftigen, ordneten sie rasch Opfer und Rituale an. Währenddessen war die persische Flotte, die zuvor zwischen der Insel Euböa und dem Festland nahe den Thermopylen gelegen hatte, weiter nach Süden gezogen, nachdem sie festgestellt hatte, dass die griechischen Schiffe jene Gewässer verlassen hatten. Sie folgte den Griechen durch die Meerenge von Euripos, umsegelte das Kap Sunium, den südlichsten Punkt Attikas, und fuhr dann nordwärts entlang der Westküste bis nach Phaleron, unweit von Salamis. Xerxes, der seinen Feldzug in Athen beendet hatte, führte sein Landheer dorthin, um sich mit der Flotte zu vereinen. An diesem Punkt schien Xerxes kurz vor dem vollständigen Sieg zu stehen. Das gesamte Gebiet nördlich der Peloponnes war unter seine Kontrolle gefallen. Das griechische Heer war zum Isthmus zurückgedrängt worden, ihrer letzten verteidigungsfähigen Stellung und einzigen Hoffnung, den Vormarsch der Perser aufzuhalten. Auf See hatte die persische Flotte die Griechen von einer Position zur nächsten vertrieben, bis sie nun in der Bucht von Salamis eingekesselt zu sein schien. Dort, in ihrem letzten Zufluchtsort, warteten die griechischen Schiffe offenbar nur noch auf ihre unausweichliche Vernichtung. Da Xerxes glaubte,
nun die entscheidende Gelegenheit für einen vernichtenden Schlag zu haben, berief er seine ranghöchsten Kommandeure zu einem großen Kriegsrat auf einem der persischen Schiffe ein. Hier sollte beschlossen werden, wie und wann der finale Schlag erfolgen würde, der Xerxes' Eroberung Griechenlands besiegeln sollte. Die Versammlung fand unter großem Pomp statt. Die Fürsten der verschiedenen Völker in Xerxes' gewaltigem Heer und in seiner Flotte sowie die führenden persischen Offiziere und Adligen waren geladen. Das Treffen wurde auf einer der Hauptgaleeren der Perser abgehalten, wo man umfangreiche Vorbereitungen getroffen hatte. Für den König war ein Thron aufgestellt worden, und die Kommandanten nahmen ihren Rang entsprechend Platz. Eine besondere Ehre wurde Artemisia, der Königin von Karien, zuteil, die bereits bei der Musterung in Doriskos als herausragende Befehlshaberin aufgefallen war. Mardonios fungierte bei diesem Kriegsrat als Vertreter des Königs und leitete die Diskussion. Gemäß persischer Etikette war es üblich, dass selbst Fürsten und Adlige nicht unmittelbar mit dem König redeten, da dessen Würde und Rang als unvergleichlich hoch galten. Zu Beginn der Beratung wies Xerxes Mardonius an, jeden Kommandeur zu befragen, ob ein Angriff auf die griechische Flotte bei Salamis ratsam sei. Einer nach dem anderen wurden die Kommandeure um ihre Meinung gebeten, und alle sprachen sich voller Eifer für einen Angriff aus. Sie drängten auf eine rasche Schlacht und zeigten sich siegessicher. Doch als Artemisia an die Reihe kam, überraschte sie die Versammlung mit einer abweichenden Einschätzung. Zunächst betonte sie bescheiden, wie kühn es sei, als Frau inmitten erfahrener Kommandeure Ratschläge zu erteilen. Dennoch habe sie sich bereits bei früheren Gefechten bewährt und fühle sich daher berechtigt, ihre Ansicht vorzubringen. Artemisia sagte: Mein Rat ist, die griechische Flotte nicht bei Salamis anzugreifen. Ein Kampf in diesem Moment bringt großes Risiko und geringen Nutzen. Die Griechen, die immer schon erbittert kämpften, sind jetzt durch ihre Lage noch verzweifelter und dadurch gefährlicher. Ihre Verluste haben sie an den Punkt gebracht, mit der Verbissenheit jener zu kämpfen, die nichts mehr zu verlieren haben. Unsere Seeleute hingegen sind ihnen weder an Kraft noch an Mut ebenbürtig. Sie würden gegen die Griechen bestehen, wie Frauen gegen Männer in einer Auseinandersetzung. Ich halte es nicht für klug, jetzt zuzuschlagen und kann keinen günstigen Ausgang garantieren. Außerdem streben die Griechen in ihrer Lage sicherlich am meisten nach einer Schlacht. Es wäre unklug, ihnen genau das zu gewähren, was sie sich wünschen. Ich habe erfahren, dass ihre Flotte und die Insel Salamis nur begrenzte Vorräte haben und sie zudem zahlreiche hilflose Flüchtlinge versorgen müssen. Würden wir sie einfach blockieren, wären sie bald in größter Not. Oder wir könnten uns zurückziehen, uns zum Peloponnes begeben und dort das Landheer verstärken, anstatt in eine direkte Schlacht zu ziehen. Ich zweifle nicht daran, dass die Griechen uns nicht folgen oder uns gar angreifen würden. Die Ratsmitglieder verfolgten Artemisias Worte mit großem Interesse, reagierten aber unterschiedlich. Manche, die Artemisia wohlgesonnen waren, fürchteten, Xerxes könnte über ihren Widerspruch erzürnt sein und ihre Stellung gefährden. Andere, die ihre starke Position beneideten, hofften genau darauf. Doch Xerxes wurde nicht zornig, vielmehr lobte er ihre Klugheit und ihre redegewandte Darstellung. Am Ende folgte er jedoch der Mehrheitsmeinung und entschied, den Angriff in die Wege zu leiten. Er entließ die Versammlung und befahl, sich auf die Schlacht vorzubereiten. Inzwischen verging die Zeit, und im griechischen Lager wuchsen die Spannungen. Viele Kommandeure hatten von Anfang an gezögert, ob sie in Salamis bleiben und die persische Flotte bekämpfen sollten. Eine Entscheidung, die Eurybiades unter Themistokles Einfluss getroffen hatte. Je näher der Tag der Schlacht rückte, desto stärker wurden ihre Zweifel. Die Unzufriedenheit einzelner Gruppen wurde so laut, dass Themistokles fürchtete, einige Kommandeure könnten einfach absegeln und damit das Bündnis verlassen. Um diesen drohenden Bruch zu verhindern,
ersann Themistokles einen gewagten Plan. Er wusste, dass schon ein Abfall einzelner Geschwader den Untergang des griechischen Widerstands bedeuten konnte. Sein Plan war ebenso kühn wie riskant. Themistokles schickte eine geheime Botschaft an Xerxes und gab vor, ein Verräter am eigenen Volk zu sein. Er teilte Xerxes mit, die griechischen Anführer seien zerstritten und viele planten die Flucht. Er riet dem persischen König, unverzüglich anzugreifen, da die Griechen in ihrer Uneinigkeit nicht entkommen könnten, wenn sie in der Nacht umzingelt würden. Dann, so behauptete er, wären sie ohne weiteres zu besiegen. In Wahrheit aber wollte Themistokles die griechischen Kommandeure zwingen, sich geschlossen zu verteidigen, anstatt auseinanderzustreben, sobald sie merkten, dass sie von der persischen Flotte eingekreist waren. Xerxes, der an Themistokles Verrat glaubte, ergriff sofort die Gelegenheit. Er ließ seine Flotte in die Meerenge zwischen Salamis und dem Festland einfahren und blockierte potenzielle Fluchtwege. Die Perser wähnten sich sicher, die Griechen in einer ausweglosen Lage gefangen zu haben. Tatsächlich jedoch hatte Themistokles sie in ein enges, beengtes Gebiet gelockt, wo ihre zahlenmäßige Übermacht eher ein Nachteil war. Bei Tagesanbruch merkten die griechischen Kommandeure, dass sie umzingelt waren. Es blieb keine Wahl, außer dem Kampf. In der engen Meerenge von Salamis konnte die riesige persische Flotte nicht manövrieren, während die kleineren und wendigeren griechischen Schiffe sie ausmanövrierten und rammten. Für die Perser geriet die Schlacht zum Desaster. Ihre zahlenmäßige Überlegenheit, zuvor einschüchternd, hinderte sie im knappen Raum an erfolgreicher Koordination. Ein Schiff nach dem anderen wurde von den Griechen versenkt, bis das gesamte persische Geschwader in Chaos zerfiel. Themistokles' kühner Plan ging auf. Anstatt auseinanderzulaufen, mussten die Griechen geschlossen kämpfen, und diese vereinte Abwehr führte zu einem der berühmtesten Seesiege der Geschichte. Die Schlacht von Salamis markierte einen Wendepunkt der griechisch-persischen Kriege und bewies, dass selbst das mächtigste Reich durch Geschick, Taktik und den Willen zur Freiheit besiegt werden konnte. Themistokles sandte seinen Sklaven Sikinos mit einer Botschaft aus, um die persischen Befehlshaber zu täuschen und in die Falle zu locken. Sikinos, klug und vertrauenswürdig, eignete sich für diese Mission hervorragend. Bei Nacht organisierte Themistokles ein kleines Boot, das Sikinos leise von den griechischen Schiffen zur persischen Flotte brachte. Dort angekommen, verlangte Sikinos eine Unterredung mit dem persischen Kommandeur und überbrachte die Mitteilung Themistokles. Er erklärte, Themistokles, der das athenische Kontingent der griechischen Flotte anführte, sei überzeugt, dass die Griechen verloren seien. Themistokles sei bereit, zu den Persern überzulaufen, könne dies jedoch nicht offen tun, weil er in der Flotte eine hohe Stellung innehabe. Sikinos sagte, Ich komme im Namen von Themistokles. Er glaubt, dass die Griechen keine Zukunft mehr haben und möchte sich den Persern anschließen. Doch aufgrund seiner Position in der Flotte kann er nicht offen handeln. Er schickt mich, euch mitzuteilen, dass Uneinigkeit unter den griechischen Anführern herrscht und die Moral niedrig ist. Manche Geschwader denken bereits an Flucht. Handelt rasch, umzingelt sie oder versperrt ihnen den Rückweg, dann fällt euch die gesamte Flotte kampflos in die Hände. Nach Überbringen dieser trügerischen Botschaft kehrte Sikinos leise zu den Griechen zurück und ließ die Perser in dem Glauben, sie hätten wertvolle Insider-Informationen erhalten. In Wahrheit handelte es sich um eine gezielte Irreführung, die den Boden für die persische Niederlage in der Schlacht von Salamis bereitete. Die Perser setzten Themistokles angeblichen Ratschlag sofort um den Griechen jede Fluchtmöglichkeit abzuschneiden. Es gab eine kleine Insel namens Psyttaleia, die zwischen Salamis und der attischen Küste, östlich von Salamis, lag. Von dort aus konnte man einen Großteil der Meerenge zwischen Salamis und dem Festland kontrollieren. Daher entsandten die Perser in der Nacht eine Gruppe Galeeren, um Psyttaleia einzunehmen,
in der Annahme, damit einen möglichen Rückzug der griechischen Schiffe in jener Richtung zu blockieren. Die Perser rechneten außerdem damit, dass das Gebiet um Psyttaleia in der kommenden Seeschlacht zu einem wichtigen Gefechtsbereich würde. Havarierten Schiffen und verwundeten Seeleuten bliebe nichts anderes übrig, als sich ans nächste Ufer zu retten. Und das würde vermutlich Psyttaleia sein. Indem sie die Insel frühzeitig besetzten, hofften die Perser, jeden zurückzuschlagen, der während der Schlacht dorthin fliehen oder sich neu formieren wollte. Zusätzlich zur Sicherung von Psyttaleia entsandten die Perser ein weiteres Schiffskontingent nach Westen, in Richtung des Isthmus, um auch diesen Fluchtweg zu blockieren. Diese Galeeren sollten sich so positionieren, dass kein griechisches Schiff die Insel Salamis nordwestlich umfahren konnte. Damit saß die gesamte griechische Flotte in der Falle, von allen Seiten umzingelt, ohne es zu ahnen. Die Griechen erfuhren erstmals von ihrer Einschließung, als eines Nachts der athenische Feldherr Aristides bei ihrer Flotte eintraf. Aristides, einst ein politischer Gegner von Themistokles und nach einer verlorenen Machtauseinandersetzung sogar aus Athen verbannt, hatte sich unter hohem persönlichem Risiko durch die feindlichen Linien geschlichen. Sein einziges Ziel war, die Athener vor der drohenden Gefahr zu warnen und zu helfen, wenn es irgendwie möglich war. Als Aristides die griechische Flotte erreichte, fand er die Befehlshaber erneut in hitzigen Diskussionen darüber, ob man sich zum Isthmus zurückziehen oder in Salamis bleiben sollte. Themistokles war verblüfft, seinen früheren Rivalen so unvermittelt erscheinen zu sehen. Aristides sagte, in dieser schicksalhaften Stunde müssten persönliche Feindschaften ruhen, und beide sollten sich gemeinsam für das Wohl ihrer Heimat einsetzen. Er erklärte, er sei von Ägina gekommen, um der Flotte jede mögliche Unterstützung anzubieten. Dann verkündete Aristides die erschreckende Nachricht: Eine Debatte über den Rückzug zum Isthmus ist sinnlos. Die persische Flotte hat uns komplett eingekesselt. Ich selbst bin nur mit knapper Not durch ihre Linien gekommen. Selbst wenn Eurybiades und alle Befehlshaber sich einig wären, sich zurückzuziehen, ist das nun nicht mehr möglich. Es bleibt nur noch, hier auszuharren und uns zu verteidigen. Themistokles entgegnete, genau auf solche Botschaft habe er gehofft. Themistokles sagte, die Bewegungen der Perser sind die Folge einer Botschaft, die ich ihnen geschickt habe. Ich tat es, um einige unserer Kommandeure, die nicht kämpfen wollten, zum Handeln zu zwingen. Aber du musst selbst vor den Rat treten und berichten, was du gesehen hast. Wenn ich es erzähle, wird man mir nicht glauben. Hört man es jedoch von dir, glauben sie dir eher. Aristides willigte ein und trat vor die Versammlung. Er schilderte den versammelten Offizieren, dass ein Rückzug nicht mehr möglich sei, da die Perser im Westen bereits eine Blockade errichtet hätten und ein Entkommen unmöglich wäre. Er berichtete, dass er von Ägina aus in einem kleinen Boot gekommen sei und nur unter dem Schutz der Dunkelheit knapp durch die persischen Linien entkommen konnte. Die griechische Flotte, so betonte er, sei vollständig umzingelt und habe keine Wahl außer dem Verbleib und dem Kampf. Nachdem er seine Botschaft überbracht hatte, verließ Aristides die Versammlung. Obwohl er entscheidende Informationen liefern konnte, war es ihm nicht gestattet, an der eigentlichen Beschlussfassung teilzunehmen. Die Nachricht löste im Kriegsrat große Unruhe aus. Anstatt die Wogen zu glätten, schürte sie die Spannungen. Jene, die zuvor für einen Rückzug plädiert hatten, waren nun wütend, weil man ihnen nicht früher die Chance dazu gelassen hatte. Andere zweifelten grundsätzlich an Aristids Bericht und sprachen sich weiter für einen Ausbruch aus. Wieder andere, die schon immer für einen Verbleib in Salamis eingetreten waren, fühlten sich bestätigt, froh darüber, dass ein Rückzug nun endgültig vom Tisch war. So entstand eine laute, chaotische Debatte, bei der man vor allem darüber stritt, ob Aristides Warnung glaubwürdig sei. Manche Kommandeure lehnten seinen Bericht schlichtweg ab und waren überzeugt, es handle sich um einen Trick der Athener und ihrer Verbündeten, um die Flotte in Salamis festzuhalten. Ein ausgeklügeltes Täuschungsmanöver jener, die ein persönliches Interesse daran hatten, die Schiffe an Ort und Stelle zu behalten.
Die Zweifel an Aristides Darstellung wurden bald durch unwiderlegbare Beweise ausgeräumt. Während der hitzigen Debatte ging die Meldung ein, dass eine große Galeere, eine sogenannte Triere, von der persischen Flotte herübergekommen war. Dabei handelte es sich um ein griechisches Schiff von der Insel Tenos, das Xerxes gezwungen hatte, sich seinem Heer anzuschließen. So nutzte Xerxes die Mittel der bereits eroberten Gebiete, um den Rest Griechenlands in die Knie zu zwingen. Der Kommandant der Triere, der nicht gegen seine griechischen Landsleute kämpfen wollte, hatte die Dunkelheit genutzt, um überzulaufen. Er trug den Namen Paraezius. Nach seiner Ankunft bestätigte er alle Angaben, die Aristides gemacht hatte. Paraezius erklärte dem Rat, dass die persische Flotte einen kompletten Ring um sie gelegt habe und dass ihnen nichts anderes übrig bliebe, als sich auf die unmittelbar bevorstehende Schlacht vorzubereiten, die noch vor Tagesanbruch beginnen würde. Sein Erscheinen hatte eine entscheidende Wirkung. Die Streitigkeiten im Rat verstummten und sämtliche Befehlshaber vereinten sich angesichts der nunmehr unvermeidlichen Schlacht. Paraezius' Überlaufen war nicht nur wegen seiner brisanten Informationen wertvoll, auch sein Schiff und seine Crew beteiligten sich an der folgenden Schlacht. Aus Dankbarkeit für ihren Mut, unter solch riskanten Umständen zu den Griechen überzulaufen, verewigten die Griechen später die Namen von Paraezius und seinen Männern auf einem heiligen Dreifuß. Dieses kostbare, kunstvoll gefertigte Weihegefäß wurde nach Delphi zum Orakel gebracht und stand dort jahrelang als Symbol ihres Patriotismus und ihrer Treue. Gegen Tagesanbruch beschleunigten sowohl die Griechen als auch die Perser ihre Vorbereitungen für die entscheidende Schlacht. Die letzten Pläne wurden geschmiedet, Befehle erteilt und die Waffen auf den Schiffen griffbereit gemacht. Soldaten und Offiziere gaben einander eindringliche Anweisungen für den Fall, dass sie die Schlacht nicht überleben sollten, wie mit ihren Familien umzugehen war und was mit ihrem Besitz geschehen sollte. Die Mutigeren versuchten, ihre zögerlicheren Kameraden zu ermuntern. Die insgeheim Furchtsamen bemühten sich, ihren eigenen Schrecken zu verbergen und entschlossen zu wirken. Einer der griechischen Kommandeure hielt vor seiner Besatzung folgende Ansprache, um sie zum Kampf anzuspornen. Schon oft sind wir bei Tagesanbruch neben unseren Liebsten erwacht. Schon oft sind wir in die Wildnis gezogen, um unsere Kinder zu ernähren. Schon oft haben wir die Waffen ergriffen, um unsere Ehre zu verteidigen. Doch wenn wir an diesem Morgen unser Leben einsetzen müssen, um unser Überleben zu sichern, dürfen wir nicht zögern. Wir sind die Söhne eines von den Göttern gesegneten Volkes. Wir sind die unbesiegbare griechische Armee. Jenen im Osten, verblendet von Gier und Blutdurst, die glauben, sie könnten uns zerschlagen. Unser letzter Atemzug in dieser Schlacht soll sie daran erinnern, wer wir sind. Vielleicht schlagen wir heute jenes Heer, das man für das größte und erbarmungsloseste der Welt hält, und erringen unsere Freiheit, oder wir geben unser Leben unter ihren Schwertern hin. Wie auch immer der Ausgang sein mag, heute kämpfen wir wie Griechen und werden entweder als Griechen siegen oder den Tod mit gebührender Ehre finden. Lasst uns den Wilden aus dem Osten einen Widerstand liefern, den sie nie vergessen werden. Anstatt den Krieg zu fürchten und in feiger Unterwerfung 1000 Tode zu sterben, beweist, dass Krieg eine griechische Kunst ist, und seht, wie jenen der Sieg zuteil wird, die den Tod um des Triumphs willen begrüßen. Xerxes ließ sich auf einem Hügel nahe der Küste einen prächtigen Thron errichten, um das Schlachtgeschehen aus nächster Nähe beobachten zu können. Um ihn standen seine königlichen Wachen und etliche Gefolgsleute, darunter Schreiber, die alles Geschehen zu Protokoll nehmen sollten. Ihnen war befohlen, die Namen jener festzuhalten, die herausragende Tapferkeit oder Geschick zeigten, wie auch derjenigen, die versagten.
Xerxes erhoffte sich, damit die Kommandeure zu noch größerer Einsatzbereitschaft zu bewegen, da sie wussten, der König selbst sah ihnen beim Kämpfen oder Versagen zu. Es ging hier nicht nur um Ruhm, sondern auch um empfindliche Konsequenzen. Wer scheiterte oder sein Schiff verlor, konnte vor Xerxes gezerrt und mitunter sofort enthauptet werden. Einige dieser unglückseligen Offiziere waren Griechen, die gezwungen worden waren, gegen das eigene Volk zu kämpfen und dann für ihr Versagen auf grausame Weise hingerichtet wurden. Im Morgengrauen versammelte Themistokles so viele athenische Krieger wie möglich an einer Stelle am Ufer von Salamis, um zu ihnen zu sprechen. Es war üblich, dass griechische Befehlshaber vor der Schlacht Ansprachen hielten, um ihre Männer zu ermutigen, und Themistokles folgte diesem Brauch. Themistokles sagte: Männer, vergesst nicht, der Sieg hängt nicht davon ab, wie viele Truppen oder Schiffe der Feind aufbietet. Er hängt von unserer Entschlossenheit, unserer Disziplin und unserem klugen Vorgehen ab. Erinnert euch an jene Male, in denen kleinere, gut organisierte Einheiten über weitaus größere Feinde triumphiert haben. Ja, die Perser mögen mehr Schiffe haben, aber das bedeutet nichts, wenn wir mit dem Mut unseres Herzens und unserem Verstand kämpfen. Wenn ihr Befehlen folgt, wenn wir als Einheit handeln und wenn ihr mit jener Tapferkeit und Entschiedenheit kämpft, die uns Griechen schon immer ausgezeichnet hat, dann zweifle ich nicht daran. Wir werden diese Schlacht gewinnen. Nach seiner Rede befahl Themistokles seinen Männern, an Bord ihrer Schiffe zu gehen. Die Flotte nahm Formation an und rüstete sich für den unmittelbar bevorstehenden Kampf. Trotz der sonst strengen Disziplin, die griechische Flotten kennzeichnete, herrschte an diesem Morgen eine zunehmende Unruhe auf den Schiffen. Je näher der Zeitpunkt der Schlacht rückte, desto stärker wuchs die Erregung unter Soldaten und Seeleuten. Boote huschten eilig hin und her, und das Wasser spritzte von den auf- und niederschlagenden Rudern. Zugleich hallten Waffenklirren und die Kommandorufe der Offiziere über das Meer, während die Mannschaften lautstark antworteten und so die gespannte Atmosphäre zusätzlich anheizten. Beide Seiten, Griechen wie Perser, drängten ungeduldig in den Kampf, und als sich die Flotten einander näherten, steigerte sich die Erwartungshaltung ins Unerträgliche. Bald schon entbrannte überall heftiges Gefecht, obgleich niemand mehr genau sagen konnte, wer den ersten Schlag tat oder wie der Kampf konkret begann. Manche meinten, es habe begonnen, als ein Schiff aus Ägina mit Verstärkungen direkt in die persische Flotte fuhr und den ersten Angriff startete. Andere glaubten, die Griechen hätten in den frühen Morgenstunden selbst den ersten Vorstoß gewagt. Wieder andere, überwältigt von ihren Emotionen, behaupteten, eine geheimnisvolle weibliche Gestalt sei im Nebel des Morgens erschienen und habe die Griechen mit einem lauten Ruf angefeuert. Tapfere Krieger Griechenlands, die Zeit des Zögerns ist vorüber. Auf den Wellen vor uns wartet unser Schicksal. Erfüllt eure Herzen mit Mut, eure Arme mit Kraft und eure Gedanken mit Entschlossenheit. Dies ist nicht nur der Moment für einen Schlag, sondern ein entscheidender Augenblick in der Geschichte, in dem wir unseren Namen in die Bücher der Zeit einschreiben. Vorwärts, Söhne von Hellas! Lasst den Feind die ganze Wucht griechischer Tapferkeit spüren. Ungeachtet der Frage, wie genau es begann, tobte alsbald ein heftiger Kampf, an dem jedes Schiff und jeder Mann beteiligt war. Die Schlacht wütete mit unerbittlicher Härte über der Bucht von Salamis. Ein Szenario voller Chaos, Wut und Tod auf allen Seiten. In der modernen Kriegsführung versperren Rauch und Donnerhall oft den Blick auf das wahre Grauen, doch in diesem antiken Seekampf gab es keine solchen Schleier. Die Luft war klar, der Himmel hell und das Meer lag ruhig. So konnte Xerxes, der auf einem Hügel am Ufer thronte, jedes Detail mit eigenen Augen sehen. Von seinem erhöhten Standort aus verfolgte er jeden Schiffswechsel, bemerkte, wer angriff und wer zurückwich, und sah selbst die Kämpfe Mann gegen Mann an Deck.
Er beobachtete, wie Körper ins Wasser stürzten, Waffen beim Nahkampf zerbrachen, Verwundete weggetragen wurden und verzweifelte Schwimmer in den Fluten ruderten. Ebenso sah er gestrandete Schiffe ans Ufer treiben und erbeutete Galeeren, die langsam von ihren Siegern fortgeschleppt wurden. Nichts blieb seinem Blick verborgen. Es gab keinen Kriegsnebel, der die Schrecken verhüllt hätte. Ein besonderes Ereignis fesselte Xerxes Aufmerksamkeit, auch wenn er dessen wahren Hintergrund missverstand. Es betraf Artemisia, die Königin von Karien, welche bereits als eine von Xerxes fähigsten Befehlshaberinnen aufgefallen war. Artemisia hatte in der persischen Flotte Feinde, die ihre Gunst beim König neideten und ihren Einfluss missbilligten. Beim großen Kriegsrat vor der Schlacht hatte ihre offene Rede manche Rivalen noch verbitterter gemacht. Unter diesen Gegnern war ein Kapitän namens Damasitymus, mit dem Artemisia sich während der Fahrt durch den Hellespont gestritten hatte. Zwar war der Streit scheinbar beigelegt, doch blieben Groll und Spannungen. Diese sollten nun eine entscheidende Rolle spielen. Als die Schlacht in vollem Gange war, befand sich Artemisia mit ihrem Schiff unweit von Damasitimos' Galeere. Beide Schiffe gehörten zur persischen Flotte, wenngleich sie ursprünglich aus griechischen Gebieten kamen, die Xerxes mittels Zwang oder Bestechung in seine Dienste gepresst hatte. Während sich das Gefecht weiter zuspitzte, wurde eine Gruppe dieser persischen Schiffe, darunter das von Artemisia, isoliert. Vielleicht hatten sie die Griechen zu weit verfolgt. Jetzt, da griechische Verstärkungen eintrafen, gerieten sie ins Hintertreffen und begannen den Rückzug. Die griechischen Schiffe, die das persische Zeichen erkannten, setzten ihnen nach. In diesem Chaos bemerkte Artemisia, dass das nächstgelegene persische Schiff dem Damasitymus gehörte. Sie ließ eilig das persische Signal von ihrem Mast nehmen, um ihr Schiff wie eines der Griechen aussehen zu lassen. Statt zu fliehen, tat sie so, als verfolge sie den Gegner. Sie steuerte auf das benachbarte persische Schiff zu, um sich aus der Bedrohung zu befreien. Artemisia befahl ihrer Mannschaft, Damasitymus' Schiff anzugreifen. Es war der einzige Weg, ihr eigenes Schiff zu retten. Der Plan ging auf. Die Griechen sahen, wie Artemisia scheinbar ein feindliches, aus ihrer Sicht, Schiff rammte und glaubten, sie sei eine ihrer eigenen Einheiten. Sie ließen daher von ihr ab und wandten sich anderen Zielen zu. Artemisia und ihre Crew dagegen machten kurzen Prozess, versenkten Damasitymus' Schiff und töteten ihn samt Besatzung. Mit diesem kompromisslosen Vorgehen sicherte sich Artemisia die Flucht zurück zu den persischen Linien. Sie handelte nicht aus persönlichem Hass, sondern aus reiner Zweckmäßigkeit. Um ihre eigene Täuschung nicht zu verraten, durfte niemand überleben, der sie hätte entlarven können. Xerxes beobachtete die ganze Szene vom Hügel aus voller Spannung. Da er sah, wie Artemisia ein anderes Schiff angriff und nicht erkannte, dass es ebenfalls zur persischen Flotte gehörte, nahm er an, sie hätte ein griechisches Schiff versenkt. Einige seiner Offiziere in der Nähe bestätigten ihm, dass es tatsächlich Artemisia sei, die dort kämpfte, erkannten an bestimmten Merkmalen das Schiff als ihres. Xerxes verfolgte das Gefecht mit großem Interesse und staunte, als Artemisia schließlich das gegnerische Schiff versenkte. Begeistert rief er aus, während seine anderen Feldherren oft wie Frauen kämpften, würde diese Frau wie ein Mann kämpfen. Artemisias Taktik wirkte als doppelter Bluff. Sie täuschte die Griechen, indem sie ein persisches Schiff angriff, und beeindruckte zugleich die persische Seite, da diese glaubte, sie hätte ein gegnerisches Schiff versenkt. So sicherte sie nicht nur ihr eigenes Überleben, sondern gewann obendrein höchste Anerkennung von Xerxes und dessen Befehlshabern. Während Xerxes das Schlachtgeschehen weiterverfolgte, schlug seine anfängliche Begeisterung rasch in Enttäuschung und Zorn um. Er hatte sich zuerst gefreut, als er manche Szenen, darunter Artemisias Einsatz, beobachtete, doch das Blatt wandte sich zunehmend gegen ihn. Trotz aller Spannungen und Meinungsverschiedenheiten unter den griechischen Anführern war das griechische Heer im Kampf erstaunlich einig, entschlossen und diszipliniert.
Mit ihrem Mut und Können setzten sie den persischen Angreifern hart zu und drängten sie an allen Fronten zurück. Aristides nahm inmitten dieses Geschehens eine besondere Rolle ein. Er bekleidete eigentlich kein offizielles Kommando, war er doch einst nach politischen Intrigen, teils durch Themistokles, aus Athen verbannt worden. Doch Aristides bewies erneut, wie wichtig er war. In der Nacht vor der Schlacht hatten die Perser die nahe Insel Psyttaleia erobert, um sie als Stützpunkt zu nutzen und den Griechen keinen Zufluchtsort zu lassen. Aristides, der vom Ufer von Salamis aus den Kampf beobachtete und dort mit einer kleinen Wachmannschaft zurückgeblieben war, erkannte eine Chance. Da diese Wache an Land überflüssig geworden war, übernahm er das Kommando über die Männer, organisierte Boote und setzte in einem Überraschungsangriff nach Psyttaleia über. Die Griechen überrumpelten die persischen Kräfte auf der Insel und töteten sämtliche feindlichen Soldaten. Dieser mutige Schlag bewies nicht nur Aristides Tapferkeit, sondern trug auch weiter zum Erfolg der Griechen bei und vergrößerte die Niederlage der persischen Flotte. Gegen Abend deutete alles darauf hin, dass die Griechen den Sieg errungen hatten, wenn auch nicht in letzter Konsequenz. Die persische Flotte hatte erhebliche Verluste erlitten, doch es waren noch zahlreiche Schiffe übrig. Während sich die Perser zurück zum Stützpunkt nach Phaleron zogen, verzichteten die erschöpften Griechen darauf, sie zu verfolgen. Sie sammelten stattdessen am nächsten Tag ihre verstreuten Schiffe, reparierten Schäden und versorgten Verwundete. Man wusste nicht genau, in welchem Zustand die persische Flotte war und stellte sich darauf ein, dass es erneut zum Kampf kommen könnte. Xerxes hatte jedoch nicht vor, einen erneuten Angriff zu wagen. Die Niederlage bei Salamis hatte seine Hoffnungen auf weitere Eroberungen in Griechenland zerschlagen. Wie die Griechen ließ er seine Schiffe wieder instand setzen und geordnet zusammenrufen. Doch in seinen Gedanken beschäftigte ihn fast nur noch, wie er am sichersten und schnellsten aus Griechenland entkommen und in seine Hauptstadt Susa zurückkehren könnte. Sein Selbstvertrauen war gebrochen, und Xerxes dachte nicht mehr an Siege, sondern nur noch an die Flucht. Er erkannte die Grenzen seiner Pläne in diesem Land. Inzwischen trieben überall auf dem Meer Überreste der Schlacht, weit verstreut auf dem Wasser. Zerbrochene Schiffe, durcheinandergewirbelte Masten und Takelage, zerschlagene Ruder, umhergetriebene Waffen und die aufgequollenen Leichen der Gefallenen trieben, wohin Wind und Strömung sie führten. Mit der Zeit landeten viele dieser düsteren Überreste sogar in fernen Gegenden des Mittelmeers, bis sie schließlich an den Küsten eines abgelegenen, wilden Landstrichs namens Kolias in Afrika anspülten. Die Einheimischen dort, nichts ahnend von der Schlacht, die diese Trümmer hergespült hatte, sammelten das Holz eifrig als Brennmaterial, ohne zu wissen, welche tragische Geschichte sich dahinter verbarg. So erfüllte sich auf seltsame Weise eine alte Prophezeiung, die in Athen schon lange Rätsel aufgegeben hatte. Die Frauen von Kolias auf Afrikas Gestaden werden ihr Mahl mit persischen Rudern braten. Erst jetzt begriffen die Griechen den Sinn dieser Worte, die ihnen so lange rätselhaft erschienen waren. Denn in der Tat hatten die Trümmer der persischen Schiffe den weiten Weg über das Meer gefunden und machten auf völlig unerwartete Weise die Weissagung wahr. Kapitel 12 – Das tragische Ende des Kaisers der Sonne, die Hinrichtung des Xerxes. Mardonios, der als Oberbefehlshaber von Xerxes Streitkräften direkt unter dem König stand, trug die Hauptverantwortung für den Erfolg des Feldzugs. Diese Position versprach große Belohnungen im Falle eines Sieges, beinhaltete jedoch auch das Risiko harter Bestrafung bei einer Niederlage. Nach der katastrophalen Schlacht von Salamis war Mardonios tief beunruhigt, obwohl er weiterhin glaubte, dass der Feldzug bei entsprechender Fortführung erfolgreich sein könnte, war ihm die Gefahr, in der er sich befand, durchaus bewusst. Er kannte die Gewohnheit von Herrschern wie Xerxes, die für Misserfolg häufig tödliche Strafen verhängen konnten.
Mardonios sorgte sich noch mehr, als er Xerxes' unruhige Verfassung bemerkte. Der König wirkte tief bedrückt und rastlos, als überlege er eine radikale Maßnahme. Mardonios befürchtete, Xerxes könnte einen Rückzug planen. Nach einigem Zögern entschied er sich, an den König heranzutreten, in der Hoffnung, dessen Sorgen zu zerstreuen und eine optimistischere Sicht der Lage zu vermitteln. Er sagte zu Xerxes, Mardonios sagte, Majestät, gewiss ist der Ausgang der gestrigen Schlacht nicht der erhoffte. Doch die Niederlage, so schmerzlich sie auch erscheinen mag, ist nicht so gravierend, wie es zunächst scheinen könnte. Euer Heer hat in diesem Feldzug bereits Großes erreicht und der größte Teil unserer Ziele wurde erfüllt. Eure Armee hat sich auf dem Landweg siegreich vorangekämpft und alle Hindernisse bezwungen. Wir sind durch Thrakien, Makedonien und Thessalien gezogen, haben den gewaltigen Pass bei den Thermopylen erobert und nun ist der gesamte Norden Griechenlands unter eurer Kontrolle. Athen wurde niedergebrannt. Angesichts all dessen hat die Expedition ihre wichtigsten Aufgaben bereits erfüllt. Und trotz der Verluste bei der Flotte sollten wir nicht vergessen, dass die Stärke unseres Feldzugs in der Armee liegt. Diese Armee ist noch immer unversehrt und stark, und ich bin überzeugt, dass die Griechen nicht imstande sind, eine Streitmacht aufzustellen, die uns künftig ernsthaft bedrohen könnte. Mardonios versuchte weiter, Xerxes aufzumuntern und ihn an den Fortbestand des Unternehmens zu glauben. Doch seine Worte zeigten nur mäßigen Erfolg. Xerxes verharrte in Schweigen, wirkte nachdenklich und war von den jüngsten Ereignissen gezeichnet. Daher unterbreitete Mardonios ihm einen neuen Vorschlag. Selbst wenn Xerxes selbst nach Susa zurückkehren wollte, müsse er den Feldzug in Griechenland nicht gänzlich aufgeben. Mardonios bot an, mit einem Teil der Armee, 300.000 Mann, zurückzubleiben und die Eroberung Griechenlands zu vollenden. Diese Idee schien Xerxes anzusprechen, der zunehmend nach einem Ausweg suchte, sich selbst aus der Gefahr zu befreien, aber das Gesicht nicht zu verlieren. Der Vorschlag gab ihm neue Hoffnung, doch bevor er eine Entscheidung traf, erklärte er, er wolle noch andere Befehlshaber befragen. Schließlich entschied er, Artemisia um ihren Rat zu bitten. Sie hatte ihm bereits vor der Schlacht bei Salamis von einem Angriff abgeraten und das verheerende Resultat bestätigte ihre Voraussicht. Xerxes, von ihrem Urteil überzeugt, wünschte nun erneut ihren Rat. Er ließ Artemisia zu sich rufen und ordnete an, dass alle Offiziere und Bediensteten den Raum verließen. Als sie allein waren, erläuterte er ihr den Plan von Mardonios. Xerxes sagte, Mardonios meint, wir sollten die Expedition nicht wegen der Niederlage bei Salamis abbrechen. Er hält die Flotte für nebensächlich gegenüber der Armee, die immer noch intakt ist. Er schlägt vor, dass ich nach Persien zurückkehre und ihm 300.000 Mann überlasse. Mit ihnen, so versichert er, könne er Griechenland vollständig unterwerfen. Da dein Rat in Bezug auf die Schlacht bei Salamis so treffend war, möchte ich wissen, was du von diesem Plan hältst. Artemisia überlegte eine Weile, bevor sie Xerxes eine Antwort gab. Sie erkannte, wie schwierig es war, in dieser Ausnahmesituation zu entscheiden, sprach sich dann aber dafür aus, Mardonios Vorschlag anzunehmen. Artemisia antwortete, Mardonios hat sich von sich aus bereit erklärt, hier zu bleiben und Griechenland zu unterwerfen. Ihr könnt ihm ohne Bedenken diese Aufgabe überlassen. Euer oberstes Ziel, die Zerstörung Athens, ist bereits erreicht. Ihr habt vollbracht, was ihr euch vorgenommen hattet und könnt mit gewahrter Ehre nach Persien zurückkehren. Sollte Mardonios Erfolg haben, ist es letztlich euer Verdienst, denn ihr habt den Feldzug begonnen. Scheitert er, wird allein er die Schuld tragen und die Folgen spüren. So oder so bleiben eure Sicherheit, euer Ruf und eure Interessen gewahrt. Da Mardonios bereit ist, diese Verantwortung und die damit verbundenen Risiken zu übernehmen, halte ich es für klug, ihm diese Gelegenheit zu geben. Xerxes war erfreut, dass Artemisia ihren Rat in Einklang mit seinen eigenen Wünschen gab. Er fasste rasch den Entschluss, selbst nach Persien zurückzukehren und Mardonios mit dem Weitertreiben des Feldzugs zu beauftragen.
Er beabsichtigte, mit einem großen Teil seines Heeres und seinen ranghöchsten Offizieren nordwärts bis zum Hellespont zu marschieren. Dort würde er Mardonius das Kommando über die zurückbleibenden Truppen übergeben und dann mit den restlichen Soldaten über die Schiffsbrücke heimwärts nach Persien ziehen. Doch je stärker sich Xerxes mit dem Gedanken eines Rückzugs anfreundete, desto größer wurde seine Furcht. Am meisten ängstigte ihn die Vorstellung, dass die Brücke über den Hellespont zerstört sein könnte. Falls dies geschah, wie sollte er heimkehren? Um zu verhindern, dass die griechische Flotte nach Norden segelte und ihm den Rückweg abschnitt, indem sie die Brücke einriss, entschied sich Xerxes, seine Abzugspläne so lange wie möglich zu verheimlichen. Während er heimlich den Rückzug vorbereitete, tat er öffentlich so, als wolle er weiter vorrücken. Er ließ seine Flotte vor Salamis erscheinen und begann sogar, eine Pontonbrücke zur Insel zu bauen, als ob er einen erneuten Angriff plante. Mit dieser List wollte er Zeit gewinnen und sich bei Einbruch der Nacht unbemerkt zurückziehen. Am Tage ordnete Xerxes an, dass seine Familie und engsten Verwandten an Bord von Artemisias Schiff gebracht würden, in dem Vertrauen, sie nach Ephesos in Kleinasien zu geleiten, wo ihnen Sicherheit gewiss schien. Bei Einbruch der Nacht folgte dann der Befehl: Die persische Flotte brach den Brückenbau ab und segelte unverzüglich Richtung Hellespont, um die dortige Schiffsbrücke zu verteidigen und Xerxes die Rückkehr zu ermöglichen. Bei Tagesanbruch stellten die Griechen verblüfft fest, dass der Feind verschwunden war. Sogleich brach in der griechischen Flotte hektische Aktivität aus. Die Kommandeure beschlossen, die Perser sofort zu verfolgen. Die Matrosen setzten Segel, holten die Anker ein und griffen zu den Rudern. Bald war die gesamte Flotte unterwegs und nahm Kurs auf die Insel Andros. Während die Schiffe vorwärts stürmten, suchten die Ausgucke am Horizont vergeblich nach Spuren der fliehenden Perser. An der Küste von Andros angekommen, versammelten sich die griechischen Befehlshaber auf Einladung von Eurybiades zu einem weiteren Kriegsrat. In diesem Rat brach erneut ein heftiger Streit zwischen den Athenern und den Peloponnesiern aus, der tiefsitzende Spannungen wieder zum Vorschein brachte. Diesmal lag jedoch ein ernsthafter Anlass für ihre Uneinigkeit vor. Die Athener hatten bereits alles verloren. Athen war niedergebrannt, ihr Land verwüstet, ihre Familien obdachlos, ihnen blieb nur noch der Wunsch nach Vergeltung. Sie drängten darauf, die fliehende persische Flotte sofort zu verfolgen oder zumindest vor Xerxes am Hellespont einzutreffen und die Schiffsbrücke zu zerstören, um Xerxes in Griechenland festzusetzen. Themistokles befürwortete diesen Plan entschieden. Eurybiades und die Befehlshaber der Peloponnesier hingegen vertraten eine andere Meinung. Sie warnten davor, die Perser in die Enge zu treiben. Trotz ihrer Flucht blieben sie ein mächtiger Gegner, und wer sie zu hart bedrängte, riskiere einen gefährlichen Gegenschlag. Die Peloponnesier fanden es sinnvoller, den Persern den Rückzug zu gestatten, als sie zu einer letzten verzweifelten Schlacht zu zwingen, in der sie womöglich unbesiegbar sein würden. Schließlich setzten sie sich im Rat durch. Die Perser sollten ungehindert entkommen. Da sein Vorschlag abgelehnt wurde, sann Themistokles auf einen kühnen Plan. Er beschloss, Xerxes ein weiteres Mal mit einer trügerischen Botschaft zu täuschen, genau wie er es vor der Schlacht von Salamis getan hatte. Er betraute erneut seinen Diener Sikinos damit, der sich schon zuvor als vertrauenswürdig erwiesen hatte. Dieses Mal erhielt Sikinos ein Schiff samt Crew, die allesamt zum Schweigen verpflichtet waren. Sie leisteten feierliche Eide, den wahren Zweck ihrer Mission niemals offenzulegen. Unter dem Schutz der Dunkelheit verließ Sikinos mit seiner Mannschaft unbemerkt die griechische Flotte und steuerte die Küste Attikas an. Dort verließ er das Schiff mit einer kleinen Begleitung und begab sich ins persische Lager. Er bat um eine Unterredung mit Xerxes und überbrachte ihm eine weitere Botschaft von Themistokles. Darin erklärte er, die Griechen hätten eine Verfolgung der Perser bis zum Hellespont und die Zerstörung der Brücke zwar erwogen,
Doch Themistokles aus derselben Freundschaft zu Xerxes, die ihn schon zu der ersten Warnung vor Salamis bewogen habe sie davon abgebracht. Dank Themistokles Einfluss habe die griechische Flotte beschlossen, an Ort und Stelle zu bleiben und den Persern den ungehinderten Rückzug zu gestatten. Themistokles Botschaft an Xerxes war in Wirklichkeit eine reine Erfindung, doch er war überzeugt, dass sie seinen langfristigen Interessen nutzen würde. Er wusste, dass es ihm, wie schon so manchem erfolgreichen griechischen Feldherrn vor ihm, eines Tages passieren konnte, aus dem eigenen Land fliehen zu müssen, um sein Leben zu retten. Indem er nun einen, wenngleich trügerischen und inhaltsleeren, Kontakt zum persischen König herstellte, hoffte Themistokles, sich für die Zukunft einen Verbündeten zu sichern. Diese Handlung, den persischen König mit dreisten Lügen und leeren Versprechen zu umwerben, war zweifellos eine Verrätertat, aber auch ein waghalsiges und kühnes Spiel, typisch für Themistokles Abenteuergeist. Unterdessen setzte Xerxes, der jene Nachricht erhalten hatte, seinen Rückzug nach Norden mit größtmöglicher Eile fort. Der Weg war beschwerlich. Das Land war bereits durch den vorausgegangenen Marsch der persischen Armee verwüstet, so dass kaum Nahrung, Wasser oder Vorräte aufzutreiben waren. Nun, auf dem Rückweg, verschärften sich die Strapazen noch weiter. Es dauerte 45 Tage, bis die Armee den Hellespont erreichte, und während dieser Zeit wurden die Leiden der Soldaten jeden Tag größer. Sie waren ohnehin schon von den Schlachten entkräftet und litten nun zusätzlich unter Hunger und Erschöpfung. Zugleich lebten sie in ständiger Angst vor Angriffen der Griechen. Auf ihrem Marsch bot sich ein Bild der Verwüstung entlang der Wege. Kranke und Verwundete, die nicht mithalten konnten, wurden an jedem Rastplatz zurückgelassen. Viele brachen einfach am Straßenrand zusammen, zu schwach, um weiterzugehen. Überall lagen zerstörte Streitwagen, verendete oder sterbende Tiere und die Leichen von Soldaten, die man dort, wo sie fielen, im Stich gelassen hatte. Das einst so mächtige Heer, das einst in Griechenland einmarschiert war, hinterließ nun auf seinem Rückweg eine Spur aus Elend und Verzweiflung. Schließlich waren die Soldaten dem Hungertod nahe. In ihrer Not suchten sie nach Wurzeln und Pflanzenteilen, ja, sie schälten sogar die Rinde von den Bäumen in der Hoffnung, sie möge ihren Hunger zumindest ein wenig stillen. Doch der Hunger war nicht ihr einziger Feind. Schon bald folgten Krankheiten. In solchen Situationen übernimmt oft die Seuche das tödliche Werk, das der Hunger begonnen hat. Lagerfieber, Cholera und andere ansteckende Krankheiten wüteten in der Armee, die sich an der Nordküste der Ägäis entlang schleppte. Mit jedem neuen Toten verschlimmerte sich die Lage, da die Luft mehr und mehr verpestet wurde und die Seuchen sich umso schneller ausbreiteten. Die Soldaten versanken in Elend und Furcht und hatten das Gefühl, vom Hunger und den Krankheiten langsam zugrunde gerichtet zu werden. Schließlich erreichte Xerxes, nun nur noch mit dem jämmerlichen Rest seiner einst gewaltigen Streitmacht, die Stadt Abydos am Ufer des Hellespont. Doch anstelle der gewaltigen Brücke, die einst Asien mit Europa verbunden hatte, fand er nur noch Trümmer. Die Konstruktion, deren Bau enorme Mühen gekostet hatte, war von Stürmen und Winden zerstört worden. Nichts blieb übrig, außer ein paar vom Sand verschütteten Brückenteilen am Ufer. Da es keine Brücke mehr gab, war Xerxes gezwungen, die wenigen verfügbaren Boote zu nutzen. Mit nur einer Handvoll Begleiter überquerte er die Meerenge und ließ seine erschöpfte, verhungerte Armee zurück. Kaum hatte er am asiatischen Ufer in Sestos Land betreten, war er in Sicherheit. Von Sestos aus reiste Xerxes nach Sardes und kehrte schon bald nach Susa zurück. Er ließ Mardonios in Griechenland zurück, um den Feldzug fortzuführen. Mardonios, ein erfahrener und tüchtiger Feldherr, gelang es zwar, die persischen Kräfte wieder in kampfbereiten Zustand zu versetzen, doch trotz aller Bemühungen konnte er sein Ziel nicht erreichen. Nach mehreren Schlachten, teils siegreich, teils verlustreich, fiel Mardonios letztlich in einer großen Auseinandersetzung. Mit seinem Tod
starben auch die persischen Hoffnungen, Griechenland zu erobern. Die verbliebenen persischen Truppen mussten sich zurückziehen, was das endgültige Ende ihrer Versuche bedeutete, Griechenland zu unterwerfen. Als Xerxes wieder in Susa eintraf, verspürte er tiefe Erleichterung, nun wieder in den Mauern seines Palastes sicher zu sein. Bei der Rückschau auf die Gefahren, Strapazen und beinahe Katastrophen seines gescheiterten Feldzugs schwor er sich nie wieder so zu gefährden. Seine Eroberungspläne waren verblasst. Künftig wollte er nur noch ein Leben in Luxus und Genuss führen. Die Zeiten, in denen er nach Ruhm strebte, waren vorüber. Jetzt suchte er nur noch Bequemlichkeit und Vergnügen. Wie zu erwarten, kannte Xerxes in seinen Ausschweifungen keine Mäßigung oder Rücksichtnahme. Rasch verfiel er in ein Dasein der Maßlosigkeit, verbrachte seine Tage und Nächte in endlosen Festen, Gelagen und Ausschweifungen. Seine Gelage dauerten oft von einer Nacht bis in den nächsten Tag, und für andere Dinge blieb kaum Zeit. Die Regierungsgeschäfte wurden vollständig seinen Ministern überlassen, während Xerxes sich hemmungslos Genuss und Lastern hingab. Xerxes hatte 3 Söhne, Darius, Hystaspes und Artaxerxes, die als potenzielle Thronerben galten. Hystaspes befand sich in einer benachbarten Provinz, während die beiden anderen am Hofe verweilten. Eine wichtige Person in Xerxes Umfeld war ein Offizier namens Artabanos, nicht zu verwechseln mit Xerxes Onkel desselben Namens, der ihm einst von der Griechenland-Invasion abgeraten hatte. Dieser Artabanos war Kapitän der Leibwache und zugleich derjenige, der die härtesten Befehle des Königs ausführte. Aufgrund dieser Stellung hatte er großen Einfluss, bestimmte den Zugang zum König und sorgte für dessen Sicherheit. Umgeben von seiner Familie und beschützt durch seine treuen Wachen unter Artabanos Befehl, fühlte Xerxes sich unantastbar. Er glaubte, seine Sorgen seien Vergangenheit und vor ihm lägen nur noch sorglose und sichere Tage. Doch er ahnte nicht, dass die größte Bedrohung für sein Leben näher war, als er vermutete. Artabanos, der Mann, der seinen Schutz gewährleisten sollte, schmiedete bereits finstere Pläne, ihn zu stürzen. Eines Tages, während einer seiner gewohnten Zechgelage, geriet Xerxes über eine Nichtigkeit in Wut auf seinen ältesten Sohn Darius und befahl in einem Anfall von Zorn Artabanos, diesen zu töten. Artabanos setzte den Befehl jedoch nicht um, weil er meinte, der König würde seinen Rausch ausschlafen und bis zum nächsten Tag vergessen haben, aber Xerxes vergaß es nicht. Am folgenden Tag verlangte er Rechenschaft, weshalb seine Order nicht befolgt worden sei. Artabanos, nun um sein eigenes Leben bangend, hielt den Zeitpunkt für gekommen, einen schon länger erwogenen Plan auszuführen, die gesamte Königsfamilie auszuschalten und den Thron an sich zu reißen. Er verschwor sich mit dem Kammerdiener des Königs, drang nachts in Xerxes Gemächer ein und tötete den schlafenden König. Danach platzierte er die blutige Waffe neben dem Leichnam und begab sich unverzüglich in die Gemächer des jüngsten Sohnes Artaxerxes. Mit gespielter Panik weckte er Artaxerxes und berichtete ihm atemlos, sein Vater sei ermordet worden, von dessen Bruder Darius. Artabanos behauptete, »Dein Bruder Darius hat eine unvorstellbare Tat begangen. Er hat deinen Vater, unseren König, kaltblütig ermordet, getrieben von seiner unersättlichen Gier nach Macht und Krone. Doch sein Ehrgeiz kennt keine Grenzen. Schon jetzt plant er auch dich zu beseitigen, um sich den Thron zu sichern. Die Zeit drängt, mein Prinz. Du musst schnell und entschlossen handeln, um dich zu retten und den Tod deines Vaters zu rächen. Das Schicksal des Reiches steht auf dem Spiel. Nur du kannst verhindern, dass es einem Brudermörder in die Hände fällt.« Voller Wut und Schock ergriff Artaxerxes, vom Zorn übermannt, ohne Zögern eine Waffe und stürmte in das Gemach des nichtsahnenden Darius. In einer tragischen Wendung erschlug er seinen völlig unschuldigen Bruder, fest davon überzeugt, er nehme Rache für den Vater und schütze sein eigenes Leben.
Dieser erste Gewaltausbruch, begründet in Täuschung und Intrige, löste eine Kette rascher und erbarmungsloser Hinrichtungen aus. Der Palast, einst Sinnbild für Macht und Ordnung, stürzte ins Chaos, während Artaxerxes nun, entschlossen seinen Thronanspruch zu sichern, systematisch alle vermeintlichen Bedrohungen ausschaltete. Zu den Opfern gehörten auch Artabanos, der eigentliche Drahtzieher dieses mörderischen Coup, und alle seine Verbündeten. Als sich der Staub dieses grausamen Machtkampfs legte, war Artaxerxes das einzige überlebende Mitglied der königlichen Blutlinie. Ohne Rivalen oder Gefahren bestieg er den Thron, den kurz zuvor sein Vater innehatte. Obwohl sein Weg zur Macht mit dem Blut seiner eigenen Verwandten und vieler anderer geebnet war, hielt Artaxerxes nun unangefochten das Zepter über das gewaltige Perserreich in Händen, bereit, seine Herrschaft über die von Verrat und Mord gezeichneten Ereignisse hinweg anzutreten.